Also, mein Resin ist komplett voll, das heißt, ich muss heute direkt starten mit in die Domain gehen. Ich habe meinen Resin schon seit einer Stunde voll, aber da ich noch etwas hochgeladen habe und das ein bisschen laut hatte, konnte ich jetzt auch nicht einen Stream starten. Da ich auch noch 5 Condensed Resin habe, ja, kann ich auch nicht umcraften. Deshalb einmal ganz schnell in die Domain, dann gehe ich umcraften und dann können wir mal weiterschauen, wie es weitergeht. Ah, Mann. Celine, hi. Hi, hi, was geht? Willkommen im Stream. Gut, mal schauen. Gönnt heute die Artefakt-Domain? Ich weiß es nicht. Aber 18 Artefakte bekomme ich, soweit ich weiß. Oder? 9 Condensed, 18 Artefakte sollten das sein. Also mindestens 18. Und wieder die komplett fetten Tanks. Und ja, dann mal schauen. Okay, der 1er Lünette ist jetzt nicht der größte Tank, muss man sagen. Boah, fuck. Ja, diese Domain ist actually relativ tanky, Mann. Die Dinger können einstecken. Das ist heftig. Tatsache, dass ich halt 2 Teams machen muss, mit 2 Rotations mit einem National Team machen muss, ist schon heftig. Aber gut, okay, jetzt einmal schnell abholen. Ich weiß mal nicht, was das richtige Set ist. Ich glaube, das ist das Richtige, was ich haben will. Ja, es ist aber, die Stats sind ultra scheiße. Und das ist auch kacke. Gut, dann würde ich sagen, erstmal schnell ein Condensed umcraften und dann kann man mal weiterschauen. Ich glaube, ich fange erstmal an mit Dailies und heute mache ich noch ein paar Dings. Wieso bist du alleine? Weil ich öfters alleine streame. Ich glaube, niemand ist online. Literally keine einzige Person ist gerade auf Discord online. Das muss was heißen. Ich habe eigentlich irgendwie so, was weiß ich, wie viele Discord-Kontakte oder sowas. Moment. Ja, das sind bestimmt 20, 30, 40 Stück oder so. Warte. Ich kann mal kurz durchzählen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37. Irgendwie ist aber keiner online. Das ist auch lustig. Es ist Sommerferien, aber keiner ist online gerade. Von 37 Leuten, die ich gehabt habe. Gefühlt ist aber davon sowieso auch immer so 30 Stück nie online. Also, ja. Ich fange erstmal an mit Dailies. Ich will sie endlich eigentlich nach Fontaine verschieben können. Von Sumeru nach Fontaine, deshalb muss ich mal schauen. Ich will eigentlich die Arkham Quest dann weiterspielen. Dann kann ich vielleicht noch Reputation freischalten, weil ich habe keinen Plan, wo die Reputation ist. Hab 132 Leute auf Discord. Ah, okay. Wollen wir nicht. Es ist aber halt so gefühlt, von den ganzen Kontakten, die man hat, sind irgendwie mindestens 80% useless und mit denen macht man nie was. Oder hat man früher mal eine Sache mal gemacht und dann war's das. Danach nie wieder. Aber es gibt Leute, die haben keine Ferien mehr. Ja, aber nicht so viele. Hey, mein Genshin ist halt wirklich am Laggen hier in Sumeru, ne? CPU ist wirklich am Sterben davon. Das ist heftig. Nicht unbedingt am Sterben, aber ich bin nur auf einer 88. Ich bin schon auf einer 88%igen Auslastung. Das ist heftig. Sollte ich vielleicht mal was auf die GPU verschieben, aber ich weiß nicht, ob die GPU das unbedingt handeln kann, wenn alles auf der CPU, wenn alles auf der GPU wäre. Das wäre bestimmt besser für meine CPU, aber kein Plan. Vielleicht kaufe ich mir mal eine neue CPU, weil die halt wirklich nicht so gut ist. Also sie ist nicht schlecht, aber die ist halt auch wirklich nicht so das Wahre. Egal. Stehe mit den meisten noch gut in Kontakt. Meisten. For real? Von 132 die meisten. Das ist eine Menge. Aber okay. Ich habe auch auf WhatsApp, was weiß ich, 40 Kontakte oder so ein Kack. Gefühlt mit niemandem was. Schreibt man überhaupt jemals was? Das ist einfach. Nee.
Ja, ich weiß nicht, ob es sich eigentlich lohnen würde, nochmal eine neue CPU zu kaufen. Wenn ich sowieso nichts anderes an diesem PC mache, außer zocken. Okay. Gib mir deine Nummer, ich schreib dir jeden Tag. Spaß. Ja, safe. Jetzt online. Einfach so. Ich hatte früher tatsächlich mal jemanden eine Online-Nummer gegeben. Das war noch, da war ich 11 oder so. Das war so lange her. Damals hatte ich nicht mal Discord, so einen ganzen Kack. Bist zu alt. Okay. Ich kann es auch andersrum sagen, bist zu jung. Ja. Du Opa, ja, okay, sorry. Mit 18 ist man wohl ein Opa. Kacke. Nur 4 Jahre, chill mal. 4 Jahre in diesem Alter ist sau viel. Also jetzt mal ganz ehrlich, 4 Jahre in diesem Alter ist sau viel. Außerdem sitzt 4,5. Nicht nur 4. Du bist noch erst 13, du bist erst bald 14. Ich wurde schon fast... Ne, ich wurde vor 3 Monaten 18. Das ist... Ne, what the fuck? Du Rentner, ja, ich weiß. Okay. Rain outlines your fate. Let me read you a verse. Das habe ich am 18. gemacht, gar nichts. Ein bisschen gezockt. Mein Bruder war zu Hause und musste arbeiten, deshalb haben wir nichts gemacht in der Familie. Weil meine Eltern können sich zum Beispiel frei nehmen, aber mein Bruder macht halt sein Praktikum irgendwo und da kann ich einfach sagen, ich mach mal frei. Digga, what the fuck, Alter. Digga, what? Warum konnte ich die ganze Zeit nicht meinen scheiß Burst zünden, als ob ich dort an diesem scheiß Baum klettern wollte und ich konnte dort nicht mal runter. Weil dieses scheiß Viech mich geblockt hat. Was soll das? Herr 18. und dann nichts mit Freunden oder so machen? Ne. Die meisten waren sowieso im Urlaub, weil es in Ferien waren. Ah, hier ist noch eine Daily. Ah, du hast keine Frage. Ah, okay, gut, sorry, scheiße, stimmt. Was ist das denn für ein Emote? Dino Dance, okay. Oh Mann, ich hab keinen Bock danach noch die A-Conquest zu machen. Wenn die A-Conquest genauso lang geht wie die letzte, dann wären es 5 Stunden. Ich hab keinen Bock nochmal 5 Stunden an einer A-Conquest zu sitzen. Das ist heftig. War gestern Tierpark, nennt sich auch Zoo einfach. Aber, okay, cool. Das letzte Mal war es bei mir schon bestimmt 4 Jahre her. Und hab deinen Bruder gefunden. Okay, safe. Ich glaub's auch. Lohnt sich eigentlich Lynette zu bilden? Ich warte einfach vielleicht auf morgen oder sowas, wenn... Wisst ihr nochmal? Wenn Sayax einen Lynette-Guide rausbringt. Heute nämlich erst. Ich wollte erst schauen, Sayax hat er einen Lynette-Guide rausgebracht? Nein. Eine halbe Stunde später, ich aktualisiere die Seite. Ja, hat er. Und da hat er noch in seinem Video gesagt, er macht demnächst einen Lynette-Guide. Das heißt, ja. Ich schaue mir mal erst einen Lynette-Guide an, dann bestimme ich, ob ich vielleicht noch Lynette auch bilden will. Ja. Also beides in einem. Was? Oh Mann, was sind das für Bilder? Schon wieder so ein rotes auch noch. Naja, ich habe Lynette erst gestern bekommen. Personal relationships are the same. If you want to understand me,
Why not learn a bit at a time and gradually piece together a complete picture? Digga, ich hab die erst gestern bekommen. Stimmt schon, Chip 1 geht voll schnell. Ja, okay. Beta Commissions Reward. Oh, was? Ach, wie viele Bilder noch? Und das du. Ach so, ja, ich bin Emu. Bestimmt bin ich ein Emu. Bestimmt bin ich ein Vogel, der nicht fliegen kann. Du bist maximal du komischer Vogel. Thank you for Ja, was? Oh, diese Quallen sind gut. Die findet man sonst unter Wasser sind sie voll der Pain zu farmen. Jo, ich habe das freigeschaltet. Was ist das denn? Okay, ich muss mal schauen. Ich glaube, das nächste wird dann hier rauf gesendet. Das ist scheiße. Das könnten wir auch benutzen. Ah, von den Bildern habe ich alle nichts gefühlt. Da ist ein weißer Tiger. Okay. Ich habe das Gefühl, ich brauche eigentlich die Kristalle überhaupt nicht mehr inzwischen. Ich habe schon über 3000. Aber zu farmen ist halt trotzdem nur noch hilfreich. Der Kack ist immer noch an Cooldown. Warum braucht das Ding eine ganze Woche, Mann? Das macht einen voll sauer. Daily Check and Reward online, ja. Und man kriegt Rezepte. Fruity Duel. Ne, Duet. Ja, es sind so viele Rezepte, die werde ich safe nicht freischalten, alle. Okay, das ist nochmal ein bisschen was geändert wurde. Stimmt, heute Morgen gab es noch so ein Downloading. Kack, muss man noch erst was für runterladen. Spend total of resin, okay. That I can do. Das Event will ich noch zu Ende machen, das dauert eigentlich nicht lang. Ja, okay, diese Bells hier. Ah ja. Gibt's hier, ja. Okay, die kenne ich. So. Ich glaube, ich gehe... Ja, Serenity Pot muss ich gerade nicht gehen, heute nicht. Will eigentlich baden, aber will dich nicht alleine lassen. Okay. Was soll ich dazu sagen? I mean, geh doch einfach, hä? Oh nein, nee, ich gehe nicht in die World Quest. Ganz bestimmt nicht, da war ich schon mal. Dieser Kack. Vom anderen Account. Das Einzige, was macht, ist einfach nur ein bisschen kämpfen und dann muss man noch so ein bisschen erkunden. Ich hab keinen Bock drauf. Lass mich in Ruhe, du hässliches Vieh. Ist es Oja eine Energy, die bekommt im Wasser einfach? Das kann sein. Wenn das der Fall ist, dann wäre das voll OP für Exploration. Was ist das? Warum ist hier so ein... Was ist das für so ein Dingszeichen? Warte, mach ich dann mehr Schaden? Was ist das denn für ein... Underwater Pneumo-Oja energies. Most characters from Fontaine have an R key and thus can use their attack to trigger energies corresponding to the R key attribute in underwater without the use of Pneumoja blocks. Oha, so wie gedacht dann also. Kannst es unter Wasser benutzen. Das ist voll heftig, also sehr hilfreich für Exploration dann. Was hat die für Passive? Shows the location of nearby recovery orbs on the minimap. The aquatic stamina and HP gain from touching orbs will be increased. Hä? Ach so, diese Teile. Ah ja, gut, wow. Stark. Nicht besonders das, was ich gerade brauche. Ich call dich jetzt... Na, das muss nicht sein. What in the... Moment, das muss noch ausprobiert werden. Das sah gerade illegal aus. Du fliegst nach draußen?
What? Oha, das ist ja voll cool. Funktioniert das nur mit Fontaine Charakter? Das weg. Das ist geil. Rain outlines your fate. Let's light it up. Adventure time. Nicht alleine? Was meinst du nicht alleine? Mit einem 16-jährigen Japaner. Was für ein 16-jähriger Japaner? Wer soll ein 16-jähriger Japaner sein? Off we go. Ich glaube, ihr könntet euch verstehen. Verstreuen. Verstffen. Mal gucken. Adventure time. Okay. Wie habe ich jetzt so lange nach diesem Strauch gesucht? Ich hätte einfach auf die Minimap schauen können. Mann. Kenne ich nicht Kyoshi sogar? Wer ist das? Moment. Nevermind, ich kenne ihn doch nicht. Kyoshi ist wahrscheinlich ein häufig genommener Name. Hallo Felix. Hallo. Ja, jetzt redet ihr mal miteinander so. Hallo, Herr Kyoshi. Und? Links Kirsch, geht? das ist ein ehemaliger Freund. Keine Ahnung, ob die noch Kontakt haben. Also, du musst wissen, Cedric, Ja. Rick, wie hieß die? Tora und Aaron, also die sind ja alle deine Klasse. Und dann, ja, weiß ich auch nicht, wie das passiert ist. Bist du in der gleichen Klasse wie die? Nein, aber Nee, also, ich bin Kyoshi. nein, ist er nicht. Aber er kennt Cedric und so, Persönlich. weil wir waren. Also, Kirsch, erzähl du einfach. Was soll ich denn erzählen? Heilige Scheiße, bist du laut. Warte, ich muss dich leise stellen. Off we go. Was soll ich denn erzählen? Ja, also, nein, wir waren früher alle in so einer Gruppe drin und da haben wir uns alle kennengelernt. Fertig. So. Use the spotlight. Verstanden, Felix, oder nicht? Dreamwork. Was? Oh, Das nee. Game ist ein bisschen laut. Over here. Egal jetzt. At the frying pan. Let's light it up. Okay. Kirschi, wiederhol, was ich gesagt habe. Everybody stand back. Ja. Und schon. Surprise. You me. Auf jeden Fall, ich hab gesagt, was hab ich gesagt? Ich hab gesagt, du weißt doch, Felix, wir waren früher so alle in so einer Gruppe, gell? Oder jedenfalls haben wir irgendwann mal davon erzählt. Warte, sprichst du mit mir oder mit Kyoshi? Wie heißt Ich du eigentlich? spreche Heißt du mit wirklich Kyoshi oder? Ja. Oh, das sieht aus wie für falsches Set, aber das könnte in Ordnung sein. Wenn es Crit Damage bekommt, das Also- Set gibt Crit Rate. Copium. Also, Felix, ich habe mit dir geredet. Achso, okay. Ja. Nani, Und nani. das schon zweimal. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob du das irgendwann mal mitbekommen hast, aber Rick und Cedric und die ganzen anderen da, wir haben uns ja mal so in einer Gruppe kennengelernt, ne? Ja. Aber, also Cedric, Rick, Aaron, Tore und so, die kannten sich ja schon davor, weil die in eine Klasse gehen. Ja. So, aber Kirsch war auch in dieser Gruppe drin. Ach, deshalb kannte ich den Namen. Ja, weil wir oft über ihn gesprochen haben. Rain outlines Okay. Irgendwie. Know my sword. Okay, hallo Kyoshi. Was ist dein richtiger Name? Oder ist es dein richtiger Name? Zwei richtige. Hast du einen deutschen Namen oder hast du einen japanischen? Was? Warte, Was warte. denn? Warte, Kyoshi ist dein... Warte, Digga, scheiße, das Game ist vielleicht ein bisschen zu laut oder ich hab euch zu leise. Warte, ich stech wieder lauter.
Also, warte. Felix. Ist Kiyoshi dein echter Name? Ja, Hast du auch einen deutschen Namen? was ist ein deutscher Name? Ja, oder irgendeinen westlichen Namen. Natürlich, ich kann dir auch sagen, ich heiße Shao Ting auf Chinesisch. Aber das ist doch auch nicht so cool, oder? Äh, Also, also natürlich Kiyoshi ist nicht schwer auszusprechen, aber du weißt halt trotzdem. Erinnert mich an Avatar. Avatar Kiyoshi. Oder ein Yoshi von Mario. Fucking hell, Lynette ist One-Hit. Also Felix. Ja? Nee. Hä? Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Okay. Ah doch. Nein. Also, Kiyoshi, guck mal, du musst wissen, Felix ist 18 geworden. Irgendwann mal, ich habe seinen Geburtstag Ich kann dir Wodka kaufen. 30. Mai oder so, keine Ahnung, ist mir egal. Auf jeden Fall. Digga, warum weiß die Verrücktes? Er hat 5 Tage nach dem Geburtstag, Kiyoshi, merkt ihr das? Und ja, das ist ein komischer Chinese und der will immer meine Katze fressen, also. Oh mein Gott, das ist das, was du selbst immer sagst. Weil du es mal gesagt hast. Aber das ist... Egal. Nein, das ist gar nichts. Auf jeden Fall, ja, der ist manchmal ein bisschen komisch. Aber man kommt damit klar. Alter, das sagst gerade du, das ist ja wirklich bodenlos. Verstanden, Kirche oder eher nicht? mhm. Warte, bist du Volljapaner? Nein. Ah, schade, sonst hätte ich ihn gefragt, ob er auch den gleichen Pain hat wie ich, dass man halt zu Hause dann nur noch auf Deutsch spricht. Und wenn man dann gefragt wird, oh, kannst du Japanisch, da sagst du, scheiße, nein, kann ich nicht. Doch, kann er. Ein bisschen. Scheiße. Er ist halb Brasilianer. Halb Brasilianer. Ja. Jetzt kommt eine sehr dumm klingende Frage, weil sie vielleicht auch sehr dumm ist, aber gibt es die Sprache Brasilianisch oder spricht man eine andere Sprache in Brasilien? Ich bin Portugiesisch. Oh. Okay, gut. Aber mit anderem Dialekt, glaube ich. Weißt du auch so? Heißt das Dialekt? Aussprache. Felix? Ja. Das war eine sehr, naja, diese Frage, ne? Ja, kein Plan, ich kenne mich nicht damit aus. Aua. Ich bin nicht der größte Fan von Sprachen. Das Ding Kennzeichnet ist, sich davon, dass es 2 meiner 3 schlechtesten Fächer sind. Felix, ich dachte immer, du bist schlau, aber Ja, definiere schlau. ja, halt, schlau halt. Kiyoshi zum Beispiel ist sehr schlau. Geht halt nicht. Der weiß alles. Sehr Der weiß alles. gute Antwort. Schlau halt. Schlau ist schlau halt. Mann. Nein, aber Kiyoshi weiß halt zum Beispiel sehr viel, also sehr, sehr viel. Der Typ ist sehr, der kann alles. Wissen ist nicht Intelligenz. Oh. Hör auf, so mit mir zu reden. Aber es ist einfach so. Ja, aber für mich ist es halt so, wenn ich zu einer Person sage, sie ist schlau, dann ist sie halt schlau. Und wenn ich sage, sie ist dumm, dann ist sie dumm, so. Also du bist jetzt nicht dumm, so Das war das ist jetzt nicht. so eine unglaublich unspezifische Zuschreibung. Das ist ja Du wirklich redest heftig. in Wörtern, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Was ist unspezifisch? Ach komm, du weißt doch bestimmt, was spezifisch heißt, oder? Nein! Ah, Ich habe okay, dieses gut, Wort noch nie in meinem Leben gehört. Uneindeutig heißt unspezifisch. Oder spezifizieren Also- heißt sozusagen nochmal genauer darstellen. Oder Ah. genauer näher erklären. Ach so. Damit meine ich, du Also auch warst einfach gesagt, sehr unverständlich, ungenau. Was? Hör auf, in deinen komischen Fachwörtern zu reden. Rede Deutsch. Das ist Deutsch! Das ist höheres Hochdeutsch als dein normales Deutsch. Weil dein Deutsch ist weniger Hochdeutsch als mein Deutsch. Ja, Pech. Ja, dann sag, wenn du fragst, also wenn du mir dann sagst, rede Deutsch, dann kann ich eher sagen, ich rede schon mehr Deutsch, als du Deutsch sprichst. Also verstehe Dann ich rede nicht, was das du von Deutsch, mir was willst. ich kann. Dann rede das Deutsch, was ich kann und nicht das, was du... Oh mein Gott, meine Mutter macht Essen. Rain outlines your fate. Das riecht nach Tomaten-Dings. Okay. Also bin ich für das Essen heute. Und Herr Kiyoshi, was machen Sie gerade? Yoshi macht gar nichts. Und Yoshi ist auch nicht immer so gesprächig. Das ist sehr schade.
Also eigentlich ist er schon gesprächig, aber nur wenn er sprechen will und naja, er hört lieber zu als zu reden, sagen wir so. Er ist so der Typ, der auf Discord immer nur einen Lurk macht und Lynette ist schon wieder gestorben im letzten Moment, wo der Bastard noch zugeschlagen hat. Also das habe ich auch selten gesehen. Seit wann beleidigst du Felix? Oh, ich beleidige häufig. Früher hast du uns immer angeschrieben, weil wir beleidigt haben und du gestreamt hast. Ja, inzwischen ist mir aufgefallen, dass auch andere Streamer heftig beleidigen, da ist es mir egal geworden. Digga, wie kann es sein, dass ich Double Defense die ganze Zeit bekomme? Was ist das? Wie schlecht sollen die Artefakte noch werden? Heilige Kacke. Ich hasse es. Weiß ich, warte mal. Weiß nicht, ich mag keine Wassermelonen. Ich verstehe nicht, wie man keine Wassermelonen mögen kann. Das ist einfach das, nee. Aber hier Felix, warte kurz, ich muss schreiben. Was ist dein Lieblingsessen? Nudelsuppe. Aber muss halt die richtige sein. Sag. Was ist dein Lieblingsessen? Was? Ah, Kirsch ist weg. Bei ihm sind sein Bruder, seine Eltern oder sonst sind er im Haus. Naja. Irgendwie muss ich mir so vorstellen, wie es aussieht, wenn ein Ostasiat und ein Brasilianer ein Kind haben. Ja, keine Ahnung, ich finde, die sehen unterschiedlich aus sehr. Ich weiß, wie ein Kind aussieht von einem Deutschen und einem Chinesen. Ja, oh. Du kannst halt, da gibt's eigentlich nur zwei Extreme. Entweder die Person sieht aus wie ein kompletter Deutscher oder die Person sieht aus wie ein kompletter Asiate. Da gibt's nichts dazwischen, ich schwöre. Er ist schon irgendwie, also, wenn man ihn sieht, man würde nicht denken, dass er halb Japaner, halb Brasilianer ist, aber er sieht auch nicht deutsch aus, so. Ich kann ja dingsen. Also ich könnte ja ein Foto von ihm schicken und so, aber da muss ich ihn fragen, weil sonst kriege ich Schläge. Natürlich. Und was will ich? Musst du sowas fragen. Datenschutz. Ich habe immer noch nur eine Skizze von dir, ne? Die Skizze, die überhaupt nicht zutrifft. Ich weiß. Aber trotzdem. Du hast uns mal irgendwelche Bilder von so einem komischen Typen aus deiner Schule oder so geschickt und ich habe vergessen, wer es war. Habe ich das? Ja, das hast du. Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Doch, das war so ein... Ich habe das Bild ja nicht mehr. Aber naja. Aber ich schwöre, dieser Typ kann alles, ne? Der kann für jede Sprache sprechen. Der kann sehr viele Sprachen sprechen. Junge, der kann Französisch, der kann Italienisch, der kann Portugiesisch, der kann Japanisch, der kann Englisch, der kann Deutsch, der kann alles. Warte, Deutsch, weil er in Deutschland lebt. Japanisch, weil es seine Eltern sprechen. Französisch, weil es in der Schule gelernt hat. Portugiesisch und Italienisch sind sehr ähnlich. Das sind beides romanische Sprachen. Was? Portugiesisch und Oder? Italienisch ist ähnlich? Was? Was? Das sind beides romanische Sprachen. Ja, aber das ist nicht ähnlich. Doch. Nein. Was meinst du, weshalb man sagt, wenn du Latein kannst du sehr leicht Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch Ja, aber und es was ist lernen? trotzdem... Weil sie alle Ähnlichkeiten haben. Ich meine, ich kann auch kein Französisch. Ja. Italienisch. Ja, natürlich nicht. Aber zum Beispiel, Aber ich bin warte, zum Beispiel Portugiesisch und Spanisch sind so ähnlich, dass eine Viertelportugiesin von mir Spanisch einfach so sehr leicht lernen kann. Ja, Das heißt, wenn du eine starke Portugiesisch Verwandtheit ist hast, ähnlich. dann ist es sehr leicht, sowas zu lernen. Das könnte ich fast schon gleichsetzen mit Chinesisch-Mandarin, mit Chinesisch-Kantonesisch. Kantonesisch ist, wobei das fast schon sogar schwerer wäre, weil du jedes einzelne Wort neu lernen müsstest. Ey, ich weiß noch, war das dein Vater? Ich glaube, das war dein Vater. Ich weiß noch, als er reingekommen ist. Das war richtig lustig. Als wir waren mit irgendwem noch im Call. Es hat gar nichts mit dem Thema zu tun. Okay. Aber dein Vater ist der größte Ehrenmann, den ich kenne. Der ist einfach... Der hat irgendwas entschieden oder so. Ich weiß nicht mehr. Okay. Du hast ja keinen Kontakt mehr mit Cedric, gell? Ich habe
generell mit niemandem gefühlt noch Kontakt von den Leuten, weil die einfach gestorben sind, die existieren nicht mehr. Egal, Die spawnen, das ist wirklich heftig. Cedric hat einen Fetisch auf alles, was es gibt. Ich schwöre. Er hat mir gestern geschrieben, also er hat mir so ein Bild geschickt von seinem Mädchen und dann meinte er so, ja, ich meine, du hast so hohe Ansprüche und so, was das angeht. Er sagt, ja genau, nein, er meinte, also ich meinte, er hat voll hohe Ansprüche und so, er meinte nur Gesicht, andere, warte, ich schicke einfach den Screenshot, ich hab gar keinen Bock darauf, das jetzt vorzulesen. Das ist mir alles viel zu viel. Datenschutz existiert nicht bei Celines. Nein, gibt es nicht. Brauche ich nicht. Kenn ich nicht. Ach, fuck. Was ist da? Rain outlines Was? Hilfe? Hilfe? Ich hab's dir geschickt, ne? Mhm. Nur Aber es sind ja nur... Achseln, Bauch, Oberschenkel, Beine, Hände, Füße, Arsch. Das ist viel, Mann, was der erwartet. Das ist ja heftig. Das ist alles, was existiert. Warte. Nur noch Organe fehlen, ich schwöre. Gesicht, Oberweite, Achseln, Bauch, Oberschenkel. Ja, aber Oberschenkel und Beine ist doch das gleiche, also beziehungsweise Oberschenkel ist ein Teil der Beine. Hände, Ja, aber ich Füße. weiß Okay. Bottom. Und die Katze. Ja. Hä, das ist ja alles. Nein, Oder wird er sagen... Guck, Was? guck, was ich da untergeschrieben habe. Nur und gerade Zähne in weiß. Fehlt nur noch Arme, Haare, Augen, Nase, Mund, Digga. Ja genau, und mindestens Haare bis... So. Digga, was schreibt der Typ? Ja, der ist... Oh danach Gott. hat er mir ein Bild von seinem Mädchen geschickt. Ah, okay. Der schickt mir mal Bild von Mädchen und von deren Beinen und Genau, Händen und so. Das ist voll... Und nur blond bis brünett. Das heißt kein... Okay. Also, Digga, das ist ja bodenlos. Augen blau oder braun und Nase klein. Ich kenne jemanden mit einer sehr kleinen Nase. Das sieht nicht gut aus. Der Typ wird niemals seine Frau finden. Warte, Augen blau oder braun. Das heißt keine grünen. Alter, was hat der für Anforderungen? Lippen klein oder so Kusslippen keine gemacht? Grüne Augen sind die Ja, halt schönsten einfach... Augen, die Guck mal, es ist ganz einfach. Einfach natürlich ist erstmal erste Anforderung. Das heißt, obviously kein Botox, keine Vergrößerung, was auch immer. nicht unters Messer gegangen sein. aber das alles ist- von das ist- Natur aus. Und dann kannst du sagen, okay, jetzt willst du noch ein paar Anforderungen. Also das Ding ist, seine Freundin soll einen großen, also nicht so großen Arsch haben, aber einen mittelgroßen Arsch. Dann Also- große Brüste, aber weißt du, aber er will Dieses trotzdem, Gespräch dass sie den weiterführen. flachsten Bauch hat. Aber er will trotzdem, dass sie eine gute Figur hat und einen sehr, 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 sehr flachen Bauch. Digga, der denkt auch, der heiratet Kylie Jenner oder so. Kylie Jenner ist nicht natural, oder? Nein, das ist sie nicht. Na, Sieht aus wie bitte. eine Plastikflasche. Na bitte. Deshalb würde ich sagen, würde das jetzt auch nicht heiraten wollen. Wegen zu dicken Lippen, ne? Ja, aber wenn das so... Ach, du weißt, was ich meine, aber... Ja, natürlich. Digga, aber dieser Typ, der wird niemals seine Frau finden. Ja, lower your standards. Das ist das Einzige, was man sagen Ich meine, kann. der Typ wird 16 oder so, ne? Der wird bald 16. Das ist okay. Moin, sagt Froschböleli. Hallo. Warte. Lohnt sich. Warum ist Kirsche eigentlich weg, Digga? Ich weiß nicht. Die spawnt. Alter! Geht es dir gut, Felix? Nein. Absolut Was ist nicht. passiert? Aber ich sehe, dass Nouvillette Gameplay geleakt wurde. Ja, ich werde es nicht on-stream zeigen, ist animationstechnisch der krasseste Charakter. Okay, wenn du das sagst, ich werde es mir wahrscheinlich auch nicht anschauen jetzt. So, also, falls ich es mir überhaupt jemals anschauen werde. Bevor es... Ich hab wirklich keinen Bock mehr, Alter. Aber ich werde es saven, weil es dann... Genau. Ja, das lohnt sich nicht. Egal. Oh ja, was geht? Willkommen im Stream, Frosch. Was? Froschboleli ist bei mir im Stream. Nouvillette.
Warte, der Typ wird wahrscheinlich ein Banner-Charakter, ne? Kein Standard-Banner. Der Typ könnte schon ein guter Pull werden. Muss mal schauen wegen meinen Primo-Gems. Ah stimmt, ich muss auch erstmal das Event hier finishen. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Das war jetzt eigentlich das nächste, was ich machen wollte. Genau, ich muss noch den anderen von denen besiegen und hier muss ich noch was sammeln. Und ich muss die Viecher killen. Seine Charge-Tag ist einfach Kamehameha. Okay. Es klingt, aber das war ja auch das erinnert mich an Hate, so Kamehameha. Der chargt ja seinen Skill, stackt und macht dann einen Punch. Ja, das ist eher One Punch Man. Aber you know, ist auch eine Art von Kamehameha. Wer weiß. Heizo bloß in besser oder wie? Hydro Heizo. Hydro 5-Star Heizo. Nee, 5-Star Hydro Heizo, Ich muss man sagen. schreib Kyoshi mal. Ah, alles klar. Ich glaube, er hat keine Lust mehr. Nein, das ist irgendwas mit Familie oder so, ist gerade reingekommen. Ich kenne das doch. Okay. Ist ja nichts Neues, ne? Ja, bestimmt. Certainly. Mein Kax bisher wirkt ja ziemlich gut. Das ist gut zu hören. Ich sag, der Typ sieht aus wie ein fetter Pull. Aber ich muss noch schauen. Ich weiß nicht, wann er auf den Und Banner Felix? kommt. Off we go. Es Hast sieht du so irgendwas aus. in den Ferien? Ich war für 5 Tage bei meinem Bruder in Essen, weil er da ein Praktikum hat. Ah, stark. Das ist sein drittes oder sowas, Digga. Der Typ ist so krank. Er Speedrun-Praktika, das ist heftig. Egal. Stark. Ja, macht was? Was? Ne, ist egal, nichts. Adventure time. Jetzt kann ich auch wieder raus aus dem Friendship-Team. Oh, Heavy sagt moin. Was geht? Was geht? Willkommen im Stream. Oh, ich hab Hunger. Ich werde heute immer noch ein bisschen sehr viel wahrscheinlich in Fontaine herumlaufen. Ich werde wahrscheinlich noch später auch eine Archon Quest machen, damit ich vielleicht endlich meine Dailies machen kann. Hier in Fontaine. Unleash. Das hätte ich gern. Cryo incarnate. Clouds high. The birds come. Ich find's schade, dass man die Bosse nicht freezen kann. Whirling snow. Sakura swirl. Obey. Kyoshi sagt, wir sollen warten. Okay. My opponent. Ja. Alles fit bei mir? Ja, mehr oder weniger. Eigentlich schon. Und bei dir? Oder bei euch? Also Froschboleli auch? Alles gut? Oder? Warte, heute ist Donnerstag. Ich muss Clash Royale Clan Kriegskämpfe machen. Kacke. Ja. Und wir haben langsam eine Idee von Furinas Skills, ja ein gutes Potenzial auf jeder und Kaso an Nahida Level zu steigen. Alles sehr gut. Nice, nice. Das klingt heftig, aber ich meine ganz ehrlich, dass Furina ungefähr so gut ist wie die Charakter, könnte man sich vorstellen, weil sie ist einfach der Drecks-Hydro-Archon. Was meint man wohl, was passieren wird? Als Raiden rauskam, war sie wahrscheinlich auch eine der arguably besten Charakter zur Zeit. Also denke ich mal. Okay, Frosch wird mich vielleicht gleich zusammenschlagen, verbal. Weil er sagt, das stimmt absolut nicht, aber ja, egal. Ja, kann mich nicht beschweren. Ja, kann. Achso. Geh mal bitte hier rein. Warte. Jemand von euch mit mir die Elementarhäufung für den Battle Pass machen? Was ist die Elementaranhäufung? Moment, geh mal bitte hier hin. Du hast mir was auf einer Karte gezeigt. Warte. Jetzt kann ich kurz nicht auf den Stream-Chat schauen, wenn ich das machen soll. Wo ist das? Moment, das ist hier. Sagst du, da soll ich hin. Wobei doch, ich kann auch im Stream-Chat schauen, keine Sorge. Mocha-Bücher-Ding. Okay. Moment. Dann Ixo. Warte, was meinst du mit Mora-Bücher-Ding? Ach so. Meinst du die Teile? Leylines. Ja, ach so, okay, kann ich gleich machen. Ich will auch noch kurz dorthin gehen, wo Frosch gesagt hat, dass ich hingehen soll. Oh Mann.
Wie rutsche ich einen Hang hinauf? Kasua! Kasua, er hat einfach Gravitation umgedreht. Er hat gesagt, nee. Alter, der hat Bock, das ist ja heftig. Oh Mann. Was war das denn, dieser Berghang? Der ist gut, Mann. Mag ich. Gefällt mir. Super. Was ist? Schaut Discord, okay, Moment. Nein, Moment, hier. Achso, okay, ein bisschen weiter nördlich. Das mache ich dann. Hilfe. Bitte? Was? Wie geht's dir so? Meinst du mich oder ist Dings wieder da? Nein, er ist weg. Achso, ja, gut. Ich spare ein bisschen auf, alles klar. Dann gehe ich dorthin gleich. Und dann kann ich zu Kui gehen oder Heavy oder wie immer. Ich bin noch verwirrt. Wenn man nicht den gleichen Namen hingeben hat, wie man auf Discord, auf Twitch hat. Wie es mir geht, das war eigentlich ganz gut, aber ich war jetzt in den Ferien halt sehr unproduktiv. Das ist nicht gut, aber dafür war es davor produktiv. Also was ich mitbekommen habe, jedenfalls. Ja, es geht. Einigermaßen. Hilfe, Digga. Ah, das ist ein TP-Point. Da kann man hin. Hilfe. Nein. Ah nee, warte, das geht ja gar nicht. Oh mein Gott. Warte kurz. Okay. Also Warte. ich bin trotzdem da. Wo ist es? Wo soll ich ein bisschen über dem TP-Point, also nördlich des TP-Points? Ich glaube, da kommt wahrscheinlich auch noch... Ja, die Location geht hier safe weiter, wie man sehen kann an diesem Teil. Ist die Brücke dort... Wahrscheinlich muss man da die Brücke reparieren oder so. Ja, ich habe keinen Plan, actually. Wirklich, du schaffst es innerhalb eines Tages, mir mehr Fotos zu schicken, alleine als ich in den letzten 2 Wochen von allen Leuten insgesamt erhalten habe. Und Froschboleli hat mir auch einige Bilder geschickt. Bezüglich gewissen Character Kits. Das heißt, das muss was heißen. Oh je, nee. Das Das, ist okay. von so einem Mädchen, das war von so einem Mädchen, Digga. Und das fand ich jetzt sehr komisch, weil die hat jeden Tag ein Interview. Ich habe Aber dich naja, absolut nicht verstanden. Dein Mikro hat kein... Oh, geil, ein Hydroculus, das nehme ich natürlich gerne mit. Ich mag Züge. Alles gut. Aua. Warte, ich soll hier hin? What Bonnie. in the hell is this? Und ja, aufstehen. Steh auf, Bonnie. Was ist das? Wie auf. Oh, holy shit. Hold up. Unleash. Wer ist er denn? Oh, der macht Schaden. Was zur Hölle? Der macht ja Fettschaden. Embrace the ice. Pardon my What? Moment, hold up a sec. Was ist? Moment. Was war das? What the fuck? do your masters no escape. What the fuck, bro? Da, Armada hier. Armada hier. Frosch, was hast du? Das Ding hat irgendwie 5 Millionen HP. Das kann man mir doch nicht erzählen. Geht's dir gut? Was ist das? Nein, mir geht's absolut nicht gut. Was war das? Du dachtest Floor 12 sei schwer. Was ist das Vieh? Das kann doch mehr tanken als ganz Floor 12 zusammen. Soll ich Krankenwagen rufen? Ja. Holy Okay. shit. Ich dachte gerade, was ist das für ein lustiges Vieh? Oder sehe ich diese Bossbau, oder sehe ich mein Eierkabürst und denke mir so, Alter, was war das? Hat die den Hülle schon vielleicht gehauen oder was? Nein, das war ein scheiß Eierkabürst.
What in the world is this? Digga, ich verstehe Warum ist er so Bahnhof. stark? Ich verstehe nur Bahnhof. Ja, ich verstehe auch nicht, was das hier soll. Also jetzt mal ganz ehrlich. Oh Gott. Der hittet 25k. Oh nein. Nee, das ist bodenlos. Ich bin auch bodenlos. What in the fuck, man? Kannst du mich vielleicht aufklären, was gerade passiert? Den kann man nicht besiegen. Geh mal in mein... Und er ist Hydro-Immun. Es gibt keine Mechanik, den schwächer zu machen. Okay, geh in deinen Stream rein. Warum existiert der? Was ist das? Also, for real, was ist das? Okay, nee, weißt du was? Ich habe mal damals ein Team aufgebaut für mich. Das war ein Team, das hieß damals mein Unsterblichkeitsteam. Nein, hieß es nicht. Aber es war sowas wie ein Unsterblichkeitsteam. Also, ich glaube nicht, dass ich damit unsterblich bin, aber... Ich meine, vielleicht kann ich damit ein bisschen länger durchhalten. Ich glaube nicht. Mann, was... Digga, ich check grad gar nichts. Oh no. Der ist auch noch Hydro... du hast 3 Rotations gebraucht? Okay. Fucking hell, das gefällt mir absolut nicht. Warte, ich geb dem lieber Vivi. Oder ihr. Ah, was? Sie hat ja Vivi von Dings geklaut. Ach so, ja, gut. Ah, ja. Ja, gut. Guten Morgen. Amenoma. Das wird ein bisschen gebalanceder sein. Alter, das ist ja wirklich bodenlos. Also das habe ich noch nie gesehen. Sowas. Warum sollte man sowas adden? Ach stimmt, es bringt mir eigentlich gar nichts. Hm. Hä? Also das ist doch wirklich unfair. Ich habe 3 Healer im Team. Das Ding one-shottet aber. Ah! Wie ist es so stark? Warum? Droppt es zumindest irgendwas? Ja, Zhongli wäre hier sehr hilfreich, aber ich hab ihn halt nicht. Alter, aber was soll ich auch machen? Er one-hitted, literally. Ich muss ihn vielleicht mal studieren, ich muss mal schauen, was er für Attack-Patterns hat. Und die Iframes benutzen, aber... Das wird ja heißen, dass ich tatsächlich strategisch spielen muss. Ich habe keinen Bock, strategisch zu spielen, besonders in dem Game. Er droppt, was ich verrate, aber nichts. Okay. Wehe, es ist so ein richtiger Scheißdreck. Ich schwör, dann würde ich dich hassen, Frosch. Oh, fuck! Der hittet hart. Oh, der Iframe war noch gerade gefühlt. Ich glaube, das war der letzte Iframe gefühlt. What? Oh, nein. Nein. Oh. Scheiße, war das close. Nein! Okay. Ja, wirklich keine Chance, Mann. Das Viech ist ja bodenlos stark. Ich glaube, selbst Zhongli wäre hier nicht... Also statt Jean Zhongli, dann wäre es wahrscheinlich irgendwo noch leichter, aber... Oh mein Gott. Ich glaube, ich werde einfach gleich Diona statt Jean benutzen. Ja, gut, Moment. Ne, warte, ich mach lieber Diona rein. Ich glaube, Diona hilft mehr als Jean. Meine Jean ist sowieso bis jetzt nur gestorben. Aber heilige Kacke, das ist ja wirklich... Warum existiert das Biest?
Ich war so am Anfang, ah ja, okay, mal schauen. Und dann, ja, One-Hit, dann sehe ich auf einmal, wie er mit einem Hit 15k meiner Dings weggeschottet hat. Als ich gewechselt bin, war so, what the fuck? Ja. Der sieht halt nicht mal so stark aus, ne? Der sieht so aus, wie wenn man den einfach mal so bieten könnte. Der sieht einfach aus wie so ein Hydro-Eidolon, aber so das ist einfach nur ein bisschen stärker. Warte, hab dich nicht mehr auf Discord. Wie heißt du denn auf Discord? Alter. Er wirkt noch so harms, aber wirklich. Ich dachte, so fühle ich mich scheiße, wenn ich ihn töte. Absolut nicht. Der hat mit 15k halt als erstes ausgeübt auf meine schöne Höhe. Und dann hat er meine ARK gewone-shottet. Das habe ich halt wirklich noch nie gesehen. Ich schwöre, wenn der im Abyss auf Level 100 auftaucht, ich wäre... Also, Digga, den wird kein Mensch schaffen können. Ich glaube, das wäre so wirklich deren Strat. Wow. Der hat halt auch das Shield einfach wegge-one-shottet. Also man sieht, wenn seine Angriffe angekündigt werden, aber es ist halt trotzdem... Manchmal sind halt ein paar zu viele Effekte im Weg und dann sieht man es doch nicht. Und dann ist die Stamina vielleicht leer. Oder man ist gerade zweimal gesprintet. Na, warte, ich will den alleine schaffen. Das bist du, oder, Frosch? Na, ich will's alleine schaffen. Just watch me. Aber danke für das Angebot, I guess. Warte, was hat sie für... Okay, ja, das passt. Holy shit. Man kann es halt nicht mal freezen, das Vieh. Passiert, ne? Oh, Mann. Au. Ich glaube, so müssen sich Elden Ring-Spieler fühlen. Oh, come on! Ach, Ben ist auch gestorben! Ach stimmt, der hatte Self-Reputation, Kacke. Ja. Belegt. Ja? Yoshi kommt gleich, hat er geschrieben. Okay. Sagt ihr gefühlt schon seit einer halben Stunde, aber okay. Schau Discord, okay. Wenn du ganz mutig bist, sag mir nicht, da gibt's noch so ein Viech. Alter. Warum? Warum existieren die Dinger? Es macht keinen Sinn. Sag mir nicht, das Viech ist dann noch stärker. Ich glaube, ein Baiju wäre hier ganz hilfreich gewesen. Aber ich habe Baiju leider nicht auf diesem Account. Ist auch 10.000 Account, ne? Account? Ein Account, ja. Du weißt, Ne, ich habe zwei. Ja, von dem einen hatte ich mal deine E-Mail. Ja. Dann hast du herausgefunden, wo ich lebe. Ja. Aber nur die Stadt. Mehr kann man nicht herausfinden. Wenn du da so sicher bist. Mann. Ja, müssen wir jetzt fahren. Was? Nee, ist alles gut. Hä? Hatte ich nicht ein Shield noch auf? Ja, geht halt nicht. Das ist ein Baiju-Versuch, dabei hilft nicht ge-one-shottet. Nicht ge-one-shottet zu werden. Okay, ja, gut. Also nicht so gut. Super. Ich muss jetzt gleich Revive Food mir dann noch holen, ne? Aber wie viel HP hat das Biest eigentlich? Felix, ich glaube, weil er nicht so schafft das. Wow. Ja, aber.
Also Scheiße. wirklich. Let's light it up. Wenn es Self-Application ist, halt bodenlos. Allow me. Look at you. Permanent of the deep. Going in. Let's light it up. Shake hands. Nice and spicy. Warte, ist also nicht gut wissen. Wissen wir aus irgendeinem Grund nicht. Es ist nicht auf Project Amber. Ich glaube, wir müssen es einfach testen. Also ich werde den Scheiß jetzt nicht nachzählen. Oh mein Gott, Kiyoshi ist wieder da. Cool. Ich bin gerade in einem sehr intensiven Kampf verwickelt. Ich sehe es. Also wirklich, das ist doch Dark Souls gefühlt. Zwischen. Warte, Kiyoshi. Fuck! Ich schick dir den Kiyoshi. Oh fuck. Kiyoshi, warum waren sie weg? Hm? Warum waren sie weg? Oh fuck, ja, ich bin ja noch verstehe. Pyro-affected. Wie bitte? Nix, alles gut. Hm. Nix, alles gut. Au. Hab's verstanden. Okay. Felix? Ja. Sie müssen sich mehr konzentrieren. Okay, sorry. Und dann tauchen sie das auf. Ich bin gerade imstande dazu, das Viech zu besiegen. Ey, ich sehe auch nicht so viel tun. Schade. Junge, ich hab mit euch drei einen Call gemacht, dass ihr beide miteinander reden. Aber Kiyoshi, du musst da auch mitreden, dass ihr bloß, ne? Überhaupt nicht den Arm. Es ist tot! Es ist tot! Viviane dich! Ich hab den Rest nicht gelesen. Drop of Tainted Water. Man kriegt einfach nur ein bisschen mehr von den Teilen. Ernsthaft? Das sind 5 dieser kleinen Viecher, die ich besiegen müsste. Und ich würde den gleichen Job... Froschboleli, ich hasse dich. Du bist so ein dreckiger, hässlicher Hund. Und dementsprechend mein Mittagessen. Gut, okay. Egal. Leute haben sich Raid-Bosse gewünscht, also hier ist er. Sobald du mit dem Ding fertig bist, sage ich dir, warum ich das Ding liebe. Okay, warum liebst du es? Bonnie. Morgen. Aber das Ding respawnt bitte nicht, oder? Also wenn ich jetzt hier hingehe und das Viech wieder lebt. Also ich hoffe, das ist so ein One-Time-Daily. Oh, Digga, besser ist es. Warum ist das Viech so stark? Und du hast gesagt, noch ganz mutig. Wenn ich ganz mutig bin, soll ich hier hingehen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich ganz mutig bin, aber ich gehe da trotzdem hin. Egal, Kiyoshi. Hast du auch einen brasilianischen Namen dann? Nee. Nur einen japanischen. Kiyoshi Hm. ist nicht. Nein, das war nicht. Hast du Avatar Herr der Elemente geschaut? Hm? Hast du Avatar Herr der Elemente geschaut? Nein. Schade, da gibt's nämlich Avatar Kiyoshi, das habe ich schon gesagt. Die war 230 Jahre alt. Du erinnerst mich daran. Wegen dem Namen. Dann, ja. Wollte ich nur gesagt haben. Na gut. Froschboleli sagt, wir wollten starke Gegner, aber Leute heulen halt, wenn gute Rewards hinter starken Content ist. Und das Ding droppt einen Scheiß. Darum ist es überhaupt ins Game gekommen. Ach so. Ja, okay. Okay. Macht halt eigentlich wenig Sinn, dass man hinter starken Content nur richtig wenig Rewards setzt. Aber das ist halt Genshin Impact allgemein, so dass du mit wenig, irgendwie so, mit wenig Investment so 95% aller Rewards bekommst und halt erst mit ultra hohem Investment halt, was weiß ich, oder mit höherem Investment 98% bekommst und mit ultra hohem Investment erst 100%. Aber dass du halt sozusagen alle wichtigsten Sachen einfach so richtig easy bekommst. Was natürlich ein bisschen understandable ist, weil es ein Gacha-Game ist. Sehr viel Luck-based. Und es ist ein
Die ist nun mal ein Casual Game, was aber halt noch ein bisschen noch Schwierigkeit haben soll für die Leute, die ein bisschen mehr committen. Wie du und ich. Aber es ist halt trotzdem ein bisschen schade, weil dann lohnt sich das alles theoretisch überhaupt nicht. Ich will nach dem zweiten Boss deine Meinung wissen, welcher schwerer ist. Das ist ein anderer Boss. Okay. Du hast gesagt, wenn ich ganz mutig bin, dann heißt es wohl, dass der nochmal deutlich schwerer ist. Also das muss ja was heißen. Felix, Ja? du redest sehr viel, aber das ist gut. Und du musst aber... Versuch mal irgendwie, guck mal. Das Ding ist, Kiyoshi redet nicht. Adventure time. Weil ich Kiyoshi, weiß was auch ist dein Lieblingsessen? Das habe ich ihn auch gefragt, er hat mir aber nicht geantwortet. Kiyoshi, du musst Ramen-Nudeln sagen. Weil das ist auch meins. To be honest. Aber du musst es sagen, weil, you know, Ostasiaten. Wobei du bist nur so halb, das heißt, das muss nur so halb dein Lieblingsessen sein. Kann auch was anderes Kiyoshi sein. ist dein Lieblingsessen, sag jetzt. Ganz free. Essen ist einfach geil, aber so fast jedes Essen ist geil, außer Wassermelonen. Ich verstehe mal nicht, was du gegen Wassermelone hast. Ich mag es einfach nicht. Ich kann doch auch nichts für meinen Du bist Geschmack. einfach weird dafür. Dankeschön. Jeder, der kein Wassermelonen mag, ist objektiv einfach schlecht. Okay, sorry. Entschuldige dich. Nee. Ich wurde deswegen mal beseitigt. Und man wollte mich zusammenschlagen, weil ich keine Wassermelone mag. Oh, ich habe gecrittet mit meiner 5%igen Benny-Crit-Rate. Juhu. Benny's Ich kill noch kurz das Viech für ein bisschen Gold. Ich meine, Boah, Felix, du bist schon ein bisschen alt, ne? ja, Du bist einfach ein Rentner. ich habe noch nicht mal angefangen zu studieren. Ich bin nicht mal fertig mit der Schule. Was für Rentner. Warte, welches Dings gehst du? Also wenn ich jetzt in Rente gehen könnte, ich würde es gerne nehmen. Jetzt mal ganz ehrlich. Kann man sich mehr auf andere Sachen konzentrieren als nur Schule. Da hätte man nicht mehr diesen Stress. Ich glaube, mein Opa geht bald in Rente. Ich weiß es gar nicht. Oder war es meine Oma? Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Egal. Nur das Dingebiss kommt, ist aber wirklich... wenn das Dingebiss kommt, ist es aber wirklich over. Das werden nur verschwitzte Whales clearen können. Aber ganz ehrlich. Also das ist... Da Yelan ja nicht mal Schaden machen kann, kannst du nicht mal Yelan C6 benutzen. Das ist ja bodenlos. Also... das hat mich jetzt ja wieder gedauert. 5 Minuten für ein Level 93er und das nimmt ja exponentiell zu. Das heißt, ein 100er wird mich wahrscheinlich allein 10 Minuten dauern und... Holy fuck, what is this? Hier ist auch noch was? Hier ist auch noch so ein Magic Circle. Aber hier sind keine starken Gegner. Sofern. Also, zumindest sieht es so aus, wenn dort kein starker Gegner ist, also passt. Und wenn dort am Ende hier so ein kleiner Fluffy Dog ist, auch wieder an dieser Spitze, aber halt so ein anderer Fluffy Dog. Ja. Das ist einfach. Hab 10 Sekunden geschafft. Was ist das überhaupt? we go. Soll ich einfach nur die Dings besiegen? Weiß nicht mal, was ich machen soll. Spawn einfach Viecher an, sehr gut. Wo ist das zweite? Yoshi? Jetzt chillt irgendwo da oben. Ah, da. Yoshi? Hm. Erzähl mal ein bisschen über dich. Gibt nichts zu wissen. Der sagt immer, wenn du nicht langweilig und darf nichts erzählen. Bist du Realschule, Gymnasium? Mhm. Okay. Hast du vor, nach dem Abitur zu studieren? Oder hast du vor, Abitur zu machen? Oder willst du vorher aufhören? Du willst studieren? Was willst du studieren? Weiß schon nicht. Wirklich nicht? Hast du keine Stärken, keine Schwächen? Sag mal. Nee. Deutsch. Deutsch ist deine Stärke. Willst Germanistik studieren? Nein, Schwäche. Schwäche. Besser ist es. Ich hasse auch Deutsch. Wie kann man in Deutsch schlecht sein? Ich will ja nichts sagen. Also, du bist hier halt auch... Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber... Nee. Deutsch ist einfach bodenlos. Wird nicht halt akzeptiert. Ich kann halt nur... Was kann ich denn nicht? Ich bin eigentlich gar nicht schlecht in Deutsch, sag ich ehrlich. Das Ding ist, ich hatte vorher auch ein Gymnasium-Empfehlung, aber ich bin nicht gegangen, weil ich nicht gegangen bin und ich glaube, ich bin sehr froh darüber. Okay. Aber ich war gut in der Schule.
Okay, ich weiß nicht, irgendwie habe ich ein sehr passives Team dabei. Das ist vielleicht nicht so unbedingt das Beste, einen Gegner zu killen. Enigmatic Page. Aber 10 Primus. Yoshi, Hm. erzähl noch mehr über dich. Es gibt das letzte, was ich denn Was erzählen. hast du für Hobbys? Gar keine. Hobbylos. Was? Er Keine? ist hobbylos. Was machst du denn so den Tag lang dann immer? Aber ich schlafe ganz Zeit, essen, zocken ein bisschen. So. Was zockst du? Was esst ihr zu Hause so? Ich weiß mir letztens. Ich mache verschiedene. Viel Spaß hat mit dir. Hast du irgendwelche Talente? Bestimmt. Ja. Nein. Du bist ein Asiate, du musst Talente haben. Er sagt, sein Leben ist langweilig, er ist talentlos, er kann nichts und hat keine Hobbys. Aber irgendwie ist das eine Lüge, weil ich weiß, er kann irgendwas. Also er ist gut in der Schule eigentlich. Will er einen davon überzeugen, dass er dieser typische Isekai-Main-Character ist? Safe. So der so überhaupt nicht aussticht, gar nichts kann und dann so, ja, ja. Er kann aber halt voll viel. 10k Mora von so einem komischen Vieh? Okay. Er kann alles. Ich weiß nicht, was der Typ nicht kann. Kannst du einen Quadruple Backflip vom Stand aus? Auf einem Bein? Junge. Übertreib nicht. Aber mach in der Luft einfach, drehst du dich einmal um, machst eine doppelte Schraube und dann Frontflip nochmal. Boah, ich habe mich letztens so verdreht, ne? Das hat sehr weh. Allein letztens, das war vor 3 Jahren. Das ist in etwa ein Viertel deines Lebens. Okay. Wie alt bin ich? So, Warte, ich jetzt. weiß nicht, was ein Viertel ist. Ah doch. Nee. What in the world is this? Das ist ein Spectre. Oder? Es ist ein Hydrospectre. Bitte sag mir nicht. Das. Hier ist nicht mal ein TP-Point direkt in der Nähe. Warte, ach Mann, okay. Ich sehe Kirsti, schon. warum lädst du dir nicht Genshin Impact runter und spielst da mit Felix zusammen? Ich glaube, er hat gar keinen Bock drauf. Hat er auch nicht. Kein Weg gratis. Das Ding ist, Kirsti sagt immer, er hat keine Freunde und er braucht Freunde. Dann müssen sie proaktiv werden, mein Freund. Okay, ich mach's selbst nicht, aber genau. Warte, Felix, wo lebst du nochmal? Das sage ich dir jetzt Nee, nicht. Mainz oder so, ne? Wer weiß. Und das für mich ein Jahr. Wenn du meinst. Na, ich weiß nicht, wo du herkommst, Mann. Ich habe dir extra eine sehr, sehr unleserliche Antwort gegeben. Ob es stimmt oder nicht. Ich sag, es stimmt. Okay. Oh, sorry. Oh, ich habe schon wieder gecrit mit Benny. Irgendwie ist deine Crit Rate gefühlt so 20. Bis jetzt sieht er viel leichter aus, jetzt mal ganz ehrlich. Der ist ja voll friedlich. Macht gefühlt gar nichts. Hat er mich überhaupt gehittet bis jetzt? Ist er auch, wollte dir nur Angst machen. Ah ja, gut, okay. Ja, Digga, der hat mein Shield nicht mal zerstört mit einem Hit. Geschweige denn mich danach draufhin noch ge-one-hittet. Weil der andere hat mich mit einem Full-Diona-Schild das komplette Shield zerstört und dann noch mein Mechanin ge-one-shottet. Das war der andere Bastard. Und der hat viel weniger HP, habe ich das Gefühl. Es geht viel schneller gerade. Kirshi. Und das ist ja erst ein Diona-Shield, von dem wir hier sprechen. Das ist ja nicht mal ein Kirara-Shield oder ein Dings-Shield. Oder Zhongli-Shield. Also der ist ja viel leichter. Ninjane of the Lake. Ich habe ein Artefakt bekommen. Hey. Ich finde den anderen viel schwerer. Ja, Digga, der andere ist ja bodenlos. Also, der hier ist ja wirklich bodenlos. Bonnie.
Das ist, glaube ich, der richtige Pin. Bonnie. Gibt's noch mehr davon? Sorry. Felix? Ja. Oh mein Gott, aua. Du hast keine Haustiere, gell? Nö. Ja, hätte mich auch gewundert. Hutao Kukina Hida Zhongli. Think about it. Ja, klingt sehr stark. Hyperbloom plus Wave, ja. Hyperbloom? Junge, warum ist Yoshi eigentlich schon wieder weg? Ah ja, doch, natürlich Hyperbloom, aber ab und zu noch vielleicht Burgeon. Wieso ist Kyoshi schon wieder weg, der Eselkopf, Alter? Weil unendlich Hydro Aura. Achso, ja, gut, stimmt. Ich habe halt immer noch kein gescheites Hyperbloom-Team, aber passt. Digga, das sieht so krank aus. Katzenvideo. Ja, Mann. Stark. Ja, der hat gesagt, der hat dich vermisst. Ah, okay. Gut. Aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Ah ja, das müsste man testen. Ja. Alter Froschboleli, du bist wirklich... Du hast gesagt, geh da hin, ich will das Ding angreifen. Es killt einfach meine Ayaka mit einem Schuss. Und zwar wortwörtlich einem Schuss. Der verwandelt sich in eine scheiß Pistole. Ah, Mann, ich hab keinen Bock, wirklich. Der Moment gerade eben war halt wirklich heftig. Hast du nicht erwartet? Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ich dachte, das sieht doch aus wie so Teile, die sich nicht mal wehren. Kennst doch diese Seebären da, ne? Seehunde heißen die, glaube ich, eher. Aber genau, diese Seehunde, die wehren sich nicht mal. Und dann diese Hydro-Idol, die sind ja auch voll schwach. Kannst auch easy killen. Und dann denke ich mir, ja, eine Mischung daraus. Okay, das ist ja bestimmt süß. Und dann sehe ich einen Bossbar, denke ich mir, okay, hat er vielleicht so 200k HP? Maybe. Das wäre sogar schon viel. Und dann, nein, das Viech hat irgendwie 5 Millionen. Und one-shottet mich dann noch. Wo ich dir gesagt habe, geh mal dahin, dass da einfach Floor 14 ist. Ja, einfach auf einmal. Die haben ein neues Feature hinzugefügt. Aber hey, wenn du es zum ersten Mal besiegst, kriegst du ja sogar ein Achievement. Das heißt, du kriegst Primus sogar. Das heißt, vielleicht könnte man es ja wirklich als Floor 14 bezeichnen. Mit einfach nur Diminishing Returns, was die Belohnung angeht. Oh, Digga. Das war genug Aufregung für heute, ey. Mit sehr starken Diminishing Returns. Das sind irgendwie 5 Primus, oder? Von 5 zu 0. Nee, Trust, das ist schon so ungefähr passend. Wie viele Bilder willst du mir noch schicken? Sushi. Und... Du schickst mir wirklich mehr Bilder als Froschboleli, wenn Leaks rauskommen zu einem Charakter. Ja, sorry. Ich darf das aber auch. Maybe gibt es noch mehr. Weißt du es oder weißt du es nicht? Und man muss die halt noch erst finden. Ich will erstmal noch ein bisschen meine Map hier erkunden. Hab bisher erst die beiden gefunden. Achso, kennt man die schon? Vielleicht? Also steht es schon online? Moment mal. Aber die hast du selbst gefunden. Okay, Fontaine, Hydro, Bosses. Also ich sehe gerade online nichts von den Leuten. Ja. Die haben, ja, das findest du gerade online auch noch nicht. Aber das macht doch Sinn vielleicht. Wie viele noch? Wie viele Bilder noch? So lange, bis ich keinen Bock mehr habe, wie gesagt. Oh, Cedric hat mir einen Snap geschickt. Niemand kannte die Dinger. Digga, Kontaktabbruch, wenn du speicherst. Warte. Niemand kannte die Dinger. Es war so lustig gestern von allen TCs und sonst Streamern ihre erste Reaktion zu sehen.
Mann, einer der seltenen Momente, wo ich mir wünsche, ich hätte eine Facecam. Nein, bitte nicht. Warum? Nix, alles gut. Du weißt nicht mal, wie ich aussehe. Tja, was denkst du? Was denke ich? Du denkst, dass ich es nicht weiß? Natürlich weiß das nicht. Ich weiß, dass du es nicht weißt. Kannst es nicht mal Ach wissen, so. weil ich online noch nie meine Fotos geteilt habe. Nee, du nicht, aber vielleicht jemand anderes. Nö, auch nicht. Es gibt nur wenige Leute, die Hm. Fotos von mir haben. Ja, Ach so, ja, vielleicht okay, der kennt greift mich doch an, aber wenn der am Strand liegt, würde er mich nicht angreifen. Bro, pisst sich einfach? Komm her! Ich will dich töten! Ja, das ist es. Er hat nicht mal was gedroppt. Scam. Ah Mann, ich ich muss jetzt glaub's auch dir, gleich, dass man da austickt. Also ich bin ja auch ausgetickt. ich muss auch gleich gehen, deswegen muss ich noch ein paar Bilder schicken und so. Oh, das Bild wollte ich Okay, dir nee, gar warte, nicht ich gehe da schicken. nicht hin, da würde ich eine World Quest starten. Ich hab einen Fehler heute schon aus Versehen auf einem anderen Account gemacht. Ich habe aus Versehen eine World Quest gestartet, indem ich zu diesem TP-Point gegangen bin. Darauf habe ich jetzt keinen Bock und Wie das ist auch noch stehst so du eine zu große BMW? World Quest. Was? Wie stehst du zu BMW? Erstmal, das Bild ist wieder grauenvoll, das du mir geschickt hast, und zwar zur BMW. Was soll ich dazu sagen? Es ist eine deutsche Automarke. Beide und wer? Hat ein paar Findest du nice BMW? Autos, aber es gibt bessere. Hm? Was er sagt? What in the hell? Was denn? Das ist mein Huh? Bruder. Wie findest du ihn so? Der arme Bre. Würdest du ihn daten? Felix, warum hast du keine Freundin? Weil ich mir nie einen Effort dazu gemacht habe. Ich würde sagen, das ist eine recht Ich leichte fand Antwort. diese eine aus deinem Kurs oder so ganz nice. Was? Du fandest doch irgend so ein Mädchen ganz nice. Und? Ja, ist daraus was geworden oder nicht? Nein. Weißt du, dass du sie nice findest? Ja, kein Plan, Mann. Also nicht. Wieso redest du denn nicht einmal mit ihr? Und die ist meine Banknachbarin. Banknachbarin, was heißt das? Sitznachbarin, nevermind. Achso, okay. Ja, aber wieso redest du denn nicht mal? Achso, also, warum hast du ihr das nicht mal gesagt? Weil das Sachen, generell Schulsachen sind immer ganz awkward, das macht man einfach nicht. Und zweitens, Ja, das habe ich auch gelesen. gibt es so etwas wie Grundprinzipien, nur weil du jemand physisch attraktiv findest, heißt es nicht gleich, dass du auch die gleichen Grundprinzipien besitzt wie eine Person. Wenn sie sagt, sie will Was niemals für Kinder bekommen, Grundprinzipien? dann wird es sowieso niemals was anfangen. Was? Ich frag dich auch Grundprinzipien heute. halt einfach was du denkst. Was für Werte du hast. Egal. Kannst die ja nicht freezen, aber aus irgendeinem Grund kannst man die Dinger Also ich weiß petrifizieren nicht, mit Jongli Ult. Hab so ein Ding weiß gar nicht, angreifen sehen. Bin kurz weg. Alles klar. ja, ich muss einen Kuchen backen gehen gleich. Okay. Mach das. Ich schick dir einen per Post. Hey, das ist voll cool, aber dieses Feature hier. Oh, das Viech kann ich killen. Junge, Felix, Was? dein Name passt gar nicht zu dir. Warum? Ich muss immer an meinen Cousin denken. Es tut mir leid, dass Felix nicht zu mir passt, in deinen Augen. Erstens passt es nicht zu dir. Zweitens, mein Cousin heißt auch so, deswegen muss ich immer denken, ich rede mit meinem Cousin oder so, nur halt. Ja? Genau. Aua. Ist okay. Änder mal deinen Namen oder wir nennen dich nur bei deinem Zweitnamen. Den habe ich irgendwo in unserem Chat übrigens auch noch. Ah, ich glaube, ich lösche mal die Nachricht. Ich habe sie aber selber dir schon mal geschrieben. Fuck. 22.01. Ach, Felix, ich werde das nie vergessen. Was, wann geht das? Oh, hier ist ein Hydro. Cliss. Geil. Oh mein Gott, was habe ich dir früher für Bilder geschickt?
4.11.2022. Hä, Was? kennen wir uns schon so lange? 26.10. Weißt du noch, als ich jemanden gezwungen habe, deinen Namen zu stöhnen? Was? Ich habe mal jemanden gezwungen, deinen Namen zu stöhnen. Oh nein, Ach ja, kann sein. Mein Gott, wir kennen uns seit dem 26.10. Wir haben bald Jahrestag. Was für ein Jahres. Beziehungsweise haben wir da das erste Mal geschrieben. Davor waren wir aber auch schon ein paar Mal im Call. Ja, Felix, wir haben bald Jahrestag. so ein Jahrestag. Jahrestag für was? Ja, Kennding, Beine, Kennenlernen. Phase. Was für Kennenlernphase? Kennenlerndings. Hä? Wir kennen uns bald seit einem Jahr. Und deswegen Und? haben wir Jahrestag. Ach, du musst das nicht verstehen. Ich dachte, ich kenne dich erst seit Anfang des Jahres. Aber da habe ich wohl falsch gedacht. Ja, man kann hier voll gut Mora sammeln. Oh, was ist dein Lieblingseis? Ah, kein Plan. Wassermelone? Nein, das schmeckt ein bisschen zu Künstlich. künstlich. Aber Wow. ich bin nicht mehr der größte Eisesser inzwischen. Das ist keine Ahnung. Aber Mango-Eis ist schon Weg, muss ich sagen. Oh, Mango-Eis ist geil, aber ich finde Pistazien-Eis geiler. Nee, ich nicht. Too hot to handle, was? Das ist so eine Serie. Ich frage mich, warum Aber- das Achievement so heißt und was ich gemacht haben muss, dass ich das bekomme, eher. Ich weiß, dass es... Wusste ich, dass es eine Serie ist? Ich kannte auf jeden Fall diesen Begriff. Ach, das war so eine komische amerikanische Serie wahrscheinlich, oder? Das ist keine gute Serie, das ist so eine Dating-Show. Oh, komm. Aber Ja, die ist sehr egal. komisch. Was? Du findest Dating-Shows geil? Was? Habe ich nie gesagt, hä? My will embody. Hold the line. Take flight. Whirling snow. Habe ich inzwischen das Event abgeschlossen? Habe ich alles gemacht? Habe ich genug Hydro-Eidolons gekillt? Habe ich, ja. Die heißen nicht mal Hydro-Eidolons, aber die sehen so aus wie die von dem Event in der letzten Version. Felix, Tainted Hydro Phantasm. Was? mittlerweile bist du ja nicht mehr alleine, ne? Ne. Das heißt, ich kann jetzt eventuell gehen. Also ich würde gerne bei dir bleiben, aber ich habe noch viel zu tun. Ich habe nie gesagt, dass du da sein musst. No offense. Ja, aber das mache ich aus Nettigkeit und so. Okay, aber da musst du mich doch nicht fragen, ob du gehen kannst oder nicht. Doch. Ich habe ja nie danach gefragt. Erst recht Okay, nicht sorry. gezwungen. Also bin ich unerwünscht. Ja, weißt du bist sehr unerwünscht. Dankeschön. Ich sammle erstmal meine 420 Primus ein. Ich mag das Event, das ist gut. Davon müsste es mehr geben in Genshin. Okay, Felix. Ja gut, dann ciao ciao. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und Abend und keine Ahnung was. Vielleicht hört man sich später nochmal. Und viel Spaß beim Ja. Genshin Impact spielen und Danke. so. Dir auch noch einen schönen Tag. Ciao ciao. Dankeschön. Tschüss. Kiyoshi ist auch nicht mehr da, also kann ich gehen. Ach, okay. 25 Primus von was? Achso, ja. Nee, jetzt weiß ich wieder. 20.964. Das sind 131 Puls. Oder? 131? Fragezeichen? Ja. Easy. Weil man weiß, dass man erstmal 125 hat. Wenn man 20.000 hat, wegen
16.000 plus 4.000. 16.000 sind 100 Puls, 4.000 ein Viertel davon sind dementsprechend ein Viertel, also 125 Puls. Dann hat man nochmal plus 800 und wenn man noch über 600, nochmal plus 800 ist nochmal 5, also 130 und weil ich 964 habe. Ich esse jetzt scharf. Alles klar. Ist gut scharf, das ist was, oder, ne, ist egal. Ich mag scharf. By the way. Also ist was sehr Scharfes, das muss man machen. Guten Appetit, I guess. Ciao, ciao. Warte, genau, dann ist man halt bei 130 und da hat man halt noch 960. Das ist nochmal ein Pull mehr, also 130. Warum ich das sage, ich habe keine Ahnung. Bro, was macht dieses... Was macht die Mücke hier? Ah, fuck, ich hab meinen Ellenbogen angeschlagen. Das tut ein bisschen weh. Was ein Kack. Ja, ich habe in etwa 3000 mehr Prime Gems auf diesem Account wie auf dem anderen. Ich weiß nicht, will ich auf dem anderen Account vielleicht mir Linne kaufen? Nicht kaufen, sondern... Dings. Ich auch. Gute Besserung. Okay. Ich weiß nicht, ob ich dafür eine gute Besserung brauche, aber ja. Danke, I guess. Ich könnte mir hier noch einen Pool kaufen. Ich glaube, jetzt kriege ich nochmal 2000... Ne, habe ich schon. 1500 wäre es sowieso. Was will ich jetzt machen? Ich glaube, ich mache jetzt Jahr-Conquest tatsächlich. Ich bin jetzt erst seit 1,5 Stunden drin, aber ich glaube, wenn ich jetzt Jahr-Conquest mache, kann es ein bisschen dauern. Das heißt, bevor ich Jahr-Conquest mache, würde ich mir noch schnell etwas zu trinken holen. Oder irgendwas. Moment. Bisschen zu erkunden wäre aber halt auch nice, natürlich. Ich habe gerade wenig Exploration bis jetzt. Ich würde sagen, hier erstmal. Kann ich ein bisschen entlang rennen. Hä? Ey, das ist cool. Jo. Oh, man kann hier drauf laufen. Ich kann über Wasser laufen, ich bin Jesus. Wave Riding Adventures, okay. Brings a smile to my face. Oh. Kann man mehr davon einsammeln? Ne, nur eins gleichzeitig. Das ist cool. Ah. One with nature. My apologies. Hey, das ist voll cool. Take So ein bisschen Yeah. Levels sozusagen, die man aufsteigen muss. Wie viele gibt es da noch nach oben? Weiter? Okay, jetzt gerade erstmal... Okay, bilden die sich dann einfach, wenn der eine stirbt? Ah ne, das war jetzt... Das war's jetzt. Das nimmt man mit. Ah, das ist einfach die Spawn, okay. Das ist cool. Gefällt mir. Okay, mal kurz was nachschauen. Online. Wo ist Fontaine Reputation? How to unlock Fontaine Reputation. Ich würde das mir vielleicht sogar kurz anschauen. Oder? Hello guys, welcome back to Ah. my channel. In this
Ich mach's mal, ich brauche keinen Ton. Ich schaue es mir schnell an. Okay. Also, wie gedacht, ich muss Archon Quest erledigen. Das heißt, ich mache jetzt die Archon Quest, ja. Oder? Ja, komm. Ich will sie, um ehrlich zu sein, nicht machen. Weil die erste hat schon so saulange gedauert. Ich habe keinen Bock auf die... Ich habe keinen Bock, die jetzt auch noch zu machen, aber... Ja. Ich glaube, bevor ich das mache, hole ich mir eine kurze Auszeit. Ich hole mir was zu trinken. Also ja. Und ich bin wieder da. Ich würde sagen, jetzt kann ich dann anfangen mit der Quest. Enter Hotel Board. I came here several times with my father when I was little, but stopped eating here as often after growing up. I hope the food here will be to your taste. Ich habe vergessen, dass ich den Ton hätte lauter stellen sollen. Das heißt, ich mute mich einfach, bis jemand wiederkommt. Oh, don't worry. We haven't eaten at a hotel like this in a while. Paimon's getting excited already. In that case, I'll go order for us first. Please wait here a moment. Ooh, everything looks so good. People in Fontaine sure know how to enjoy life. Why, of course. Go ahead, try whatever you like. If the food's good, I'll make a group reservation for the rest of Spina di Rosula next time. And if it's not? Well, then I'll still bring everyone. Albeit with only one dish per table. You, sure have your own way of doing things. Oh, we called this a farewell meal, but we could also treat it like a victory feast, right? We did just win that case after all. Oh, true. Very true. In that case, boss, we'll have another 2 dishes. Huh? Paimon didn't mean that you had to order even more food. Speaking of cases, do you think that the mastermind behind the serial disappearances will get caught soon now that this has all happened? Well, we've certainly taken a big step forward, but I feel that's about it. We know that there's an organization that means to dissolve these young women, but we still don't know what they are really after. If it hadn't happened right in front of us, Paimon wouldn't have ever believed that a person could be dissolved like that. Right? Yet it was because this was such a preposterous notion that the investigation could never really move forward before. Ugh. If only that guy could have finished speaking. We were so close to hearing who was behind it. In such investigations, even the smallest step can seem like a yawning chasm if the trail of clues is cut off. To be honest, I don't have high hopes for any follow-up that the authorities might conduct. It's not that I don't have faith in their ability, it's just that a different perspective is required in some matters. It's easy to guard against and deceive a single narrow perspective. A shift in thinking is required at such times in order to produce a breakthrough, which is exactly why the Spina di Rosula exist. Those highfalutin folk are not all-knowing. That's why we exist, to seep into the cracks where filth falls through, where their watch fails them. That's the kind of problems we solve. Seems Paimon thought things were simpler than they actually are. It's all right. Well, this was supposed to be a farewell meal, so I doubt you have further interest in this business, right? Let's talk about something else. Like, what are your future plans? That's true. We didn't have a chance to speak to her after the trial ended. It didn't really seem like the right time or place to do it anyway. I see. So, your primary objective, which has been foiled so far, was to have a chat with the Hydro Archon. I've heard that there's a long line of people waiting to meet Lady Farina. I suspect you'll be waiting for quite a while, considering that you missed your chance today. Yeah, we've heard that she's super popular here in Fontaine, and that it'll be tough getting any of her time.
Well, would you consider some more, unique ways? Perhaps even methods of, let's say, questionable legality? Guess that's Spina di Rosula's boss for you. Chock full of sketchy ideas. Well, what did you have in mind? Well, one way would be to infiltrate a performance troupe at the Opera House, only to abandon your act at the play's climax and ask to speak to her after the performance. I'm sure Lady Farina would be eager to see the ending, and would agree in order to finish watching the play, don't you think? Could you suggest something a little more practical? This plan seems pretty hard to pull off. We'd have to go learn how to act, and acting's really hard. All right, here's another. Find a way to conceal yourselves under her bed. Then wake her up in the dead of night and demand answers. Don't let her go back to sleep until she answers all your questions. I can personally testify that this one works. When I'm sleepy, I'll do anything as long as I can finally get some sleep. That might work, but that's not really the problem. The problem is we don't want to get ourselves arrested. Ah, valid point. I overlooked that part. I was just thinking about leveraging a person's desire for sleep. All right, no more joking around. Perhaps you could... Oh, I don't know. Cut the line when she's on a break. You did defeat her in court, clearing citizens of hers from false accusations. False accusations she had nearly upheld personally. I imagine that she feels quite ashamed about the whole thing. You mean that if we catch her while she's on a break, she might be too embarrassed to refuse? Oh, that does make some sense. Why don't we give it a try after this meal? You know, strike while the iron is hot and all. Huh? Paimon, did you drink my Fanta? Was this your drink? Sorry about that. Paimon wasn't really paying attention and the cup was right next to Paimon. Would you like to order another? No, it's fine. We're just about done here. Alright. Honestly, Paimon wouldn't recommend Fanta anyway. It tastes kind of salty and icky. Is that so? Huh. Well, in that case, we'll have to blacklist the Fanta here then. If we're all finished eating, then I'll go pay. Yeah, we're stuffed. Thanks for the treat, Navia. Das scheint so, wenn ich jetzt die Lautstärke wieder erhöhen kann. Das wäre big. Oh, so Vielleicht nicht. full. Paimon can barely float anymore. Can't you see Paimon's barely an inch off the ground? Okay. As for expenses this month, we're left with... Hey, Navia, what are you doing over there? Oh, nothing. It was just a meal, you know? Nothing the Spina di Rosula can't cover. Let's get ready to try to meet the Hydro Archon again. Da meine ich, das ist sowas wie ein Mona-Move jetzt am Ende, den sie So macht. this is goodbye, huh? Well, Ja, if you nee, do safe encounter nicht, any aber other trotzdem. trouble in Fontaine, you're always welcome to contact the Spina di Rosula. I'll give your request the highest priority. In any case, I wish you smooth sailing. I'll see you again, partner. See ya! Okay, jetzt kann ich es auch wieder lauter stellen. Act 2. Oh Mann, das wird dauern. Ich mach's wieder auf 8. Warum muss ich jetzt dorthin gehen? There aren't many people around anymore. Looks like that boat we took to Araneas might have been the last one. Vache.
So Vache. Looks like we're back here again. Huh? Traveler? Are you hearing voices again? Yes, and it's clearer than it was during the day. Ugh. Yeah. That's kinda spooky. Are you sure we don't want to come back in the morning? Vache? Vache? Der, die labert die ganze Zeit den gleichen Scheiß. Hey, why are you still walking towards it? Things are There getting a might be little something blurry. nasty in the water. Huh? Hang on. Paimon can kinda hear a voice. It's calling for Vache, right? Hey, traveler! Stop walking! Come on, wake up! What the fuck? Where's this? Vache? Are you... my dear Vache? Halt die Fresse. No, wait. You seem to be someone else. Do you know Vache? Do you know where my love is? Absolut nicht. I'm... Wait. Who am I? I'm very sorry. I fear I do not know. My memories feel like they have been washed away like a flood. So many fragments dissolved amidst the tide, never to be recovered. How much have I lost? How many things that I once held dear while on land have I since forgotten? You were once human. Yes, That- that is what what the I fuck? was once. But now, I am but the consciousness of one who is lost, therefore. You lost your form. Okay. I do not know how I came to be like this either. I only vaguely remember being covered in light blue water, and then all grew dim. Light blue water, could that have been... Could she be one of the girls who were dissolved? I also remember going to many places. I loved adventure, loved exploring places of peril. No matter where I went, Vache would go with me. I knew how dearly he loved me, and I also loved him equally as much. But now, we can no longer go back. The pain of such parting, I never knew how heavy it could be. Okay, so you need me to find him. No, our reunion no longer has any meaning. There is no way for us to create any new memories. Wie atme ich so fett ins Mikro rein, wenn es nicht mal... Hä? Ich verstehe es So let wirklich it nicht. lie forgotten beneath the waters. If you meet Vache, tell him not to look for me. Tell him to move on. That is the only thing I still remember. I believe it will be hard for him to forget. What the fuck? Was ist das für ein Gespräch? Perhaps that is so. As I was submerged in the waters, losing consciousness, I saw Vache above the surface. His eyes were filled with such sorrow, such longing. If only I could have comforted him, told him that I did not suffer. Indeed, I had felt a great warmth. That means Vache was a witness to the fact that you dissolved. Is that what you call it? Dissolving? If anything, I consider it a form of release. It was a state of neither fear nor frenzy, with only an endless peace, like the water's still surface. I could also liken it to being a thirsty person who drinks water for the first time, and only then sees how they have lived for so long in a world of endless want and anxiety. It seems that after the body is dissolved, some measure of the consciousness still remains. Okay. I think I hear your companion. It's time for you to go, I think. Is that Paimon? Ah, right. I wonder how much time has passed in reality. Farewell, then.
I am glad that you were able to sense my presence. Remember, if you see Vache, tell him not to seek me out any longer. Okay. Ja, diese Szenen sind so lang. Look out! Dual Blade, let's Dear go. God, it's a whole army of Gardamex. Chlorand? Child? Quick, now's our chance! Ah ja, Froschboleli ist eine Conquest. Ganz ehrlich, ich schwöre, wären 3D-Animes so 3D animiert, dann fände ich sogar einen vollen. I should thank you for Ich will nicht lending us gespoilt your werden. sword Alles there, klar. Chlorand. Ja gut, dann. But before I do so, could you explain how you managed to show up here? Du sagst halt, du musst die 2 Conquest freischalten, bis du Reputation Rewards machen könntest. Bis du Reputation Rewards machen kannst, deshalb mache ich das jetzt erstmal für Reputation Rewards. Weil ich will noch diese Woche in Fontaine die machen, dass ich zumindest eine Woche früher die Flüge bekommen kann. Aber ja, gut, dann vielleicht bis in ein paar Stunden, wenn die Quest um ist. Also ja. Ich mache jetzt noch mal. I followed you. It seemed to me that danger has followed you more closely as of late. Ja, okay. I believe that following someone without their knowledge is actually called stalking, is it not? Mr. Callus's last wish was for me to ensure your safety, and I will not betray his trust. He would do the same, were he alive today. Do not speak of my father! Sorry, demoiselle. I was not strong enough. Thank you for your aid, Miss Clorand, but do keep an eye out for your manner of speech. I believe we all wish to avoid unnecessary emotional harm. Sorry, I did not consider your feelings. Whatever. What else do you know? How did you come to the conclusion that I'd be in grave danger? I doubt I know much more than you, but I believe that the mastermind behind the serial disappearances is very powerful. Your performance tonight will almost certainly attract their attention. I'm sure they've known about me. To be honest, I'm shocked it's taken them this long to act against me. And what about these Gardamex? I thought only those associated with a Maison Gardiennage could control them. None of these mecha have serial numbers. I was sure to check a moment ago. They are not the ones used by the authorities to enforce the law. I can only conclude that some powerful or wealthy party must have obtained them via illegal means, deploying them as a private force of sorts. What? Your point being that they're out of Spina di Rosula's league, then? Yes. Be careful, and do not act rashly. I will continue investigating no matter what. We will bring the truth to light. That's my father's true last wish. Regardless, thank you for your help today, Clorand. But if you get any ideas, tell me first. I don't much appreciate being followed. I do not think that they'll strike again anytime soon. So I shall stop following you. Good day, all. Ich finde, Chlorand erinnert mich voll an wie ist es nochmal? An Shogun's Sim. Wie heißt die nochmal? I suppose that's the best news we've gotten today. Sarah.
Demoiselle, I believe that Miss Clorand was being sincere with you. Auch wenn sie eigentlich überhaupt nicht ähnlich sind, If bis we auf das tried, we Electro-Vision. could attempt to thaw relations a little. I know, I just... She's... Who was that? Die stand doch bei Dings. Die stand doch neben... Wie ist nochmal? Furine heißt die? Furina? Fosolo halt eben. Oh, thank goodness! Paimon thought we were done for! Na, Ayaka Freeze Those regelt Gardemex jeden came out of nowhere Gardemex. while you were unconscious, and Nadia and her gang saved us! Oh, and there was that champion duelist named Clorand who came out to save us too! We got lucky there. Paimon probably couldn't have fought them off otherwise. Thank you for the rescue, Navia. Oh, come now. Forget all that polite talk. That wasn't really a farewell meal we had back there. Not for me, anyway. In truth, I hope that every meal we have together shall be a victory feast. As such, we're still partners. There's no need to thank me. It will take 50 years for me to match Demoiselle's magnanimity. What the If it fuck? were me, I would have joined the Spina di Rosula on account of her goodwill long ago. All right, you two. That's enough. Actually, Navia, how did you know that we were in danger? You sure did show up in the nick of time. Well, to be honest, you're the one who tipped us off, Paimon. Huh? Really? Paimon contributed somehow? Ooh, Paimon's even more amazing than she thought! Yes, all thanks to you grabbing my drink by mistake. How did that help? After we parted ways, I was on the way back to one of our bases when I suddenly thought of what you said. That the Fanta tasted kind of salty and icky. Wait, do you mean that I thought it tasted strange as well, but I couldn't be sure? Was? Fanta only comes in sweet flavors. So how could it have tasted salty? The color of the drink, if I recall, had also been a bit off. So the Fanta had been spiked with water from the primordial sea? Sage. Yes. So if you hadn't drunk that cup for me... Spina di Rosula is preparing the grandest of awards for you as we speak for saving the boss. Auch wenn's aus Versehen war. Really? Okay. Otherwise we would have been, was? I sent people to Hotel de Boer to investigate. But whoever did this left no trace at all. That's when I figured out that you might be in danger and hurried here as quickly as I could. But why would they go after us too? All we did was defend Linny in court and help clear his name. Ugh, now we're caught up in this mess Ja, too, obviously, aren't du hast we? einfach das Objektiv von denen verhindert. Natürlich bist du dann gestoppt, hä? Oder Well, so bist you im did Weg. foil a plan that they were probably pretty proud of, and almost got their name in the process. Speaking of which, did anything strange happen when you drank the primordial seawater? Well, it can't be a coincidence that the traveler fainted just now. He said that he heard that voice calling for Vache again. Oh, and this time Paimon heard it too, but it was real faint. Does this situation have to do with the primordial seawater then? According to Lynette, the ability to hear voices like that has to do with one's sensitivity to the hydro element. Does that mean the primordial seawater raises someone's sensitivity to hydro when it's used on people who are not from Fontaine? Aber warte, ich will ja eigentlich noch erstmal meinen Hydro Traveler ausprobieren. Ich will mal wissen, was der für Fähigkeiten hat. That doesn't sound like too much of a bad thing, to be honest. I also gained some new intel. New intel? While you were out cold? Well, let's hear it, shall we? The voice in the fountain belonged to the one of the missing woman. A person named Vache was a witness when she dissolved. Oh, that is important. Okay. Vache. That name doesn't ring a bell. I suppose he hasn't stepped forward as a witness in court lately. Since he saw that young woman dissolve, he was at least at the crime scene. But he never gave testimony or any information regarding people dissolving in the primordial seawater. Could he have been threatened? Oder er würde denken, dass egal was er erzählt, Leute würden es nicht glauben, weil das ist, glaube ich, auch so das, was man denken würde. Egal. If he's still alive, we should try searching for him. Yes, thank you.
This is very important information indeed. We will continue to investigate. By we, you mean us too, right? Oh, you mean you'll help us investigate? Nein, bitte nicht. Well, you did say that our farewell meal didn't really count. That means we're still partners, right? And besides, we're in this now whether we like it or not. You're not gonna let those people who targeted us get off the hook so easily, are you, Traveler? Demoiselle, do Eigentlich try schon. not to look quite so pleased. You are the face of Spina di Rosula, after all. Mund ist ein You bisschen talk weit too much. tief. Well, in that platziert. case, let's head back to one of our bases, shall we? I'll arrange accommodations for you. Mir fällt jetzt erst auf, dass dieser Mund viel zu tief platziert ist. Es kann gar nicht sein, dass dein Jaw so... Also, wo sollten deine Zähne sein? Da müsstest du... Das macht ja von dem... Natürlich ist es ein Anime. Da sind generell alle Sachen übertrieben, im Normalfall. Aber trotzdem, rein anatomisch müsste der Mund ungefähr hier auf der Ebene sein, wo gerade ihre Nase ist. Ja, okay, vielleicht eher so hier, so zwischen. Aber das ist zu tief, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht wirklich möglich. Vor allem so ein spitzes Kinn ist schwer möglich. Ich habe auch ein relativ spitzes Kinn. Um genau zu sein, ein sehr spitzes Kinn, was ich auch selbst komisch finde. Aber dann ist der Mund halt eben, weil es so spitz ist, halt eben trotzdem höher platziert. Ah, ist egal. Ja, die Augen machen ja auch keinen Sinn. Bei Paimon sind die Augen so groß, wenn sie Bälle wären, würden sie nicht mal nebeneinander passen. In ihrem Kopf. We also have Aber some egal. plans to go over, and Mir jetzt erst hopefully we can aufgefallen, deepen our weil ihr... bonds as partners. But we'll take that one step at a time, I guess. Ist mir gerade halt eben erst besonders aufgefallen, weil sie so gelächelt hat und dieses Lächeln war so, alter, heilige Scheiße, der Mund ein bisschen zu tief. Keine Ahnung warum, das ist mir wegen dem Lächeln aufgefallen. Dass es halt so unproportional aussah, was natürlich Sinn macht, aber selbst für so Anime-Verhältnisse ein bisschen unproportional ist. Aber egal, passt, ich hab zu lange, ja, Scheiße gelabert. Don't worry, you two. With us around, our base is definitely secure. Kein Plan, was das für ein Achievement war, aber ich muss erstmal wieder mein Wasser erneuern. Also ja. Und ich bin wieder da. Okay. Wohin soll ich jetzt gehen? Ich habe keinen Plan. Go to the... Ich habe eigentlich noch voll viele TP-Points, die ich auch noch freischalten muss. Was ist hier bei Untergrund? Es gibt... Oha. Okay. Sieht interessant aus erstmal. Time to go. Spinner, die Ursula Stronghold. Das chillt einfach da. Okay. Warum auch nicht? It's right up ahead, but let's make sure we weren't followed first. I've been keeping watch, Demoiselle. I haven't spotted anyone suspicious thus far. Very good. But let's not let our guard down for now. I shall find rooms for our respected guests. Thank you, Malus. Now, let's continue, Traveler. Warte. Achso, kann man hier nach unten theoretisch? Ah, man kann. Ich glaube, hier kommt man dann auch so in den Untergrund. Ja. Achso, es ist tatsächlich auch hier. Man muss hier entlang. Gut. Das ist cool. Ich dachte gerade erst, man muss oben weitergehen dort. Die Musik ist nice. Gibt's hier irgendwas erkunden? Ja. Follow the wind. Die Atmosphäre ist voll cool. Wer bist du denn? Was machst du denn hier? Ich hab niemals V gedrückt. What the fuck? Take flight. Wasser, dass man nicht freezen kann. Man kann hier durch. Ayaka passt da durch. Achso, na gut. Jetzt aber nicht mehr, wenn man Wasser ist. Ah, okay. Irgendwas zu erkennen? Nee, schon nicht. Was machen Kinder hier unten? Warum bewegen die sich überhaupt nicht? Bewegen sich ein bisschen. Ich weiß nicht warum, es erinnert mich an so einen Anime. War es Cabaneri?
glaube, es war Cabaneri, an das es mich erinnert. So ein komischer Horror-Anime. Wo so ein Halb-Cabaneri ist. Und Cabaneri sind sowas wie Monster, die was fressen wollen. Irgendwelche Monster, die aus Menschen entstehen. Halt sowas wie Zombies. Aber halt, dass sie viel stärker sind als Zombies. Und was mit Metall oder sowas. Keine Ahnung, ganz ehrlich, ich hab die zu lange. Ich war zu lange her, als ich den geschaut habe. Aber ich glaube, es gab da so eine Szene, wo auch 10.000 Euro? Ja. Ja, es gab halt da so eine Szene oder eine Folge, wo man halt, glaube ich, in so einem Untergrund war. Vielleicht ist es auch ein anderer, mit dem ich so erzählt habe. Gut. Hier Untergrund gibt's halt schon öfters. Aber so in diesen... So wie es hier aussieht. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, ich höre mal auf, sowas Komisches zu labern. Ich fokussiere mich hier erstmal auf Viewpoint. Das sieht aber nice aus. Man kann hier bestimmt noch ein bisschen erkunden, aber... Die Sounds sind auch voll gut gemacht einfach. Wenn man drauf achtet, man achtet halt nicht drauf, aber das ist voll nice. This is your base? It's not quite what Paimon imagined. Your accommodations have been arranged. Under the present circumstances, I can confidently say it's the best we have. Thank you so much for my expectations. Well, our funds have been a little tight lately. Ja, aber wie siehst du aus? Was hast du für Klamotten? Die sehen aus, wie wenn sie irgendwie wirklich 1:1 100.000 Euro kosten würden, weil sie so spezifisch extra angefertigt sind mit so vielen Ornamenten und Details. What the fuck? Und ich rede von 100.000 Euro, was in Euro umgerechnet wahrscheinlich ein paar Millionen wäre. What the... Why? Ist egal. After all, we don't allow illegal or unethical profiteering. In fact, our funds often come from citizenry who support us. Seems like it's tough times for everyone. But if you have the support of the people, that does sound like it's worth it. To be honest, our financial situation was a lot better back when my father was in charge a few years ago. I'm afraid I'm not quite his equal. Your father... He was the previous boss of Spina di Rosula, right? How did he... Demoiselle, if you'll allow me to explain. No. I'll explain it myself. I suppose I couldn't run from this topic forever. And as partners, this is something I hope they can understand. Ich finde, das ist eine voll unnötige My father's name is Szene. Callus. Oder diese zwei Lines. Yes, the same one they call Callus the Unfaithful in the streets. 3 years ago, he was accused of murdering his own friend. But he chose a duel to defend his honor instead of standing trial. He died in the duelist's ring. Oh no. But I do not believe my father was a murderer. I'm sure he was set up. At the time, I believed that if he only stood trial and was duly investigated, something amiss would crop up and prove his innocence. But strangely, he not only requested the duel himself, but rumor has it that even after being seriously injured, to the point where he could be deemed as having lost the duel, he refused to surrender, determined to die in the arena. Tatakae! 3 years later, I still don't understand why he did that. How could he protect his honor if he's dead? If anything, he gave up his chance to defend himself. It does seem quite odd. Do you have any clues as to why? He's a true warrior. Spaß. Aber es gibt ja dieses sozusagen dieser Ehrenkodex, dass du auf dem Battlefield sterben willst. Bei manchen Serien zumindest, bei den Kriegern. The closest piece of info I have is that my father had been investigating the serial disappearances case at the time of his death. Ah, so that's why you're so determined to get to the bottom of that case. That's right. I've also tried to investigate the murder my father was implicated in, but I haven't found a single new clue in my countless reviews of the investigation records. However, I believe that if the murder case is related to those behind the disappearances,
They must know something. I must know what really happened. Was my father coerced? Framed? Even if he really did kill his friend, I must get to the truth. If only he'd been more open with me when he was still alive. He even hid the fact that my mother died due to complications when giving birth to me. And now, here I am investigating his death. You really are a handful, aren't you, Papa? Seeking the truth for the sake of your family, was? Achso, ja, true. You know, we're quite alike in this regard. Okay. Demoiselle, please, if there is anything I can do, anything at all. I also will never believe that Master Callus murdered anyone. There are none whom I respect more than the two of you, Demoiselle. Master Callus did so much good in life, yet all it took was one murder case for him to be dubbed Callus the Unfaithful. Even our supporters decreased greatly due to that incident, hence our strained finances at present. Wait, if Callus was such a good man, wouldn't people at least be a little suspicious when he was accused? No. Perhaps people just revel in that kind of drama. It's not something exclusive to people from Fontaine, really. Everyone's like that. People love watching the evil turn over a new leaf, but they also enjoy watching good people fall into an abyss from one slip-up just as much. But how could... Never mind. If Callus was really falsely accused, we have to find the truth. He didn't deserve to have that happen to him. There is one other thing. Master Callus's opponent in the duel was Ms. Clorand. Oh, her? Well, then, isn't that as good as saying that she was the one who killed him? Oh, um es genau zu sagen, 1:1, ja. Sie ist genau die Person. Okay. No wonder the mood was a little strange with, between the two of you. Yeah, that's not the sort of thing that you can just let go and move on from. Miss Clorand has always placed great emphasis on the honorable nature of the duel. If her opponent doesn't yield, she will not stop either. She knew Master Callus beforehand and greatly respected him, but seeing how he was resolute in the arena, there was only ever one choice she could have made. It's not that I don't understand her at all, but I just can't deal with this yet. Don't worry, Navia. Paimon knows how you feel. You don't have to force yourself to do that. Afterward, Miss Clorand told us that at the start of the duel, Master Callus requested that she ensure Demoiselle Navia's safety. Then that indicates... Yes, that is our understanding as well. Oh, Papa. What madness drove you to ask the person who killed you to take care of me? All right, anyway, that's the information I wanted to share with you. Even if it did sound like I was just complaining towards the end. No, it's alright. Thanks. You two should go and rest. This was quite a day after all. Yeah, everyone's beat. Please, relax and get some sleep. We will ensure you rest soundly. Oh. Paimon slept so well. This place feels almost too safe. Huh? Navia? Where did the other two go? I sent them back to Poisson. It's Spina de Rosula's place of origin, and where we have our headquarters. There's not much for them to do here at the moment. Paimon gets the feeling that you're just trying to get them off your back. But never mind that. When did you get back? Were you waiting here the whole time? No, I just returned after going out for a while. I did some investigating yesterday regarding the name Vacher. Wait, so you didn't sleep at all? How could I after having such critical new evidence appear?
Guess Paimon wasn't speaking for everyone just now, huh? Unfortunately, this name seems to have been wiped from existence. It doesn't seem to have a match anywhere. I suspect that those behind this have already taken steps to hinder an investigation from this angle. But that does prove that this Vache person is a key witness in the incident. Does that mean we're too late, though? No. There is one ray of hope. One place in Fontaine that they would find almost impossible to threaten, no matter how much they wanted to. And that is the archives kept by Chief Justice Neuvillette, a place where detailed files on all the cases in recent years are kept. If the Oceanid you met is one of the young women who went missing recently, we should be able to find some related information there. So Neuvillette maintains an archive of case files? Whew. Guess that's the hard-working Chief Justice for you. In that case, let's go talk to him, shall we? Aren't you coming along, Navia? Did you get tired? No, it's nothing. Let's go see the Honorable Chief Justice. Okay. Dann zum Chief Justice. The Palais is right up ahead. Come on. Irgendwie darauf immer zu kommentieren. Das ist. Ja. Please state your business here. The Chief Justice is presently occupied with official matters. Huh. This place does look pretty heavily guarded. Guess that proves that Neuvillette's files are really secure. Hey, don't you recognize us? Huh? Who are you? Just to be clear, I don't care who you are or who you might be related to. Our rules make no exceptions. See? They've got great discipline, too. Yep. Paimon can tell. If you're here just to crack jokes, I can point you towards the exit. Unlike some, we're busy, so please leave if you don't have a reason to be here. No. What I meant to say is, shouldn't you remember us from a few days ago? We were at the trial of the great magician Linny. Oh, yes, I remember. I read about it in the Steambird. You must be Linny's attorneys. It's all coming back to me now. We're here today to report and archive some information on a follow-up case. Huh. Is that even a thing? Of course. Don't worry. We're here on official business. You can trust us. All right then, I'll let you through. The Chief Justice is just inside. Thanks so much. Das war einfach. Please come in. Time to go. Sorry to barge in, Monsieur Neuvillette. We only lied to get in because we didn't know any other way. It's all right. Please let me know how I may be of assistance to you. So you're not mad at us? We're looking for a man called Vache. He may have been an eyewitness in the serial disappearances case. If we can find him, we may be able to unearth some key information on the case. Ah, I see. In that case, please wait here a moment while I browse through the files. Who knew that Neuvillette would be so easy to talk to?
Unfortunately, I'm quite certain that no one by the name of Vacher has been involved in any case, criminal or civil, in the past several years. There are no records of him either in the files or in my memory. Guess that's that. So we're back to square one. Schade. Traveler, what if it was really just a dream? Is that so? All right then. Thank you so much, Monsieur Neuvillette. We'll take our leave now. Ahem. Miss Navia, I can understand how you feel. Your father, Callus, was a truly exceptional man. We deeply regret his passing. And what are you trying to say, Monsieur Neuvillette? Are you trying to console me? Extend your sympathy? Or just express some tendril of regret? No. You are not trying to do any of that. I can hear it in your voice. There's no emotion behind your words. You only said those things because you felt like you should. So etwas nennt sich Formalitäten, Alter. It's just like last time. After my father took his place in the duelist ring, I pushed through the guards to talk to you as a last resort. You even told me then that you thought there was something fishy with the case, yet you still allowed the duel to go ahead. In your eyes, the value of a human life is nothing compared to those cold laws you hold so dear. If you truly regret my father's death, then why didn't you call a stop to the duel? Why didn't you give me the power to stop him from throwing his life away? Why did you just let him die, despised and hated by all? Das macht nicht... Wenn jemand sich dazu... Das sind die Regeln hier. Du sagst einfach, gut, wenn du bis zum Tod kämpfen willst, kämpfst du bis zum Tod. Das heißt, das war seine Entscheidung. Warum beschwert sie sich dann so sehr darüber? Okay, nee, doch, natürlich macht es Sinn, dass sie sich darüber beschwert, aber daran ist nicht er schuld. Daran ist doch ist doch ihr Vater schuld. What the fuck? Ach, egal. Everything was hanging on a thread at that moment. Just the tiniest effort could have changed everything. There are still so many things I never got to tell him. So many questions he still owes me answers to. If you really have no heart, then just look me in the eyes. I, Navia, will show you the true meaning of regret. I'm sorry, Miss Navia. You and my father are truly alike. You keep all kinds of things in your heart and never say a word to anyone. It's not so much that you can't feel, but that you would never express anything. Oh well. In any case, everyone already knows full well the apathy of the Chief Justice. My apologies for taking my emotions out on you, Monsieur Chief Justice. Let's go, Traveler in Paimon. Dass es so dumm emotionale Handlungen sind und bleiben einfach nicht gute Handlungen. Weil sie, wer hätte es gedacht, emotional und nicht rational sind. Warum sollte das hier in Genshin Impact gut dargestellt werden, wenn du komplett emotional handelst? Was soll das? What the fuck? Das macht gar keinen Sinn. Und vor allem, wenn man jemanden anscheißt für etwas, für das man nicht mal kann. Aber okay. Ist okay, ist okay. Navia hat sich gerade ultra unsympathisch bei mir gemacht. Und zwar ultra unsympathisch. Das ist ja heftig. Navia, are you okay? I'm fine. I hope not. Rain. It's raining. You're right. Wasn't it still sunny when we went into the building? And there shouldn't be any active trials today. How strange. Now that I think of it,
On the day my father was convicted of murder, it was also raining. What is it? Did you think of something? Yeah, he was outside. It was uncovered and the rain could fall there. Why? Do you think the rain could have affected the crime scene? That thought has occurred to us before. We've even expanded the search area to try to account for that, but didn't find anything of value. But there was something you didn't know at the time. Oh? Ja, klar. Wait. The fact that people can be turned you- into water. So you're saying that the true murderer could have been turned into water and then got washed away with the rain? Yeah. And if that's what had happened, then no one would have believed your dad, even if he explained what he saw to the authorities. I really think I found a true genius for a partner. You're completely right. Digga. How did I not connect the dots earlier? Das ist doch sowas von obvious. Wer würde es dir glauben, wenn du sagst, ja, jemand ist in Wasser verwandelt worden? Das hab ich doch sogar schon vorhin auch gesagt. Okay, natürlich habe ich es nicht im Game gesagt. Aber das ist doch obvious. Deshalb zum Beispiel dieser Vacher oder wie der noch nicht hieß. Natürlich wird der nichts von Authorities gesagt haben, wenn er sagt, oh, meine Freundin hat sich in Wasser aufgelöst. Jemand hat sie getötet. Ja, Digga, wahrscheinlich wird das dir jemand glauben. Also von vornherein ist das doch komplett durchgedreht und dumm. Aber okay. Also würde es so einem vorkommen. Und dass ihr das jetzt erst auffällt, dass sie dieser Meisterdetektiv sein soll, ist doch auch wirklich bodenlos, ey. Das ist nicht mal irgendwie ein Gedanke eines Genies, das ist der Gedanke einer Person, die über 95 IQ hat. Alright, let's go to Poisson. With this new lead in mind, we'll get to the bottom of my father's case for sure. Yeah, we're gonna make progress for sure this time. Do you want to go with me now? Or do you want to head over by yourself later? We should go while the idea is still fresh. Great, let's go. Aber man kann tatsächlich dann entweder direkt teleportiert werden wie hier oder einfach warten müssen. Oder dann nochmal manuell hingehen müssen. Ist gut, ne? Bro, wo bin ich? Poisson. Boah, ich habe es gar nicht gesehen auf der Map. No offense, aber bis jetzt mag ich Story Quest, die Arkham Quest gar nicht. Die zweite hier. Ich finde die erste ging noch, aber die zweite bis jetzt war voll kacke. So ein Typ, der nur seinen Job macht und dabei auch noch recht nett ist. Ob es formal ist oder nicht, ob es Pflicht ist oder nicht. Wenn du Huge ship! Why would a ship be anchored at a place like this? eine Person, die nett ist, sei es nur, weil es Pretense ist oder nicht, er ist am Ende nett. Ob jemand nach außen hin nett ist ja eine andere Frage, ob sie nach innen nett ist. Aber das, was nach außen hin wirkt, ist das Wichtige. Wenn du nach außen hin eine Scheißperson bist, aber innerlich einen guten Willen hast, dann bist du trotzdem eine Scheißperson. Wenn du innerlich eine gute Person, eine Scheißperson bist, aber äußerlich jedem hilfst, dann bist du trotzdem eine gute Person. Overall. So funktioniert das. Dementsprechend, wenn Neuvillette nett ist, hilft und auch seine Formalitäten durchführt, dann ist er eine gute Person. Und er wird zusammengeschissen von einer Person, die komplett emotional gehandelt hat, und Genshin Impact stellt es noch in der Story so dar, wie wenn es das Richtige wäre. Und ich denke so, das ist so stupid. Rating 2 out of 10. Das Einzige, was gut ist, dass es vorhin eine Animation gab. Also literally, das ist doch so shit. Ach. Oder wie gesagt, natürlich, man kann es verstehen für die Geschichte, wenn man sagt, ja, jemand hat halt, sie hat ihren Vater verloren, natürlich wäre man dann auch sehr sauer, aber daran ist doch nicht der andere schuld. Und es dann halt so darzustellen, wie wenn das die richtige Handlung gewesen wäre von, wie ist der nochmal? Ich habe wieder ihren Namen vergessen, das ist dumm. Mann, ich muss kurz meinen Senfplatz abgeben, das macht mich einfach nur sauer. There's no need to be so surprised. While it may look like a ship, it's actually Spina di Rosula's headquarters. My father was the one who asked for it to be built like this. Und dafür, dass sie gerade eben Perhaps our erst... taste in exterior design is the only thing we occasionally had in common. Und dafür, dass sie gerade eben erst geweint hat, ist sie auf einmal wieder komplett gut drauf. What happened? A gigantic and glamorous ship embodies discovery, opportunity, ambition, and conquest. It symbolizes Spina di Rosula's bright and limitless future. I think I'm starting to get why you like it.
And Paimon thought you were bluffing when you said Spina di Rosula had a glorious past. Paimon was confused why a group with such a history would live in the sewers. But now that Paimon has seen this ship for herself, she's been convinced. Well, Poisson is where Spina di Rosula began, after all. It's our main base, our home. Ich verstehe mal nicht, weshalb Paimon unbedingt in der dritten Person von sich sprechen muss. Es regt so auf. Also wirklich, es regt so auf. Ihre Stimme, wie sie spricht, ihr Charakter, ihr Design, was sie macht, alles stört. Zumindest fast alles. Das ist wirklich bodenlos. Muss ich auch nochmal gesagt haben. Ich bin jetzt einfach toxisch wegen dem gerade eben von Navia. Deshalb muss ich jetzt auch noch mal meine angesammelte Wut von Paimon ablassen. Ich mute mich halt die ganze Zeit eigentlich während den Szenen, weil sonst hört man mich vielleicht atmen, wenn ich nicht spreche. Das Komische ist halt wirklich, dass ich ultra leise atme eigentlich. Aber weil ich auch nicht besonders der lauteste Sprecher bin und das Game auch so sehr starke Schwankungen hat in der Lautstärke zwischen Battle und Non-Battle, habe ich halt das Mikro sehr nah an meinem Mund. Und deshalb kann man mich öfters mal atmen hören, wo ich mich selbst nicht mal atmen hören kann. Ich finde es halt voll komisch, weil, okay, das liegt halt daran, dass der Luftstrom einfach dorthin geht, aber es geht trotzdem noch. Time to go. Melus, we're back! Ach so, noch eine Sache. Irgendwie hat das Mikro auch so ein Problem, dass es die ganze Zeit so ein Hintergrundgeräusch abgibt. Es ist sehr leise, aber manchmal ist es lauter, manchmal ist es leiser und das, keine Ahnung. Ist auch lauter als zum Beispiel jetzt die Hintergrund-Sounds von Genshin Impact gerade. Apologies for the wait, demoiselle, and our most important partners. You said before that you still had some business at the court. What brings you back to Poisson so quickly? About that. It's because my partner here reminded me of something really important. You see, what if my father's case had something to do with water from the primordial sea? You still remember, right, Melus? On that night, it was raining? Yes, the case was quite similar to that of Mr. Linney's. Both were what you'd call impossible murders. Could the mastermind be the same person? Arlecchino, maybe? Could you tell us a bit more about what happened before? Yeah, of course. Many years ago, something called synth began to gain popularity in Poisson. At a glance, it was a kind of drink that could excite your mood and produce many pleasant hallucinations. Wait! Ja, Didn't es ist that das. guard guy who turned into water also mention that the primordial water could be used to produce some kind of potion? Yes, he did. Considering what we know now, it's almost certain that synth is created using water from the primordial sea. If you drink synth for an extended amount of time, you'll suffer many side effects, such as losing the ability to focus or control your emotions. And if you were to stop drinking it completely, you'll experience flashes of paranoia and anxiety while lacking energy to do anything. It's an extremely dangerous substance. Klingt einfach As so wie he eine oversaw normale Droge. Poisson, my father was compelled to put a stop to synth abuse and called for a complete ban of it. Boss's uncompromising attitude incurred the synth vendor's wrath, but no matter how much they threatened or bribed him, he refused to yield. Oh wow, das klingt ja absolut nicht irgendwie so, wie wenn man perfekt einen Fall hierfür schaffen könnte, bei dem man Leute falsch framet. Not only that, Boss became determined to find the mastermind behind the synth operation and put an end to the problem once and for all. Yes, but the enemy was very cunning. So he could never get anything out of the dealers, all of whom only sold the stuff and weren't privy to the rest of the operation. Recognizing that, my father decided to contact the dealers in secret and cultivate personal relationships with them. Finally, he was able to convince someone to become his informant. The man's name was Jacques. He felt greatly ashamed about his work after seeing many families destroyed by synth abuse.
That night, my father hosted a banquet at his countryside estate. He planned to meet up and exchange information with Jacques over some food. But then, we heard 2 gunshots from the courtyard. We raced to the scene and found my father, still holding a gun, and Jacques, who was already dead on the ground. Huh? How did that happen? Aren't they on the same side? Sounds just like Lenny's case, doesn't it? In both cases, the culprit seemed obvious, but neither appeared to have any motive at all. Looking back on it, though, I now believe the most important clue was something we all overlooked at the time. There were pieces of clothing left at the scene. So they could have belonged to someone who got dissolved. Precisely. It's all thanks to you that I made the connection now. Back then, we all just thought they were some costumes that Jacques used to disguise himself at the banquet. But, considering it now, it's almost certain that they belong to a third person at the scene. With one extra person, we'll also need to reconsider why the 2 shots were fired. Maybe your father got into an argument with Jacques, but it's also possible that the third person was to blame. You're right. We still don't know what happened. But my intuition tells me that we're on the right track to figuring it all out. I'm finally headed towards the truth. Jacques was an empathetic man who was infinitely remorseful for his past actions. It's unlikely that he turned on Boss with 0 warning. I think this third person is probably the key to the full truth. On that note, however, even though this will not please you, demoiselle, as your and your father's butler, I must still offer a word of warning. Our opponent is insidious and cruel. They are extremely difficult to deal with, and Boss has already lost his life trying to bring them to justice. Even though Spina de Rosula has lost most of its former glory, Poisson has welcomed a new time of peace, and we have been allowed to live out our lives. There is no need to follow your father's path. It would be both wise and in line with Boss's wishes to step back and give up on the case. If that's indeed what he wished for, then he should have told me that himself. Was I not the closest person to him? And yet, I was the one most kept in the dark. What was the point of him dying without sharing any of the secrets he knew? Did he manage to protect anything in the end? So ein Kind. Synth is still here. Callus the Unfaithful is still his epithet. And Spina di Rosula is barely getting by. Nothing has changed. Did he think I'd just accept his meaningless death and live out my life just as meaninglessly? I've never accepted that. Ever. Not since that day, and certainly not now. I want to find out the real answer for everyone's sake. For the missing girls, for the victims, and for myself. Spoiled brat. Navia. Aber es ist ganz schön pickler. This is indeed the best moment to act. Your partner appears to be quite reliable, and more importantly, demoiselle, I think you're also ready to take this on. So you do know something else, Maloose? Yes, I do. In fact, even before that banquet, Boss already knew of the connection between Synth and the serial disappearances case. But what drove all the tensions to the boiling point was the revelation that you, demoiselle, had been selected as the next target to disappear. What? Boss also didn't tell you that he had been diagnosed with a rare illness. The doctors told him that he had no more than 5 years left to live, and the serial disappearances case caused him great anxiety. 5 years was nowhere near enough time to resolve this long-standing conflict, but once he passed away, all the danger would pass on to you. Knowing all of this, he decided to use one final intimidation tactic before his death. He claimed to have already gotten his hands on some key incriminating evidence for the other side, and even told some members of Spina di Rosula about the details. But as long as you remained safe,
he would not share the evidence with the public. If something were to happen to you, then he and all those he told would immediately expose all they knew about Synth and the disappeared victims. Right, so nobody would be able to get off scot-free. As we've seen, Boss's tactic has worked. Even though Boss has been gone for a long time, the other side has not tried to take Demoiselle's life. Ja, das ist ein bisschen Klischee, aber das ist ja eben das, was mich so nervt. Also nicht, dass es Klischee ist, aber dass die so komplett nervt. Navia. Weil man sowas nicht checkt, so, Digga, wie dumm muss man noch sein? Navia sieht aus wie schon 20 bis 30. Come on, also wenn man so dumm ist noch in dem Alter, das muss man sich erstmal geben. No, I don't believe it. He never appeared to look sick to me. No father wants their daughter to see them weak and haggard, especially someone as proud as Boss. To him, dying in a duel and suffering lasting dishonor as the unfaithful was still far preferable than losing face in front of his daughter. Ja, halt, keine Ahnung, dann ist es halt Orna, was auch immer, oder, wissen wir. Ja, Orna, halt eben, da sieht man es doch. Die Ehre eines Kriegers oder eines Kämpfers, was auch immer. So, hä? Ach, Mann. Man kann sich über so viel beschweren in dem Game, das ist heftig. So he chose to die in silence, so that he could protect me. Ja, Digga, mach nicht I'm noch mehr afraid dieses you're not nervige kleine understanding Kind. this correctly, Demoiselle. Bitte, What es Boss nervt. wanted to hand to you was not a parasol, but a sword. If Boss's spirit could hear you telling me that you want to find the answer for the sake of everyone involved, I'm sure he'd be extremely... That fool. No. He might have set up everything precisely because... Is that the amount of confidence he had in me? And what if I was never able to make it to where I am now? Yeah. I suppose that's true. With the way he'd set things up, if I had wanted, I could have just... But thankfully, he rarely talked to me about complex matters, and thus understood little of me as a person. Huh. Malus, what was the key evidence? It's the location where synth is produced. Essentially, it's the enemy's headquarters. When he was threatening the enemy, Boss didn't share the specifics of the incriminating evidence he found. But if you want to use it against the enemy, you'll still have to take several things into consideration. Why? If we know where the place is, can't we just go storming in? Domain? You mustn't forget that we're fighting against a mysterious and dangerous organization that's been in operation for decades. There's no telling what might be lying in wait at their headquarters. We also have no idea what kind of evidence we may be able to find inside, nor what people we may be able to capture. But a single visit to their headquarters would be tantamount to a formal declaration of war. Let's go. The worst case would be that we leave empty-handed, but also open ourselves up to full retaliation. Then, in that case, why not work with the Fontaine authorities? Well, you saw one of them dissolve during Mr. Linney's case. We have no idea just how thoroughly they may have been infiltrated. Huh. That's true. Seems my father really had no choice. But things are different now. It should be a lot easier to prove the other side's guilt, now that we've connected Synth with the disappearances case. You sound like you've put a lot of thought into this, Malus. I am the butler, after all. I live but to serve the boss and Demoiselle's will. I've always been willing to take on any kind of risk for your sake. But considering my relative lack of ability, I've spent my time keeping secrets, performing basic investigations, and waiting for the right time to come. Thank you for all of that, Malus. Have you discovered anything new in the past few years? Let me think. One conclusion I came to was that the enemy must be quite familiar with Spina di Rosula, or at least have an informant planted here. When I announced orders to the organization's members on Demoiselle's behalf, I used to deliberately keep a few people in the dark and observe the reactions of the synth vendors. If the vendors didn't change their plans, then the individuals informed of our orders must be innocent.
If the vendors packed up and fled, however, then someone must have given them the news. After several rounds of testing and investigative tracing, I've narrowed the suspect list down to 3 people. The first is Florent, Spina di Rosula's senior advisor. Huh? Florent? Yes, surprising, isn't it? He was one of the people Boss trusted the most, which also means that he was someone who understood Boss really well. Thanks to his position within Boss's innermost circle, he always knew our upcoming plans and could thus avoid capture this whole time. There's someone else like him too. Marcel, the head of Confrérie of Cabrières. Uncle Marcel. What is this Confrérie? What's Confrérie? It's a guild in Poisson. Boss helped it to grow to its current size and prominence. In the beginning, they were only reselling some daily goods, but now they're one of the richest guilds around, with a lot of business connections in the city. So, they're like a sister organization of Spina di Rosula? Yes, you can say that. When we were fighting against the synth dealers, they provided us with plenty of support. It's a bit difficult to imagine someone using their own money to hunt down themselves. The final suspect is Thierry, the man responsible for coordinating information between Spina di Rosula and the guards. Although the guards mostly leave us to our own devices, there are still many activities we have to report to the local authorities. Since Thierry is always in the know about our current activities, he could theoretically always plan one step ahead. I see. These are all people who I communicate with quite regularly. To think that the enemy we've been fighting against has been right next to me all along, among those I trust the most. It's almost too hard to believe. If you want to investigate them, please take every precaution to not alert the quarry. Judging from our experience, the enemy is extremely cautious. Of course. And thank you, Malus. You've provided us with a lot of great information. You're too kind, my lady. I'm just doing my duty. And before I forget, proving Boss's innocence would also mean clearing him of blame in Jacques' death. After that incident, Jacques' wife and daughter were taken into the Spina's care. They still live in Poisson today. If it might help, you could also pay them a visit. I can make the necessary arrangements. Oh, thank you so much, Malus. You really are the best. A new case awaits, my dear partner. Leave it to me. I hope we can work together to uncover the truth and end this case once and for all. Oh Mann, man muss jetzt wieder... Heißt es, dass es wieder 10 Jahre dauert? Time to go. Die Quest. Ich bin erst seit 1 Stunde drin, ich habe jetzt schon wieder keinen Bock mehr. Beziehungsweise die Quest davor war sogar noch besser. It is settled then. Please excuse me, and enjoy your conversation at your leisure. Thank you for arranging everything for us, Malus. Excuse me, miss. Do you need anything from us? Oh, Hey, Navia's all quiet. This isn't like her. I'm sorry that I only came to visit after all this time. After what happened, I didn't know how I was supposed to face the two of you. Ah, if it's about that, there's no need to apologize. After my husband died, Spina di Rosula sent us a lot of mora and support. I understood your guilt and apology to be genuine. But aren't all of those things nothing compared to the loss of Jacques? I can understand the kind of pain that comes with losing a father so needlessly. You don't understand at all. I didn't know how to face you, because I didn't know what I could possibly bring as a consolation gift. I know only the full truth could bring closure to you. And to all of us. Es macht ja auch keinen Sinn, sie zu... Digga, das macht nicht mal... Also die Tochter, okay, das macht aber auch Sinn, weil sie noch ein kleines Kind ist, aber es macht auch keinen Sinn, ein Kind dafür zu haten, dass die Tochter von einer Person zu hassen, die eine Person von dir getötet hat. Die hat ja literally nichts damit zu tun, rein gar nichts, außer dass sie selbst ein Victim davon ist. Aber okay.
hoffentlich wird es nicht mehr. Ich schwöre, bitte. I'm sorry. I appreciate the sentiment, but you don't have to carry all that guilt. On the matter regarding my husband, my daughter and I have more or less found our answer already. Would you mind sharing it with me? I always knew that my husband's money was earned through others' suffering. He told me countless times that if he could turn back the clock, he would never go into the synth business again. He had many regrets, and felt that he took the idea of providing for his family too literally. For the longest time, he thought Mora was everything. So when Mr. Callis came to him with a proposal, he accepted it almost immediately. He tried to be as careful as he could, but even so, he was still found out by the higher-ups. They found out about his betrayal? Papa didn't say that exactly, but Papa did tell me that I should never be ungrateful. Before he left that day, he told me that he had no choice. It was only later that I realized it was his final farewell to the two of us. Wait, does that mean someone ordered Jacques to take out Callis? I don't know that for sure, but you could say that's the conclusion I eventually came to. Which is why I'm the one who should feel guilty. Callis had always taken great care of us, both when he was still alive and after he passed away. Even if he fired the shot that killed my husband, it was likely in self-defense. It is impossible for me to hate him for what he had done. But Mama, why is Papa still the bad guy if he did the right thing? Papa always wanted to be a good man, so why did he have to do a bad thing in the end? Well, things aren't always as they seem. You still feel like your papa was a good man. Yeah, Papa was a really good man. Then you should hold on to that. If a good man had to do a bad thing, then regardless of whether he left you a parasol or a sword, he must have done so Ey, Digga, to give you a better die Sache life. ist, Genshin kann einfach keine traurigen Szenen machen. Es ist einfach nicht möglich. Okay, es gibt vielleicht ein, zwei, die in Ordnung sind, aber die sind einfach nicht gut. Die emotionalen Szenen sind nicht gut. Du hast niemals etwas aufgebaut. Du kannst nicht eine traurige Szene aus etwas machen, von dem du nicht mal überhaupt was kennst. Das ist einfach nicht gut. Das soll so eine traurige Szene sein, aber sie haben weder Musik, noch kennst du die Charakter, die gestorben sind, noch weißt du, was sie richtig gemacht haben. Okay, du weißt es so ungefähr, aber auch nicht wirklich. Du weißt nicht mal, wie sie aussehen. Wow, was also... hä? Und daraus jetzt eine traurige Szene zu machen, du kannst da nicht mal irgendwas verspüren. Aber die ziehen das auch noch so lang, um das extra emotional wirken zu lassen. Die Charakter sagen dir hier gar nichts auch noch. Das heißt, wirklich, du siehst einfach nur ein paar Leuten dabei zu, wie sie traurig sind. Sie haben keine Relevanz wirklich. Du kennst sie nicht. Ja. Das war's. Keine Ahnung, das ist einfach, passt einfach überhaupt nicht. Aber okay. Das kann man vielleicht machen, wenn du dann eine wirklich emotionale Szene hast, die du aufgebaut hast, mit den Charakteren, die du kennst, wenn du eine Bindung aufgebaut hast zu den Charakteren, wenn sie cool waren, wenn sie dann sterben, mit einer Hintergrundmusik, dann kannst du sowas sagen, dann kannst du die Szene langziehen mit dem. Oder zumindest noch irgendwie hier irgendwas vorher anspielen, aber das ist doch so flat einfach so trocken, diese Szene. Und langweilig. Und das passt einfach überhaupt nicht. Die Stimmung, die Atmosphäre zu dem, was sie übertragen wollen. Oder das, was sie... Ja, egal. Man weiß, was ich meine. Oh. Thank you for everything you've told me. I will definitely find the truth. The current state of things is not something I'm willing to just sit back and accept. Thank you. I'm very grateful to hear this from you. Even though your personality is quite different from your father's, your determination when you speak is really similar. You really think so? That's the first time anyone said that to me. Und das ist auch einfach eine unnötige Szene, kannst du etwas sagen. Keine Ahnung, really? Okay. Oder was auch immer, du kannst einfach sagen, ja, sure, aber du musst es auch nicht irgendwie so lang herausziehen, das ist doch wieder so lang. Okay, nee, actually nicht. Gut, passt, never mind. Ich will nicht sagen, aber das ist halt, das wäre so richtig typisch, dass du wieder so eine lange Szene hast. Dass du dann wieder nochmal so 5 Lines erstmal hast, die gesprochen werden müssen, bis du dann doch rausgehst. I'm fine.
Don't worry. Let's investigate the 3 suspects next. Laurent should be nearby, and we should be able to find Thierry and Uncle Marcel in the city. I'll get myself together on the way, so please don't worry. Ich sag, das hätte wahrscheinlich sogar noch Potenzial, Greetings, boss. die Geschichten How may I be besser of zu sein, assistance aber die today? machen es halt einfach nicht gut. No offense. Aber, also, die machen es nicht unbedingt besonders schlecht, aber die machen es auch wirklich nicht gut. Mit nicht besonders schlecht meine ich, das kann auch als schlecht bezeichnet werden. So. Ja, nee. Ist egal. I'm sure you've heard about what happened at the Opera House. Ich beschwere mich immer vor viel Someone hier. got turned into water right in front of us. Yeah, I've heard. With something that dramatic, I'm sure journalists will milk it for all it's worth. And it'll be all the talk for the next several weeks. It also reminded me, on the day that the incident happened with my father, it was raining outside, and we found some clothes left at the scene. After my partner here put the dots together for me, I feel like we should try to reopen his case. Can you do me a favor and try to recall what happened that night? Let me think. Mr. Callis was feeling pretty upbeat that day. So he was drinking and bantering away with us at the table. After that, he told us that he wanted to go get some fresh air. So we let him go without thinking much of it. Who knew that we would hear 2 gunshots ring out right after? My first reaction was that Mr. Callis's life was in danger. So I grabbed my holster and made a mad dash toward the scene. But when I got there, it was already too late. Mr. Callis was standing over a dead body with a gun in his hands. All we could do was look back and forth at each other, not knowing what to say. So you also remember 2 gunshots then? Indeed. The guard said that the first shot didn't hit anyone, while the second killed Jacques. But I've never really bought that explanation. Reason being, Mr. Callis had left his gun on the table. I even made sure to confirm that before running to the scene. But according to the guards, that doesn't mean he couldn't have had other guns on his person. About the clothes left at the scene that you mentioned. Do you think there was a 3rd person there who was turned into water? It's very At least from possible. our perspective, my father had no reason to kill. So he would also have no reason to bring an extra gun with him. The gun he was holding probably belonged to Jacques, or a 3rd person on the scene. Yeah, that makes a lot of sense. So you're saying Mr. Callis ended up with the gun because he seized it from one of the other guys? But hold on. If that's what had happened, then why didn't he share the truth with any of us? He didn't even want to face the Oratrice machine, and chose instead to prove his honor in a duel. Did he lose all faith in the courts after seeing someone dissolve right in front of his eyes? About that, Malouse told me a thing or two. So, I think I can understand why he committed to the duel. I'll tell you everything, once the whole truth has been revealed. I understand. Then, I'll leave Mr. Callis's honor in your hands, boss. And if I may just say one more thing. The whole Callis the Unfaithful epithet has been a thorn in my side since the day it was invented. Many people have laughed at me for still calling him Mr. Callis, even after so many years have passed. But it was Mr. Callis's trust that allowed me to rise through the ranks of Spina di Rosula and live the life I lead today. No matter what others might say, he'll always be the man I respect the most. And he'll always be my boss. Don't worry. I will definitely find the truth. You and all our other comrades at the Spina deserve to know the truth as well. Hey, Thierry, it's me. Oh, now, what brings you here, Miss Navia? Oh, so you've caught news of that already. Aus Versehen geskippt. Oh, okay.
Hey, I'm also a member of the guards, you know. The way you make it sound, people would think I was sent off to Poisson because I had done something wrong. Are you sure there isn't a little bit of truth in that? Under normal circumstances, shouldn't you have been called back to the city already? I mean, where I work is really up to me. Let's just say I enjoy the ambiance of Poisson. Callis did a fantastic job running the town, building Spina di Rosula from the ground up and clearing many obstructions in my way. It would be next to impossible for me to find a similarly easy but high-paying job in the city. Anyway, enough chit-chat. Are these two friends of yours? You, here for some formal business? Yes. These two are my partners. What happened at the Opera House made us realize that Linny's case and my father's may be related. We're trying to reinvestigate the details of my father's old case. Ah, I get it. You think there might be more to the case now that we know people can be dissolved into water, right? I was also flabbergasted when I first heard of it. If you want to go through the original files from your father's case, I can help you look for them. That'd be much appreciated. Thank you. Actually, I have another question. Do you have the authority to dispatch Gardamex? Of course. Without them, I couldn't possibly handle Poisson on my own. Why do you ask? We definitely can't use them to forcefully get more evidence for your father's case. Well, you see, just recently, we were attacked by a horde of unnumbered Gardamex in the city. So, if you hypothetically wanted to do something against me, all you would need to do is get rid of the mecha serial numbers and send them after me. Then you think too highly of my abilities. Dispatching mecha is very different from controlling them. If I had to make an analogy, when you order a dish, the chef will make it for you. You can ask the chef to cook, but not to massage your shoulders or carry your baggage. If you try to make unreasonable demands, the chef would just think you're out of your mind and ignore you completely. The same goes for me and my Gardamex. Removing a serial number is also not as easy as you might think. There are a lot of complex steps to it, and it's almost impossible to keep it a secret. So I can promise you, those mecha were definitely private units. They're certainly not cheap. So, whoever their owner is must be super rich, powerful, or both. Now that you mention it, though, being in the synth business would definitely be profitable enough to afford this. Makes sense. Oh, then you're officially in the clear, Thierry. Oh, well, thank you for the vote of confidence, Navia. Jokes aside, I'd like to wish you all the best with your investigation. I'll be staying in the city for a little while, so just come find me if you need any support from the guards. Okay. Letztes da irgendwo. Hello. How may I help you? I'm here to see Marcel. Could you please let him know? You can just say Navia's looking for him. Sure. I will let him know right away. Ah, Navia, hello. Sorry to keep you waiting. I'm not as young as I used to be, so my legs are giving out a bit. Oh, it's all right, Uncle Marcel. There's no need to stress. I just wanted to talk to you briefly about what happened in the Opera House. I'm sure you saw everything too, right? Yes, I've never seen anything so strange. Oh, you were at the Opera House too? That's right. I went there with Navia to see the magic show. Who knew it would turn into a whole murder mystery? I also witnessed your marvelous sleuthing work. Quite impressive.
To beat the Hydro Archon at her own game on her own turf, I can already imagine everyone in Fontaine discussing your exploits over a few glasses of wine. Oh, Paimon doesn't want to become the talk of drunkards. Apologies. It's just how Fontaine is as a nation. Everyone loves drama and theatrics. Uncle Marcel, you've also noticed that other thing, right? The fact that humans can dissolve in water? Yes, I was reminded of your father's case right away. Is that what you're investigating now? Exactly. I still don't have much solid proof, but I can sense that the other side has already begun to act. Oh, and what makes you say that? We were attacked on Araneus by some unnumbered Gardamex. And there was also an attempt to get me to drink water from the primordial sea. If not for the vigilance of my partner, I probably wouldn't even be here talking to you right now. Oh, you're giving us too much. Alas, it seems things are heating up again. The peace that Callus sought so dearly will soon become a thing of the past. But rest assured, Navia, Poisson will always remain a safe haven for you. If you're scared, you can always return there. If anyone dares to lay their hands on you there, the Confrérie of Cabrières will use its funds to the last Mora to bring them to justice. Thank you, Uncle Marcel. But I don't intend to go into hiding. I'm going to strike while the iron's hot. Do you have any new thoughts on my father's case? About that. Sorry, my age is catching up with me, so it'll take me a while to recall my memory. The Confrérie was responsible for that banquet, so I was out and about the whole time making sure things were running smoothly. I didn't even have the time to drink with the guests. Then I heard the sound of a gunshot, and the rest was history. Oh, it's okay. No need to push yourself. We'll ask around some more, see if there are any valuable clues elsewhere. Sounds good. Just let me know if you ever need Mora. All my wealth comes from Callus's patronage and support. I'll spend however much it takes to clear his name. Time to go. Follow the wind. We've talked to all three suspects. Really based on their conversations with me. None of them sounded particularly suspicious. I suppose that's to be expected, though. If a single conversation's all that's needed to find them out, then my father wouldn't have needed to investigate the case for so many years. Anyway, even though we didn't make a breakthrough, let's still compile what we were able to find. But where should we start? Ah, you're right! Flora mentioned that Callus probably only ended up with the gun because of circumstance. That makes sense. According to Jacques' family members, he already told them that he had been discovered, and that he had no choice before he left home that day. If I had to guess, he probably received an order from the synth boss to kill my father. Had he refused, he and his family's lives would have been forfeit. So, Jacques fired the first shot? Oh? And why is that? Ooh, that's a good point. Jacques probably already knew that he was just being used as a tool for murder. And once he had completed his mission, he'd be of no more use to his boss. So, what would make more sense from his perspective would be to turn his back on the Order and seek protection from my father. Since the third person was the one who derailed everything. Ja, okay, ich muss erstmal kurz Pause machen. Ich bin danach wieder da. Und ich bin wieder da. Also weiter geht's. Makes sense. But without evidence, that's still just a theory. Besides Jacques, the attack from the Gardamex has been bothering me quite a bit as well. It's obvious that our enemy has become more antsy after the secret of the primordial seawater was revealed. Do you think he knew, even then, that we'd follow this lead to the end? Given everything that's happened since, it's quite possible.
But who among the 3 suspects would have the ability to control privately owned Gardamex? Thierry? Marcel? Thierry, you Wollen say? die das sagen? Huh. It is possible that he's figured out a way to convert the Gardamex for personal use, but I didn't feel like he was lying when he was talking to us about the mecha. I also don't think he'd be able to keep that kind of tampering under wraps. Yeah. Sollen wir dann den Had he dritten actually nehmen, oder was? tampered with the mecha, we'd be able to prove it with a simple check of the guard's inventory. If the mecha were taken from the guards, it should be pretty easy to find out when and how that happened. Maybe it was someone else. Dann soll ich Marcel sagen? Uncle Marcel? My father did really trust him. And they worked together on a large number of projects. Maybe that's how he got to know Jacques. And with funds from the Confrérie, he could also afford a large number of Gardamex. Still really hard for me to imagine, though. After all, Uncle Marcel has been around since I was just a child. Also, wouldn't this mean he has been spending a whole lot of Mora and energy to fight his own synth business? Maybe it was someone else. Das heißt, wir sollen Florent sagen, okay. Florent? It is true that he was closest to my father, and thus had the best chance of learning about his dealings with Jacques. But as Spina di Rosula's advisor, Ah, nee, es ist einfach his work gar mostly nichts. deals with personnel and security. So you're saying he's too broke to afford a mecha army? Too broke. Exactly. He can't. And even if he could, I don't think he would be able to dispatch a whole group so quickly. Who could it be? I think... Irrelevant. Wahrscheinlich der hier. You know, if you think everything through, Uncle Marcel is indeed the most suspicious of them all. Could we be Wie missing er other gesprochen hat, war halt, dass er ein bisschen vom Malus Thema didn't ablenkt. know about the people turning into water thing when he narrowed it down to these 3, did he? Malus has always been very reliable, and his judgment of others' trustworthiness has been fair and well Aber wäre auch considered. zum Beispiel in der Lage, When he laid out his bei dieser case for the 3, Fonta das the Wasser rationale anzulegen. he gave me made a lot of sense Mindestens as well. aus. The suspect is knowledgeable know. about the Spina's internal Maybe. affairs, has the means to dispatch Mecha to assassinate us, and possesses significant intellect and foresight. Oh, da ist ein Viewpoint da hinten. Even if I don't want to believe it, I'm starting to see how things could all tie back to Uncle Marcel. He's someone who's very close to you after all. Well, we still have another trump card on top of all the theorizing and speculating. The synth production base. Yes, Malus did Invading. say that charging straight in there would be extremely risky. But we don't have any other options right now. Domain We need raid, far come more on. solid proof before we can hope to go charging in on our enemy. Navia, here you are. Oh, I've been looking for you. Huh? Aren't you the guy from the guards? Did something happen? Yeah. News came from Irenaeus just after you left. We've got another trial on our hands. Wasn't that place built specifically for holding trials? What's so newsworthy about this one? I know. But they said the person they're putting on trial is a Fatui harbinger called Tartaglia. Child. Oha. What? Is that someone you know? Yeah, we know him. Maybe even a little too well. Well, he's been accused of being the true culprit behind the serial disappearances case. It's absurd, don't you think? Ich sag nur, hey Girlie, watch out. In dem, wenn man Lumin nimmt. Nein, ist es nicht. Ja, kein Plan. Actually, glaub Wait, nicht. how? None of our investigations have had anything to do with him. That's what I thought was strange about it, so I came to tell you the news right away. Ich glaub, der will einfach nur If the kämpfen. charge against him No. stands, then it'll be next to impossible to get the guards to support any of our planned investigations. Right. Because they'll think they've already found the culprit. Yeah. And it'll be a lot harder then to clear Mr. Callus's name.
I understand. Well, partner, what do you think we should do? We still haven't found any Kampf conclusive evidence. Kampf anschauen oder Domain graden? Let's split up. Huh? Split up? What do you mean? You go to... I'm confident in my... You can go to Andrews while I go to investigate that place. I'm confident in my combat abilities. Just as expected of my partner. Since this is a trial about the serial disappearances case, the culprit's attention will be focused on Irenaeus, leaving his home base wide open. You're right. This is our best opportunity. All right then, let's do this. I'll stall them at the Opera House and charge Marcel as the true culprit. I won't have any chance of making that charge stick, though, unless we find more evidence. It'll be up to you to make it back in time and hand the decisive evidence to me. Give it to me. We'll help you, just like you helped us in Lenny's trial. Demoiselle, please allow us to accompany you. I'm ready. Ah, Malou, Silver. When did you two get here? We heard that you'll be leaving Poisson and figured that you might require our assistance. It's our hope that your confidence will be bolstered with the two of us by your side. I require assistance. Thank you so much. Then, let's make haste for Irenaeus. Paimon, Traveler, I'll see you at the Opera House. See you then! Let's make haste. Typisch Genshin wäre nochmal kurz eine Minute weitersprechen und sagen, ja, aber jetzt müssen wir los. Set out for Irenaeus, we should also get going. The location has already been marked on the map, so let's head over. Huh. The entrance to the According to Malou's headquarters. info, the synth production base is underwater. Ich würde sogar trotzdem ein bisschen weiter rennen. Auch wenn Schwimmen schon schnell ist inzwischen. Als Fontaine ist, würde ich trotzdem lieber sprinten, weil Sprinten doch noch ein bisschen schneller ist, glaube ich. Und da ist ein TP-Pin, aber mein, den hole ich erstmal kurz mit. Ja. Ist das die Domain? Hey, ich wollte... Finally found it! Huh. So this is the entrance that leads to the synth production base. It sure doesn't seem out of the ordinary at all. Ich will erstmal einen Hydroculus haben, scheiß Paimon. Egal. Well, they don't want it to stand out, yes, but I'm sure what we find inside will be extraordinary. You're right. An important place like this is bound to have a ton of protective measures and mechanisms. Navia's probably arguing up a storm right now to stall for us. Meanwhile, inside the opera epicals. Animation? It would appear that I must repeat my question again, Mr. Tartaglia. Oder ist es... Mr. Tartaglia, oder ist es einfach so wie damals bei Sumeru, so Doppel... Do you accept the charge that you are the true culprit behind the serial disappearances case? To be perfectly honest, I don't understand your country's complicated court system, or the reason why I'm being charged with something I've never even heard of. However, I did hear that people who have been charged can choose to participate in a duel to clear their name. Is that right? In which case, as long as I accept the charge, I can have an all-out fight with that champion duelist Clorend, right? Digga. I've got to admit, that's one of the most enticing offers I've ever received. When I privately sparred with her last time, she was obviously holding back. Real disappointing. Hey! Don't you understand? You're currently the prime suspect for a major case. Von dem man noch nie gehört hat. This isn't Stark. the place for you to be looking for fights. Oh? Sounds like the Hydro Archon wants to lecture me on the ways of the Opera House. Then why don't you duel me too? I'm the kind of student that learns best in the heat of battle. No. That's not what I meant. Alas, it would appear that communication with the defendant is going poorly, and we have made very little progress. In that case, let me explain everything from the very beginning again.
The goal of this trial is to determine the culprit behind the serial disappearances case. That case had nothing to do with him. You've got the wrong man. Huh? What's going on? Why is she interjecting again? I told you it couldn't be one of the Fatui harbingers. Miss Navia, this is the second time you've interrupted the court proceedings. I only tolerated your behavior last time because you were able to provide the court with a key eyewitness. But that was an exception rather than standard court protocol. I can very well charge you with contempt of court for your interjections. Oh, please. Did you ever think I had any respect for this place's pointless theatrics? We can put that discussion aside for now. I'm not here to argue with you. I'm here to charge the true culprit behind the serial disappearances case. And if my charges prove true, then Tartaglia here will be proven innocent by default. Correct? Das will doch noch nicht mal, will doch kämpfen. A young lady has charged in and offered to clear my name. How fascinating. Well, I'd gotten half bored to death by all these rules and procedures anyway. So I'll take you up on that offer. So, Your Honor, is there nothing else for me to do now? Wollte der nicht kämpfen? You may take a seat for now in the audience, but that doesn't mean the suspicions against you have been lifted. Now then, Miss Navia, who is the person you would like to charge instead? That person is... Man soll doch Dings bringen, oder? Was, wenn ich Theory bringe? Something's not... Was, wenn ich Florent bringe? Schade. Kann ich noch jemand anderes bringen? Colors Case Records. Trust me. Ja, ist es bestimmt. Marcel, ja. Obvious. Marcel, the head of Confrérie of Cabrières. Huh? What confrérie? Never heard of them in my life. I've heard of them, but weren't they Spina di Rosula's sister organization? Oh, is this going to be a friends to enemies type situation? Please let me remind you, Miss Navia, that charging someone is an incredibly serious matter. Committing to the charge also means taking on the legal responsibilities associated with it. And if the charge fails, depending on the circumstances, you may also be charged with the crime of making a false accusation. Knowing this, do you still wish to charge this man? Yes, I do. In that case, I declare the charge to be valid. Miss Navia and attorneys, please take your places on the court. Members of the guards, please contact Mr. Marcel right away so that he may stand trial. Okay. Jetzt wird's zumindest ein bisschen interessanter. Mr. Marcel, you will not require an attorney. Is that correct? Apologies. It all just happened so quickly. I still haven't figured out what's going on. I think an attorney won't be necessary. This is probably just a misunderstanding between me and Navia. Wie ist seine Brille auf seiner Nase noch? Warum fällt die nicht runter? Very well. In that case, since both sides have now arrived, Miss Navia, please present your charges. I would like to take everyone back to 3 years ago, to the case of Callus the Unfaithful. Only through elucidating what really happened in that case can we connect all the dots for the serial disappearances case. Navia, do you really think that I was the one who killed your father? Come on, why would I do that? Callus was my benefactor, and remember both you and I only ran to the scene when we heard the sound of a gun. If that's enough to make me a suspect, wouldn't that make everyone at that banquet a suspect as well? I think there's no point in getting into the specifics right now. The audience doesn't even have the big picture yet. Even I'm struggling to remember some details of that case. Exactly correct, Your Honor. I must refresh everyone's memory about that case before I can explain my charge and reasoning. I see. In which case, I will recount the findings about that case as originally recorded by Maison Gardiennage. Warte, jetzt muss ich damit machen? Ich darf nicht in die On the Domain day gehen? of the murder, Spina di Rosula hosted a large banquet in a countryside estate owned by the Confrérie of Cabrières. During the banquet, all attending guests heard 2 gunshots from the courtyard. When the guests arrived at the scene, they found the primary suspect, Callus, holding a gun, while his acquaintance, Jacques, lay dead from a gunshot wound. The guards' investigation did not recover any other firearms from the scene. As a result, they concluded that the suspect's first shot must have missed,
while the second must have taken Jacques' life. The suspect did not dispute this conclusion and also declined to defend himself in court. Instead, he chose to prove his innocence through a duel. Callus was defeated by champion duelist Clarand in the ensuing duel and soon succumbed to the injuries. Jetzt soll man hier wahrscheinlich. These are the known facts about the case. Ja, es ist natürlich immer die drei hier, weil Anfang und Ende ist ja obvious. Und deshalb versucht man die drei mit One der with the Mitte motive to aufzubauen. kill was Jacques, not my father. And even so, Jacques still had no reason to pull the trigger. In truth, the third person shot Jacques first, and was shot in turn by my father when my father seized the gun from him. After that, the true culprit turned the third person into water, erasing all traces of him from the scene. Thank you for the summary, Your Honor. Of course, the guard's conclusion appeared quite sensible to us at the time. However, we should revisit the case now that we've gained new information about the abilities of water from the primordial sea. Oh, okay, Kacke. Was? Ah, warte, sollte man das hier bringen? Ah. Nevermind, vielleicht auch nicht. The testimony of the victim's family confirms that Jacques had thoughts of assassinating Callus when he set out for the banquet. However, in the end, he reconsidered, and instead shared everything with Callus, hoping to seek the latter's protection. Unfortunately for Jacques, the true culprit had already considered this possibility, and had sent out another assassin. Kann man hier das hier benutzen? Ich glaube, das muss hier irgendwo sein. Ja, A da ist pile was of drin. clothing was found at the scene. The guards once believed they were used by Jacques as a costume to disguise himself. But now, it is clear that the clothes were proof that there was a third person at the scene, and that they were turned into water after committing the murder. Ah, warte, jetzt habe ich den. Ach, ist egal. Warte. This assassin first shot Jacques, then turned to shoot Callus, only for Callus to wrestle the gun from him and kill him instead. Realizing this, the true culprit caused the hired assassin to dissolve into water, leading everyone to believe Callus was responsible for Jacques' murder. This is the true version of events. Okay. Successful refutation. Ah, so that's what happened. Wait, you're telling me something as dangerous as water from the primordial sea has been used for all these years? What a great theory. It also explains Callus's and Jacques' respective motives. I guess they didn't shoot each other after all. Mr. Marcel, you are the one being charged with the crime. You should provide a rebuttal if you wish to prove your innocence. Ah, but I think I agree with everything Navia just said. In fact, there was nothing in her speech that directly implicated me. Then, may I ask some questions? In my opinion, we primarily need to determine two things. One, do you have the evidence to back up your claims? I'm afraid not. At least not at this very moment. Boo! If you don't have any evidence, you should just go home. I may not have the evidence with me, but I know where I could go to collect it. If we look up the deserted clothes against a record of people who went missing around the same time, we should be able to find a match. Considering the serial disappearances case, the guards probably kept careful records of all missing persons from around that time, regardless of age or gender. That makes sense to me. Monsieur Neuvillette, I would consider this to be a reasonable investigative direction. Why do I feel like Farina's acting a little differently today? Maybe she's scared of embarrassing herself again?
Alternatively, she's become more diligent after charging an innocent citizen in the last trial. My second question has to do with the ensuing duel. If the truth is indeed as you described, then why didn't Mr. Callus explain himself in court? If he had testified that a person had been dissolved, he could have at least mounted a defense. I've thought about this too, and the answer is actually pretty simple. He felt there were things that were more important to him. The dissolving power of water from the primordial sea is an important secret for the true culprit of the serial disappearances case. My father could have exposed it for all to see, but he chose to take it to the grave. At that time, Spina di Rosula was in dire straits, and his reputation had already been shattered. He had no guarantee that going forward with the truth would allow the culprit to be brought to justice. What was certain, however, was that it would paint a gigantic target on my back. Boss once told me that Demoiselle had already been selected as the next target of the serial disappearances case. What? If the secret had gotten out, the culprit would have fought an all-out war with Espina right there and then. I wouldn't have been the only one in danger. All of us would have stood to lose our lives. Of course, the guards might eventually figure out the truth of the matter and determine that we were in the right. But what good would that do? How can a hollow verdict protect anyone? Had this opera house ever given my father any kind of confidence in its brand of justice, Spina di Rosula would have had no reason to exist. But by staying silent, we retained the ability to deter our opponents and continue the stalemate. I was able to become Spina di Rosula's president, which made me harder to target, as well as giving me more time to grow and learn. And once I have figured out the truth and stepped up to the challenge, I will do what this opera house cannot, and restore my father's truth and honor back to him. So, you mean to say, your father intended to die in the duelist's ring? That's right. Do you have any proof? Of course. All you need is to ask his opponent, Clarand. I don't need your apology, your guilt, or your... But since he entrusted his will to you, Clarand, you should tell us the truth about his sacrifice. So... During the duel, did you believe that Callus was intending to die? Yes, I did. As a champion duelist, I've fought many battles and taken a countless number of dishonored lives. In my line of work, I've seen all kinds of people give their all for the faintest hope to continue living. Some were determined, others passionate, and some even manic and twisted. Just one look and I can tell if a duelist is hoping to live or if they're looking to die. I hereby swear on my name and honor as a champion duelist that Mr. Callus never intended to leave the ring alive. Since that's your testimony, I have no more questions. It appears there really are good grounds to reopen this case. I concur. However, Miss Navia, you still have not explained the link between your father's case and the serial disappearances case. Right? What she said was fascinating, but kind of beside the point. Wait, weren't they just talking about the serial disappearances case? Of course, Your Honor. The two cases are connected via a matter of timing. In my father's case, the culprit intended to kill both Jacques and Callus. As a result, they planned to act after hearing 2 gunshots. And, at the end of Linny's trial, the culprit also only dissolved the victim in front of everyone because they realized they were at risk of being identified. The culprit could only time their actions so precisely if they were already at the scene. Coincidentally, Marcel attended both the banquet and the trial. So that's why you suspected me. Even after hearing your reasoning, I still can't help but find it a little preposterous. I'm used to it, though. You've always been an impulsive and sentimental child, Navia. It's one of your most endearing traits. No need to appeal to pathos. I won't try to refute your points one by one, but even if everything you just said was true, can you prove that I was the only person present at both events? On top of that, does a person have to be physically present to control the timing? Can't someone remotely monitor the place?
Not much you can say to that. I know that even with that, you might still think you can reduce the list of suspects with some further investigations until I'm the only one left on the list. Alas, who won't feel at least a little hurt by an accusation of murder from a girl you see as your own daughter? But if I were to dismiss this completely, you'd also think I'm not being considerate of your feelings. Ah well, let Uncle Marcel teach you another lesson. Do you know what the biggest flaw in your reasoning is? I suppose you're gonna tell me anyways. It's timing again. I'm a businessman by trade. From that standpoint, there's no reason for me to kidnap young women. It's a high-risk action with nothing to gain. In addition, I left my home in Snezhnaya when I was young to come to Poisson and work in some trade. My business only thrived when I received Callus's patronage. But the disappearances began before I ever stepped foot in Fontaine. I do apologize, demoiselle. This was my mistake. No, it's not your fault. I'm sure he had come prepared. Is there anything else you'd like to say? Would you like to check the date of my first business license against the first known case of the serial disappearances? You can also take a look at my border entry records, or ask my friends and family when I left Snezhnaya for the first time. Could those records and testimonies do something to appease the unspeakable anguish in your heart? Seems like she got the wrong guy. At this rate, Navia will be convicted for falsely accusing him. I think you've done a superb job of dissecting your father's feelings as he neared the end of his life. But aren't you going against all of his wishes and expectations right now? He wished for you to become more rational, collected, and conscientious, instead of dwelling only on your own feelings. Once you've learned to be more considerate of others' feelings, and to stop rushing headlong into things, you'd have met most of his expectations. This isn't just about me, and it never has been. The biggest difference between me and the rest of the victims is that I still have the ability to search for the truth, while that same agency has long been taken from them. The people whose families were destroyed by synth abuse, the people who lost their loved ones to the serial disappearances, and the people who suffered tragic ends due to their sense of justice. Many people's images are flashing before my eyes. I'm sure some are coming to those of you in the audience as well. And whose image do you see, Marcel? Is it a man named Vacher? Oh, so you do know that name. I'm merely surprised you'd suddenly say the name of someone I've never even heard of. I was waiting for you to say that. Ach so, und jetzt soll man was machen, okay. Warte, von wo bin ich gekommen? Achso, das ist sozusagen der Eingang von denen aus gesagt. Von der Narrative. Na gut. Dann gehen wir mal hier hin. Ein bisschen umschauen. Wahrscheinlich soll ich einfach nach oben schwimmen, da sollte nicht besonders viel sein. Was wäre das hier, um geschaut zu werden? Kann ich das Wasser hier? Kann ich. Gut. Man kann da nicht weiter nach oben. Kann man vielleicht? Ich glaube nicht, dass man da klettern kann. Wäre schwer, da hochzukommen. Ich hoffe, es wird auch nichts bringen. Das sieht interessant aus. Naja, ist eine gute Party, sage ich. Take your truth. One with nature. Sure. Rest and read it. My apologies. Whoa, the floor is going up. Is it because of this mechanism in the middle? That guy really prepared a lot of stuff for this place. Oh, ein Chest. Ist hier vielleicht noch ein bisschen mehr? Scheinbar nicht. Schade. Ich denke jetzt nicht, dass da unten noch was ist. Sehr. Was ist das? Nichts.
need to go up, but Paimon doesn't see a way. Let's take a look around. Maybe we'll find a hidden mechanism that'll show us the way up. Follow the wind. Who knows? Spaß. Hier kann man bestimmt nichts finden. Soll da nach unten? Weil zum Wasser, ja natürlich Wasser. Das ist Fontaine. Trotzdem. Time to go. Ja, ich sollte mich vielleicht ein bisschen beeilen, sonst dauert es nicht zu lang. Ist schon spät. Ja. Okay. Und was ist das jetzt? Ich kann da nicht drauf. Schade. Okay. The water level is rising. Now we can swim to the top. But this is still a ways away from where we need to go. Was ist das? Was nur ein Vent hier hätte. Whirling snow. Ein bisschen Eis verwandeln erstmal. Ich glaube, mit Venti und Kasa könnte man da schon hoch. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was Paimon hat. Unleash! Into the wind. Hold the line. Take flight. Warum kann ich die nicht verschieben? Hier ist dann welche verteilt im Abyss. Im Abyss verloren rein. 7 von den Stück stehen an allen Ecken. Also an irgendwelchen Ecken so gegenüber. Dass man nichts machen kann. Das ist noch das, also man soll noch dort gehen, aber... Achso, von dort ist man gekommen, ja, nevermind. Ja, okay, selbst wenn man hochkommen würde, würde es einem nichts bringen, weil die Tür verschlossen ist. Das heißt, Now the path is clear. Let's go. ich hätte unter Wasser bleiben sollen noch kurz. Dann ist man schneller. Das sieht aber so cool aus. Kann ich mich hier hinsetzen? Nee, schade. Oh. Pokémon-Vibes, wenn man in die Top 4 geht, wie die Wege aufgebaut werden. Wer weiß. Transfiguration! Whirling snow. Into the wind. Keine Drops, schade. Was ist denn das hier? Was einfach? Oh. Ja, Digga, okay, sorry. Dann halt nicht. Mann. Jetzt habe ich nicht mal mehr meine Energy.
sanctum. Though, as expected, the mastermind isn't here. If I'm not mistaken, he's being charged by Navia as we speak. That's right. Then let's hurry up and find some evidence so we can get back to the Opera House and help Navia. Look for clues. What's all this? Aw, it's a bunch of really cute things. Pink accessories, a hair tie, a necklace, even a makeup box. There's a name too. Oh, Paimon sees it too, but why are all these cute things They labeled probably with belong different to the girls' victims. names? Huh? You mean the girls from the serial disappearances? And then they were turned into water, and all the boxes of things. These names. That means... Examine miscellaneous objects. Examine pool. Oh, look! There's an important-looking basin over here, and it's full of water! It must be the water from the primordial sea. That means this is where they make all the synth! And that special water is the main ingredient! If you dilute it with normal water, you'll get synth, but the pure stuff can dissolve a human! Paimon will take notes on this incriminating evidence. Incriminating evidence. Examine bookshelf. Let's see what's written here. Nothing escapes Detective Paimon's eyes. Ja, weil sie so groß sind, dass sie theoretisch nicht mehr in deinen Kopf passen sollten. Navia's father. Oh, this seems to be an investigation report on him. It's probably related to his and Jack's case. Yep. It's about finding someone to assassinate Jacques and Callus because of a lack of confidence that Jacques himself would go through with it. This should prove the existence of the third person, right? Is there anything else? We still have not determined the exact content of the key information Callus has passed on to certain members of his organization. The old dog's a real menace to deal with. Even if he abides by the promise he's made to us, he will still have the upper hand. He can act whenever he wants to make our lives miserable. The only option left is to remove him from the picture entirely. I concur. Let's send someone to kill him. He won't declare war as long as we don't touch Navia. Oh, seems like we've got a bunch of correspondence between the higher-ups. They planned this well in advance. Okay. They're all just so evil. Pech. Was hast du erwartet? Ach so, ich wusste gar nicht, dass es den Skill hier gibt. So wahrscheinlich alles Synth. There's so much synth here. And so many bottles of ingredients that probably just contain the waters of the primordial sea. So many. Mixing in progress. Ready to drink. Stock sample? Huh. They've also got all the synth pretty clearly labeled. Whoa, there's even fruit-flavored synth? Well, that definitely proves that this is where they produce synth. Yep, it's super obvious. Synth, a popular potion circulating quite widely. Widely doch. Gives the drinker a very pleasant experience for a short time, but its side effects are equally strong. The producer uses these special characteristics to earn a massive profit from its trade. Okay. Done here on this. What's this over here? Looks like some kind of place for research. Experiment number 16 aims to verify Jacob Ingold's research conclusions on the primordial sea and use his theory as a foundation to achieve a breakthrough. The experiment was a failure. No individual managed to resurface from the water from the primordial sea. Female specimens 22, 23, and 24 were Halt die Fresse, Paimon. Du bist 500 Jahre alt. Sorry, traveler. Paimon
try your best. Vor allem, weil du es nur liest. That Paimon's never read something so scary before. Du liest einfach nur irgendwas. Kein Spast würde davon Angst bekommen. Für ein Stückchen Someone Text. write something that terrible in such a matter-of-fact tone. You read the rest. Paimon's too scared to keep going. Oh mein Gott, bitte. So that's why you did all of these experiments. But Warum müssen es do you ausgerechnet really Mädchen think sein, you'd be ist able dann die to Frage. find a way just by dissolving people over and over? That's just insane! There's another name hier, Vaché. Aber das macht noch eine dumme Sache, ist halt oben drauf auch noch das. Warum solltest du ausgerechnet Mädchen nehmen? Du kannst jede andere Person von Fontaine nehmen, aber okay. Huh? Muss natürlich Isn't that ausgerechnet the sein. name you heard by the fountain? Paimon thought he was an eyewitness in the serial disappearances case. No, he is the researcher. Huh. You mean Vaché is the one who did all of these... experiments? Yes, he signed off on a bunch of these experiment reports. The voice I heard from the fountain was probably visionary. So that's it! Vaché was no victim, but personally took his lover and... No, that's not it either! If that's the case, why would he want people to resurface from the water? There must be more to this than meets the eye. In any case, Paimon will write it all down. Vaché's experiment record. Ja, okay, gut. Passt. We've looked at almost everything das here, reicht. and it seems like our theories were spot on. But Who really is this Vaché? yeah, we haven't found anything that reveals his true identity. No wonder even Neuvillette wasn't able to find anything. Whoever it is probably destroyed everything to do with that name a long time ago. That way, even if we bring all this back to the opera, we won't be able to identify the true culprit. Clever, but maybe not clever enough. Let's look again. Sure thing. Paimon won't admit defeat to this guy either. Okay. Ich kann nicht rein. Ich will in den Pool. Man kann doch sowieso nicht dissolved werden als Main Traveler. Nochmal? Das ist mein normaler Traveler, ja gut. Ah, das ist scheinbar das You Richtige. take that side and Paimon will take this side. Check everything carefully. We'll find something for sure. After some time. Nothing at all. And Paimon can't even find snacks either. Ja, wer hätte es gedacht? Meinst du, sie wären noch erstmal nach der Zeit? Paimon, I found it. Oh, really? Let Paimon see. Vinier. Isn't that Vaché's lover's name? Then you found her diary. Let's see. Aw. It's just a normal diary chronicling their love story. She was so sweet, too. Oh, Paimon feels even worse Take for a her look at this now. page. She made a list of baby names. Okay. Okay. So many! A whole page's worth! But they're all Digga, das crossed sind out. 7 Stück oder so. Was she unhappy with all of them? The final name she decided on was Marcel. Marcel. Wait, but Marcel's pretty old. Has this case been going on for so long that he's Vaché and Vinier's grown son? I figured it out. Let's go, Paimon. Hey! Paimon still hasn't figured it out yet. Okay. And whose image do you see, Marcel? Is it a man named Vaché? Oh, so you do... I'm merely surprised. I was waiting for you. Navia! We're back! As expected of my partner. I just knew you'd return in the nick of time. Just how often do you intend to flout the rules of this court? It's all right, Monsieur Neuvillette. Given their confidence, I expect they've found the crucial evidence. You say you've never heard of Vaché.
But the truth of it, Marcel, Voice line. is that you've always been Vacher. Huh? We've investigated your lair and we already know everything. After your lover, Venier, was dissolved, you kept abducting young women to experiment on the hopes of bringing her back to you. You even created Marcel as a new identity and destroyed all records of your past as Vacher. So that's it. Even the villains in opera performances rarely go that far. And with that, Marcel's motive has now been established. This information regarding your past also dismantles your prior timing defense. Well, Marcel, do you know where you went wrong? You fixated your gaze on the lover that passed away, instead of paying attention to the living people around you. So, you never noticed how we changed, or how we grew as individuals. You also never understood Boss's real expectations for his daughter. Or our determination to see things through. Your determination. Mr. Marcel, please speak up now if you would like to defend yourself. Otherwise, the trial will move on to the next stage. Do you really think I wanted to do any of this? Damit hat er es zugegeben. Easy. Pay attention to you? What for? Have you ever paid attention to me? Ever empathized with my pain? Ever known how it feels to watch the love of your life dissolve right in front of your eyes? Nein, aber das war nicht deren Job. Es ist der Job, einfach nur nicht die anderen Leute aktiv anzugreifen. Hä? No one helped me. Okay, ich muss sowas nicht No sagen. one even believed me. All those decades ago, even the officers from the Maison Gardiennage were laughing at me. They said there's no way a human being can turn into water. So I must have gone mad from grief. Vinier's death was brushed away by all of you as if it didn't matter at all. Well, now you know, don't you? Ha! Well, it's too late now. All those who were dissolved are gone forever. You only have yourselves to blame. You set up this ornate opera house in pursuit of your so-called justice, your beloved drama, while turning a blind eye to the suffering of the people. Venier is dead. We promised each other that we would always be together. Wherever she goes, I will follow. But I'm not from this blasted place. So I can't be dissolved. No matter what I do. Hey, is that water from the primordial sea that he's drinking? I can't dissolve! Can't dissolve! Can't dissolve! Do you all see? I can't go, I can't follow. So if I can't go where she is, what choice do I have but to try to bring her back? I did all of that, and in the end, that accursed Callus still got the better of me. I spent my entire life living on pins and needles, only to get stabbed by his idiot daughter at the very end. The suspect is exhibiting signs of mental distress. Guards, please restrain him. Don't touch me! Don't anybody come near me! I still need to save Venier. I promise. We made a promise. Okay, hier muss ich sagen, müssen sie mal so Animationen machen, bei denen die Leute auch ein bisschen mehr ausrasten. Aber es macht keinen Sinn. Die Voice-Actor können es voll gut Voice-Acten. Das heißt, die machen so richtig übertriebene Reaktionen. Oder nicht übertrieben, sondern sie sollen ja übertrieben auch so sein. Also was heißt übertrieben? Halt so heftige, wie ist das nochmal? Hysterische Gesten und so. Also hysterische Voice-Lines zumindest. Aber deren Figuren hier ist überhaupt nicht so dargestellt. Venier! Venier! Please, Venier! Don't think badly of me. All I want to do is fulfill our promise. At this point, the verdict of this trial is clear. With Mr. Marcel's conviction, the charges against Mr. Tartaglia no longer have any basis. Fine by me. I was in a bad mood, but after a show like that, I'm actually feeling pretty good. Traveler, please submit all the evidence you have collected to the guards, so that I might review and summarize the truth behind the serial disappearances case. Okay. The man now known as Marcel was originally named Vacher and worked as an adventurer with his partner and lover Venier. During an underwater expedition,
Vignier accidentally came into contact with water from the primordial sea and was dissolved in front of Vacher as a result. Vacher learned of the primordial water's existence through the work of others and began to kidnap young women for research, with the goal of discovering a method to restore Vignier back to life. To cover his tracks, he invented the new alias of Marcel and began to operate a business in Poisson. Warum sollte er aber ausgerechnet junge Frauen nehmen? Das macht doch keinen Sinn. During the course of his research, Vacher discovered that a diluted concoction of water from the primordial sea can induce feelings of euphoria, and began to manufacture and market synth. However, as he accumulated wealth to fund his continued research and expanded the scope, he came into conflict with Spina di Rosula. After exchanging blows with Spina di Rosula for many years, Vacher decided to assassinate their president Callus at a banquet. Although the assassination did not go as Vacher expected, he was able to turn Callus into the murder suspect by dissolving the assassin he sent to the scene. And just recently, Vacher attempted to frame Linny as the culprit of the serial disappearances case, using a similar method. However, his attempt to frame Linny failed, and the power of water from the primordial sea became public knowledge. This case also exposed enough of Vacher's machinations that he was eventually successfully charged in court. Thus concludes the enigmatic history of the serial disappearances case, with the truth revealed to all. The oratrice will now deliver the final verdict regarding the charges against Mr. Vacher. According to the judgment of the oratrice mécanique d'analyse cardinale, Mr. Vacher is guilty. Ja, wer hätte gedacht? Guards! Take Vacher away. Good. It's what he deserves. With that, the serial disappearances case is over now. We really just witnessed history. Who would have thought the true culprit would be such a polite and well-spoken guy? Yippee! We have Navia bring the— He's hurt so many innocent people and now he's finally getting— Huh? Are you okay? Demoiselle, you were absolutely brilliant. The day our late boss had always hoped for has finally come. You can rest easy now, knowing justice has been served. Yeah. Yeah. It's finally over. It's all thanks to you guys. And my partner. See, Papa? Spina di Rosula's still doing well with me at the helm. Well now, hasn't this been a most delicious piece of drama? The villain has been caught, justice has been served, past wrongs have been righted, and it's a big ol' happy ending. Aber gab's nicht beim Trailer noch so eine Szene, wo Child kämpft? Since it's been such a great show, I'll just let the false accusations against me slide. Either way, I've still got some business to attend to. So, if you'll excuse me... In Part 3 Please wait just one moment, Mr. Tartaglia. What now? None of this has anything to do with me. According to court protocol, since this trial was initiated due to a charge against you, a verdict must also be made regarding the initial charge before the trial can conclude. Oh, come on. Is this really necessary? Haven't you already caught the real criminal? Isn't it time for side characters like me to exit stage left? Please respect the laws of Fontaine. This has always been the rule. All right, but this sure is a lot of hassle. All I need to do is stand over there, right? Let's just get this over with. Springt nicht von dort runter im Trailer? Through evidence presented in the public trial that was just held, it has been established that Mr. Tartaglia has no direct connection to the serial disappearances case. The guilty party has been identified, and thus it is logical to suppose Mr. Tartaglia is innocent of the charges. We now turn to the oratrice mécanique d'analyse cardinale to render the final verdict on the charges. Guilty. According to the judgment of the oratrice mécanique d'analyse cardinale, Mr. Tartaglia is guilty. What? Hey! That's not Widerspruch. funny!
Didn't you just say I'm supposed to be innocent? Ah, okay, das hatte ich ja gestern mir gedacht, dass es vielleicht kommt beim ersten Fall. Ich wusste halt nicht, dass es noch mehrere Fälle geben wird. Aber gut, jetzt kommt ja genau das, was ich mir dachte. Der Typ sagt, wie ist nochmal, Neuvillette sagt nein, not guilty und nicht Child. Und die Maschine sagt guilty. Ein Widerspruch. Was jetzt? What's with this verdict? Is your justice machine malfunctioning? Huh? This has never happened before. The Oratrice actually returned a different verdict from the Chief Justice. Das meinte ich damals. Ich dachte, es war ein bisschen zu exakt angesprochen oder angespielt, dass es nicht passieren sollte. Deshalb war ich so überrascht, dass es überhaupt nicht passiert im ersten Akt. Aber wenn es halt, also nicht im ersten Akt, wie es meistens ist, ja. Nee, doch, im Chapter, stimmt, Akt in den Akten. Es ist in Akt 1 nicht passiert, aber dann in Akt 2 passiert es. Ah, ja, genau, I mean, mal schauen. have you ever heard of an innocent Fatui Harbinger? Do you think the Oratrice might have just convicted him on general principle? Deshalb springt er von dort runter But vielleicht. weren't the charges about the serial disappearances case? No matter what else he's guilty of, it shouldn't affect the verdict in this case, right? Child has been declared guilty by the Oratrice. Just what is going on here? The judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale is, by law, the final verdict of the court. We must accept the guilty verdict. Ach so, okay. Guards, please take the suspect into custody per court protocol. Oh. Springt. So this is how justice is done in Fontaine. What a joke. You've got your rules. Well, I've got mine too! I am sorry. If you have been wronged, we will find the truth. But the rules of the court must be upheld. Warte, ist kanonisch dann Neuvillette stärker als Child? Hey, Mit seinem Monsieur Blusen? Neuvillette, what's going on? Shouldn't they have been cleared already? Apologies. This is also the first time I've encountered such a situation. However, according to the rules established at the conception of Fontaine's court system, the Oratrice's judgment is the final verdict of the court. All I do is follow court procedure. As for why the Oratrice arrived at the conclusion it did, you should probably ask someone more knowledgeable than me. If even the Chief Justice doesn't know, then we have no choice but to ask the Archon herself. Ihr seid doch selbst manchmal verkackt. Why are you looking at me? I had nothing to do with it! I don't know what happened there either! Hey, stop staring at me! Das passt gar What nicht does zu. Lady Verena mean by that? She says she has no idea either, but that's impossible. Didn't she create the Oratrice herself? Yeah, so are the verdicts reliable or not? Can results like this really be called justice? My dearest citizens, did you really think we'd allow an incorrect verdict to be handed out in this court? Did you really believe that the judgment could be mistaken or be the result of some sort of random mishap? Don't tell me. You thought even I had been blindsided by the Oratrice's result. Ja. But the way she looked just now, it was pretty obvious she had no idea what was going on. However, given the state of things, I shall give you an explanation. Everything that just took place, including my supposed shock and bafflement, was a part of an elaborate performance
with every action meant to stir up drama and excitement. And, of course, for every performance, there is a script. Everything has unfolded exactly as I expected from the very beginning. As the embodiment of the very concept of justice, the oratrice shall never render an arbitrary judgment. If you thought Child had nothing to do with the serial disappearances case, it is only because you've been blinded by the superficial appearance of innocence. Okay. Everything he's done, not to mention the danger he poses, are beyond ordinary comprehension and completely unforgivable. Okay. All shall be revealed in time. You will come to understand my noble intentions, as well as the absolute correctness of the oratrice's verdict. Now, having said that, although I hate to leave things hanging in suspense, it is now time for this performance to end. As the lead actress, I shall be the first to take my leave. Toodaloo! So she chose to make her escape after all, did she? So you're saying we shouldn't put much stock into what she just said? She probably just put on that performance to save face. As for the truth, it's unlikely that she actually has any idea. Way to pull the rug out from under her. However, please be assured that I will continue to investigate this case in a personal capacity. Just as I promised, if the judgment has been incorrect, we will do our utmost to clear his name. Vielleicht ist er verbunden, weil er mit dem Vertui verbunden ist oder so ein Kack, ist auch egal. Nouvillette sieht doch eigentlich schon aus wie ein Ehrenmann, so von dem, was er macht. So, hä? Alright. Even though we feel pretty badly for him, we'll take your word for it for now. After all, he's done plenty of bad stuff. So he should have known he'd go to prison someday, right? War's das jetzt? Noch nicht. Oh, Nouvillette steht hier einfach so random rum. Er hat bestimmt ein Hydrovision, wie man es ihm ansieht. Aber ich find's komisch, dass Child so easy overpowered wird von Nouvillette. Er hat zwar einen Schlag auf die Fresse bekommen, praktisch. Wo ist denn Vision? Wo ist es? Bro. Ich hab keinen Plan, wo es ist. Ist es an seiner Hand? Ich hab keinen Plan. Ey. Ach, egal. Ich kurz schauen, wie kommt man eigentlich da nach oben hin? Von wo Child runtergesprungen. Kann man da hochklettern? Scheinbar nicht. Man kann da bestimmt hin, durch diese Wege hier. Heilige Scheiße, es ist groß alles. One with nature. Scheiße. Ich will mal kurz schauen, wie man dort überhaupt hinkommt. Ah, scheiße, dann halt nicht. Hey, what are you doing? Quick, stop him! Traveler! Hey! Traveler! Marcel! What are you doing over here? Stop resisting arrest! Cease, or we'll add another charge to the list. No, wait! I just want to ask the Traveler something. I'm not looking to run away. Please, just let me ask this one small thing. Achso, weil man sie gehört hat. Thank you. I was being led away when I finally realized something. Where did you first hear the name Vache? I erased all records of that name. So, unless... Are you still trying to prove your innocence? Give it up. You've already been convicted. Yes, I met her. Really? You did? You're sure? You met her? But how could that be? How did you manage to do it? It was around the Fountain of Lucine, something to do with my sensitivity to the hydro element. The Fountain of Lucine? Then she's been so close to me all along. And I just never... Please give me a chance to talk to her again. Just let the Traveler take me to the fountain to see her one last time. This is the last request I'll ever make in my life. You can do whatever you want to me afterwards. I don't care. What?
give an inch and you want to take a mile? Do you think serial killers get to make requests like that? Paimon agrees. Why should we give him what he wants when he's only done a ton of super terrible things? This request, is it worth as much to you as your life? Of course! Wait, no. It's worth even more than my life. Humans. Will they betray the instinct to kein live Mensch? just to satisfy spiritual needs? Ist er ein Drache oder was, wegen seinen Augen? Ich finde es lustig, wenn er der Hydro-Dragon wäre. So, wer weiß. Das heißt ja auch immer, wenn so ein Courtroom... Moment, hold up. Wer weiß. Ich meine, durch seine Augen... Und er sagt ja selbst Humans, er ist selbst kein Mensch. Das heißt, vielleicht ist er der Hydro-Dragon, weil es heißt, Hydrodrache weine nicht. Oder Hydro-Dragon don't cry. Sollte es scheinbar aufhören. Vielleicht ist er der Hydro-Dragon, deshalb hat er auch so eine hohe Position unter Focalor. Und kann sie dementsprechend auch so hinterfragen. Maybe? Ich meine, ich könnte denken, dass Neuvillette dann der Hydro-Dragon ist, aber ich glaube nicht, dass er sonst ein Playable Character wird, aber er wird 100% ein Playable Character. Aber, I mean, maybe ist er der Hydro-Dragon. Ich weiß es nicht, es wär cool, es wäre schon cool. Very well. I will Also grant vom your Outfit, das request. wird passen. Es würde passen. Your Honor, I fear that... I will go with him. You do not need to worry about Dann wird es any auch Sinn machen, escape. weshalb er Tartaker so easy stompen konnte. In that case, I shall leave him in your most capable hands, Chief Justice. Thank you, Your Honor. Das hätte der Fountain Plaza. Okay, erstmal will ich kurz schauen, wo Child runtergesprungen ist. Weil ich würde sagen, das erklärt halt, weshalb er solche Augen hat, weshalb so eine hohe Position einnimmt. Farina so kritisieren kann. Ja, und weshalb... Nein! Nein! Ja, und weshalb er halt so easy Child stompen kann. Und er ist ja schon eigentlich... Er ist ja ein tiefer Harbinger, aber er ist am Anfang auch nur so schwach wegen dem Bogen. Wenn er sozusagen all out geht, wie er es ja fast gemacht hat, sollte er eigentlich so einer der Stärkeren sein. Also nicht von der Fatui, aber trotzdem noch ziemlich stark sein. Sinn machen, dass man sagt, nur ein Drache konnte den stompen so easy. Aber es kann auch sein, dass es zu 1.000.000% falsch ist. Dass ich nur Kacke laber. Aber, who knows? Maybe. Ich habe nicht, dass ich hier hoch kann, aber... Oh, das wäre so nice. Ich wieder hoch. Kann ich mich hier hinstellen? Scheinbar nicht. Nein. Ah. Okay. Hä? Ich hab niemals kurz gedingst. Ja, ich glaube meine E-Taste ist wirklich ein bisschen kaputt. Alter, ich hab es so gedrückt gehalten. Ich hab keine Lust mehr, Mann. Ist meine E so kaputt? Moment. Es hört halt einfach mittendrin ab und zu für ganz kurz auf. Das ist ja stupid, Mann. Scheiße, ich komme da nicht hoch. Ich will eigentlich hochkommen. Habe ich irgendeinen Charakter, der mir helfen könnte, da hochzukommen? Ach Mann, ganz ehrlich, okay, ist auch egal dann. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Vor allem, wenn meine I die ganze Zeit leckt, da habe ich auch keinen Bock mehr. Ich muss mir wieder eine neue Tastatur kaufen. Das ist halt bodenlos, weil ich habe sie mir erst vor einem halben Jahr gekauft oder so. Oh, nice shot. Ah, hier kann man die Hydro Sigils abgeben. I see. I see, I see. Und mal, ja, so wie immer halt eben diese Teile hier. Ich weiß nicht, dass der Fountain das ist, wenn man es abgibt.
Ich glaube, ich hatte es mal gehört, aber hab's dann wieder vergessen. Gestern. Is this the place? You said she's here, but what do I need to do to see her? Back then I drank water from the primordial sea. It heightened my sensitivity to the hydro element. Yeah, and even Paimon could hear her after drinking that thing. Didn't you just drink a lot of it on the stage as well? Oh, in that case... Vache! Ah! Yes, that's it! Triple exclamation mark. Vinier, it's me! It's me, Vache! Vache? Vache? I'm here! I'm here! Where are you, Vinier? I'm coming for you. I'm finally here for you. Hey, wait! Be careful! Hey, wait! Keep going. Vinier, is that you? It's me, Vache! Vinier! Vache? Why did you come? Didn't I say? You don't need to look for me. You look a lot older than I remember. How long has it been? It's been more than 20 years. I've suffered for over 20 years since the day you left. All this time, only the thought of bringing you back has kept me alive. Nothing else mattered to me. I must be dreaming. Who would have thought I'd get the chance to tell you all of my feelings like this? Vinier, you are my everything. I really don't know how I could live without you. But Vache, if you ask me, this world would be better off without you. What are you saying? If not for you, I would have finished my law degree and probably become a top-tier attorney one day. If not for you, I would have continued to pursue my love of the arts, and my works would have been displayed in the Palais Mermonia itself. If not for you, I would at least have been able to take care of my mother. And she would not have grown old and died alone, with nothing but the tears on her cheeks. It's all because of your selfishness, Vache. It's all because of you. You... Wait, you are not Vinier. Who are you? You're right. I am not Vinier. I am the sacrifices. Every woman who died by your hand, as our bodies dissolved, our consciousnesses flowed back to the primordial sea. Our thoughts circulated endlessly within the primordial sea, and we were no longer individuals, but we became one, just as streams of water come together in the sea. I'm Cressy. I'm Lemony. I'm Azine. The only one I am not is Vinier. Why? But then, where is Vinier? She doesn't want to see you anymore. Every tendril of her consciousness is avoiding you. This is what you get for your selfishness. Your selfishness robbed us of our lives and our futures. You said time and time again that you'd do any and everything for her. But did you ever consider whether she'd want to see you do the things that you did? If she would despise you for what you became? You are a liar, a heartless murderer, and a cowardly narcissist. The only thing you are not is Vinier's beloved. From the moment your first victim died and her consciousness merged with Vinier's, she has had nothing but pure hatred for you. Looks like I didn't meet Vinier back then either. He must have wanted me to lure Marcel here from the very beginning. Yeah, she can't hate me. Let me see her, please. Have mercy. You still don't understand. When I said don't look for me, that came from the real Vinier. She really doesn't want to see you anymore. But on top of that, she also said that because it's her final drop of pity for you. She said that because she knew
that if you did come here, we will show no mercy to you. Vache. Vache? Vache. Vache! Vache. Vache! Drown. Okay. Until later the guards... Hä? Bitte was? Das war zu kurz. Achso, ich hab's aus dem weggeklickt direkt. Ja, ja, schade. Egal. Finally, we have some time to do shopping. Gosh, it's really been a long time since we've been able to relax. My legs are killing me. Huh. Well met, partner. Didn't skip leg I day. knew something great was going to happen when I woke up in such a good mood today. Even this weather can't put a damper on the demoiselle's mood. It's a pleasure to see you both again. Wie der sich verbeugt. Achso, mir fällt jetzt auf, dass er blaue Haare und keinen It's schwarzen. been a few days. Paimon's already started to miss you. Oh, now that I believe. I'm easy to work with and always bring home the bacon. Who wouldn't treasure having a partner like me? Sounds like you're really enjoying life these days, Navia. What have you been busy with since the trial? It's just been one thing after the other. I've been making non-stop trips between Poisson and the courts in Sen. Everyone from Spina di Rosula organized a memorial for my father. We never held a memorial when he first died, since everyone knew that even if we held one back then, no one was going to... This time, though, everyone in Poisson, and even many people from the court, all attended. So his name's definitely been cleared now. That's what we like to hear. It's been the dearest wish of Demoiselle all along. That blasted stubborn fool. I was right to put my faith in him. I'm so glad I didn't give up on the case all those years ago. Things turned out as well as they could have. Oh, by the way, I ran into Charlotte just after I left the memorial service. Well, maybe it'd be more accurate to say I knew she would be there, and there was no way she'd just let me go. Huh? So you know Charlotte too? Yeah, way back when I first became the president of the Spina di Rosula, she was all over me. Wouldn't take no for an answer. I believe the story was called The True Heart of Darkness, Secret Tales of the Yellow Rose. To be fair, though, it was a really flattering feature. So, we've been on pretty good terms ever since. She was trying to lean on our friendship to get me to do an exclusive piece on the serial disappearances case. Oh yeah, she told us about that. She's always been super interested in that case, so now her wishes finally come true too. Anyway, I told her to make sure that when she writes about you guys entering the opera house with the critical evidence, that you both sound really cool. Now that's another thing to look forward to. We trust Charlotte's skills with a pen for sure. Oh, and in other news, I also took Clarand out for a meal. Oh, are you two on better terms now? While you were investigating Vache's headquarters, Clarand gave testimony on my father's behalf. It was thanks to her that we were able to turn the tide. I wanted to thank her. I mean, there's also no point in being awkward all the time, so we took the chance to reconcile with each other. Oh, that's great. Paimon also thought Clarand wasn't actually a bad person. It's always good to have more friends. Anyway, now that the case has finally been solved, perhaps it will slowly begin to fade from the public consciousness. Oh, actually, there's still one last thing I need to do. What is it? I should pay a visit to my father's grave, and tell him the truth of what happened, as well as how it all ended. And on top of that, just how much people still look up to him, to this day. That includes me, too. Miss Navia. Indeed. Warte. Can I come too? Ich We will want nicht. to go too. We also think Callus is a really admirable person. Sure thing.
I'd like you two to share the moment with me. After all, without you, there might not have been such a positive ending. And in that case, everyone, let's be off. Considering the recent weather, we'll be lucky if we can reach Poisson before dark. Yeah, you're right. It's been raining non-stop for a few days now. Okay, Ladescreen. Huh. This is where my father's grave is. To be perfectly honest, even I haven't been back here for a long time. Huh? There's someone there already. Wait. That figure. It can't be. Hmm? Isn't that Nervalette? Why would the Chief Justice be here? Huh? Navia? My apologies. I should have asked before coming to pay my respects. Don't say that. Sorry about that. Oh, I was trying to say there's no need for you to apologize. I wanted to show my father how much I've grown, but still, I doubt I've grown to the point that even the Chief Justice would feel compelled to apologize to me over and over. In that case, I will stop apologizing for now. You really could use some pointers on understanding human emotions, Monsieur Nervalette. In any case, why did you come to Poisson? Well, ever since that day, I've been turning a question over and over in my head. Just what is justice anyway? There was once a time when I didn't want to believe that there could be anything more important to humans than life itself. Oh, rather than that, it's probably more truthful to say I didn't believe humans were capable of resisting the most basic instinct of living things. That they could rebel against their own nature, or consider certain things to be more important than their own lives. Which is also why I didn't stop your father from beginning that fateful duel. I believed that a truly innocent man would never throw away his life like that. That there was nothing, should have been nothing more important than one's own continued survival. But Mr. Callus proved me utterly and decisively wrong. If not for his sacrifice, the serial disappearances case would have remained unsolved to this day. Mr. Callus made the choice he did for his daughter, for his associates, and for many people completely unrelated to him. And in the end, from a certain perspective, one could say that he did it all for the sake of justice. A justice that's higher than life itself. So, you asked me why I came here. I just wanted to say my apologies to Mr. Callus in person. I should have noticed all of this much sooner. This regret has filled me with a sadness that has haunted me for days. That high and mighty chair in the opera Epiclese indeed insulates one from many important things. Ist wirklich der Drache dann? Spina di Rosula, thank you so much for your hard work and perseverance. I'm sorry for being mad at you before. So, you're actually one of those types that's cold on the outside, but pretty thoughtful on the inside, huh? That reminds me of Silver, one of my guys. Sorry about that. Self-expression is not one of my strong suits. Didn't I just say you don't need to apologize? So Navia and Nervalette seem to have made their peace as well. Let's not disturb them for now. We can wait till after they're done. Okay. Es ist Tag geworden inzwischen. Paimon's never paid respects at someone's grave before. Did Paimon do anything rude there? Well, you're not usually supposed to fly around someone's grave. Okay. Aber es hat scheinbar aufgehört zu regnen, weil es ihm gut geht wieder. Ist er wirklich der Drache? Oder ist es nur Zufall? I don't know. Paimon didn't know that was a thing. But Paimon doesn't know what she would do if she can't fly. Lauf. Oh no. Paimon hopes Miss Navia won't be too mad. Oh, she took it seriously. Anyway, Nervalette is still standing around there. It's not often that we can catch him alone like this, so why don't we go talk to him for a bit?
If we can't talk to Lady Farina, we can at least talk to him, right? Kann ich ihn fragen, ob er der Drache ist? Oh, it's you two. Did Miss Navia invite you to come pay your respects to her father? Mm-hmm. We ran into Navia on the streets today, so we just followed her here. I see, I see. Then is there something that I can help you with? Well, it's pretty hard to run into you like this since you're usually super busy. So we figured we could try to ask you a few questions, if that's okay. Please feel free. Though outsiders, you helped us solve one of the greatest mysteries in Fontaine, and it would be my pleasure to return the favor. About water from the primordial sea, about the prophecy that has been circulating around Fontaine, about child. There's more water from the primordial sea. At court, the bad guys referred to that special water as water from the primordial sea, but what is it really? Truthfully, that name is already quite accurate. I can only surmise that Vacher and his ilk only learned of its nature and existence after extensive research. There used to be a special sea on the surface of this planet. The nature of its seawater was rather different from that of the sea we know today. Most of Tevat's life forms were first born in that special sea. You could say it nurtured much of the life on this planet. Huh. So it really was where everything began. It makes sense to call it primordial then. Frage ist, hat dieser Planet dann ein Ende oder ist es einfach... Also der hat bestimmt hat's ein Ende, aber dann müsste man es doch so machen, dass man theoretisch unendlich lang die Karte entlang scrollen könnte irgendwann. But today, the primordial sea no longer exists on the planet's surface. What Vacher discovered must have been some kind of special case, or a remnant from a truly ancient age. Huh. So that's how it is. Oh, you really know everything, Monsieur Neuvillette. But if that's the case, then why would people, at least people from Fontaine, dissolve in that kind of water? Indeed. Why would the primordial sea, which was known to engender and nurture life, suddenly reverse itself and devour life instead? To be frank, that also doesn't match my understanding of this world and its laws. There must still be some unknown secrets around the people of this land. Is there anything else you'd like to ask me about? About the prophecy that has been circulating around Ich kann nicht mehr reden. About the prophecy that has been circulating around Fontaine. That the sea levels will rise and everyone will be dissolved in water, leaving Farina crying alone on her throne, but the sins of the people will be finally washed away for good. Does that appropriately summarize the version you've heard? Yes. That's right! It was Linny that told us back then. And that about covers all the main points. Yes, up to the present, I think we reached a point where we have no choice but to confront this prophecy directly. Rumors have it that this prophecy is rooted in the last words the former Hydro Archon left to the world before she passed away. A prophecy? Of the former Hydro Archon? Wow. This is the first time that we've ever heard of it. Two parts of the prophecy have already proven correct. The rising sea levels and the ability of the people of Fontaine to be dissolved. We should be more vigilant and stay on the watch for further signs. Speaking of the prophecy, Farina has also always taken it quite seriously. Indeed, she has been collecting information and intelligence from across Tevat for this purpose. If the rumors were true, then perhaps this prophecy is the conundrum left to Farina by her predecessor. But with Farina being the way she is, can we really trust her to solve it? Achso, ist dann Is there anything else you'd like to ask me about? Nun, was ist dann Focalor ein junger Gott noch? Sowas wie Nahida, aber halt so ein bisschen älter. Zum Beispiel, Nahida ist ja 500. Könnte man sagen, Focalor sieht dann wahrscheinlich auch so wie 1000. Da gibt es ja noch ältere Götter wie halt eben Venti. Okay, Venti, ja gut, bei dem sieht man es nicht ganz an, aber der ist ja irgendwie, was weiß ich, wie alt? 5000. Ich glaube sogar, der ist fast älter als Zhongli. Zhongli ist ja 6000 oder sowas. Raiden ist ja auch zumindest 3000 Jahre alt oder sowas. Dann könnte es Sinn machen, dass Focalor so ungefähr 1000 ist. I know. Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Aber egal. About Child. My apologies. My investigation has still not reached its conclusion. However, I still believe the judgment of the Oratrice was not rendered arbitrarily. But you also said you thought he was
brilliant! For many years, I have been quite aware that the oratrice does not simply mechanically repeat the verdict that I give on each case. As a divinely created mechanism, the people's unified faith in the concept of justice is integrated into it. Not only can it produce the incredible power of indemnitium, but it likely also possesses other traits, such as self-awareness. Which is all to say, I have been prepared for a situation like this for a long time. Huh. So when Lenny told us that he heard a human voice from the room where the oratrice's core is stored... I was not aware such a thing had occurred. Perhaps that could serve to prove my conjecture. I will add that to the list of items to investigate. In any case, I am inclined to believe that the oratrice does have a methodology all its own. We just do not have enough information. Based on Farina's reaction, I doubt even she had any idea what was going on. She managed to bluff her way through it, though, the time-tested twin tricks of bravado and drama. While we do intend to get to the bottom of this, for now, we regret to say that the Fatui Harbinger will just have to bide his time in the fortress of Meripede. If we did incorrectly convict him of crimes he did not commit, we will most certainly compensate him to the fullest extent allowed by the law. If you ask Paimon, the only compensation he'll want is a no-holds-barred fight with you. Is there anything else you'd like to ask me about? Okay. About my sibling. Your sibling? Another blonde-haired traveler? I'm sorry, but I've never seen anyone who matches that description. If she ever stepped foot in Fontaine, I'm sure she followed our laws to the letter, and had no reason to appear on the stage of the opera Epicles. Is there anything else you'd like to ask me about? Achso, man muss alles wirklich durchklicken, bevor man sagt, I have no more questions. Very well. It was my honor to provide you with what answers I could. I very much enjoyed conversing with you. It will soon be time for me to leave this blissful tranquility behind and return to Palais Memoria. You really are super busy, Monsieur Neuvillette. Paimon thought you only came here to pay your respects today because you had the day off. Crime and villainy do not have the day off, and so justice must work around the clock as well. This is merely the nature of a justice's work. All right. You've got a point. Huh? Paimon just noticed that the rain has stopped. Ich würde denken, dass er dann wirklich der Drache sein könnte, vor allem mit seinen Haarsträhnen, wenn man es nachschaut. Oh, ich habe einen Hydro-Con bekommen. Ja, ich weiß nicht, ob man die so sehen kann. Talk to Catherine. Ist da eine World Quest, oder? Ah, ja, das ist... Another Nation, Another Catherine. Steambird-Interview ist, glaube ich, ist wichtiger für mich erstmal. Das mit Another Catherine werde ich vielleicht auch noch heute gleich machen, aber erstmal Steambird ist wichtiger. Denn das ist... Reputation, wofür ich die Quest mache. Aber wirklich, so von diesen hinteren zwei Teilen, er sieht wirklich aus wie... I mean, maybe. Ist Neuvillette vielleicht ein Drache? Neuvillette... Neuvillette... Name, Meaning? Hat es einen Namen? Eine Bedeutung vielleicht? Influencer, Freedom, Lover, Charisma. Ja gut, das passt zu ihm als charismatischer Charakter und nicht als ein Drache. Schade. Aber komm, das könnte doch sein, oder? Maybe. Ich meine, okay, andere Charaktere haben, glaube ich, auch so ähnliche Augen und sind auch kein Drache, aber... Ich meine, zum Beispiel Layla ist auch kein Drache, aber sie hat jetzt auch nicht genau solche Augen. Komm, maybe. Ich find's cool, wenn er der Drache wäre. Anyways, Mail, das habe ich von geholt. In 3 days. Ich sollte demnächst, oder zumindest in 1 oder 2 Wochen auch noch Rewards von dem letzten Streamer-Event bekommen, falls ich überhaupt welche bekomme. Wenn ich gar keinen bekomme, wäre es natürlich schade. Aber ich glaube eigentlich schon. Troubleshoot.
Ha! Damit habe ich es freigeschaltet erstmal. Okay, Fontaine Quest. Die zwei geben mir was. Okay, ich krieg direkt erstmal Steak Tartare. Ich würde einfach alles einsammeln, wenn ich alles habe am Ende. Das ist ja auch egal, wann ich es einsammle. Gut, das kann jetzt natürlich ein bisschen hässlich werden, aber die Archon Quests gibt's auch nicht mehr, ne? World Exploration könnte mir ein bisschen helfen. Aber ich müsste auch noch World Quests machen. Chief Editor of the Steamboat, achso. Und damit ist es abgeschlossen. Kriege ich davon auch nochmal 20? Schade, das zählt nicht als World Quest. Ja, Moment, was denn? Ja, wie heißt denn dann? Die World Quest hier erstmal, die mit Another Castle. Und das muss ich vielleicht auch noch irgendwann machen. Another Horizon of Adventure. Moment. Ich sehe es nicht. Ah doch, hier. Perfekt. Ja, Moment, das war das allererste. Ich habe das erst geskippt. Gut, ich muss dann halt theoretisch auch noch ein paar World Quests machen und viel Exploration, bevor ich überhaupt das anfangen kann. Das werde ich in dieser Woche noch bestimmt machen. Aber ja, das könnte lustig werden, ne? Wie steht's mit meinem Resin? Oh, das dauert noch ein bisschen. Ich glaube, ich würde dann ein bisschen Exploration machen, um ehrlich zu sein. Hier kriege ich erstmal noch einen Pull. Stimmt, deshalb war ich auf 16. Und nur 17 jetzt. Noch weiter geht gar nicht, ja. Das habe ich noch gar nicht. Ja. Ist auch egal. Okay. Ja, dann... Time to go. Warum habe ich ein Ausrufezeichen bei den Charakteren? Ja, okay, gut. Ich weiß warum. Wird nicht aktiviert. Wird absolut nicht aktiviert. Muss nicht aktiviert werden. Bitte nicht. Wenn ich CC6 hab, mache ich's. Muss nicht sein. Muss auch nicht sein. Oh Gott. Warte, was? Hä? Ja, nee, das zählt nicht. Nein. Huren. Ja, das ist gerade mal C2. Auf dem anderen habe ich sie schon längst C6. Ich meine, wenn den One C6 ist, könnte ich es vielleicht mal ein bisschen spielen. Ich habe C5, den DMC. Stimmt, aber jetzt kommt erstmal das Wichtige. Ich will den DMC ausprobieren. Ich meine den HMC. So, hier. Aber lass mal einfach dieses Team nehmen. Das war das, mit dem ich dieses komische Viech gekillt habe, das mich so dermaßen auseinandergenommen hat. This world is full of unsolved mysteries. Ich würde sagen, zur Hydro passt natürlich im Hydro-Team. Das heißt, ich mache einfach mal Double Hydro. Chivalry will never die. Ich weiß gar nicht, was macht eigentlich der HMC? Das könnte jetzt sehr interessant werden. Resonate with Hydro. Das erste Mal, dass ich mit Hydro Traveler benutze. Mal schauen. Land of Fair Springs. Was macht die I? Oh, man kann es chargen. What the hell? Was ist das? Das sieht geil aus. Das sieht so geil aus. Ich dachte, kann man es halten und man kann es halten. Es sah so aus wie etwas, was man vielleicht halten könnte. Und es spielt auch mit HP. Kann es sein, dass man HP verschießt? Ich wurde ja nur geheilt, weil ich direkt neben der Statue war, aber... Oh, hold up, ist sick. Jetzt habe ich Foppys Debut auf jeden Fall, was ein bisschen useless ist. Ja, Digga, das ist fragwürdig, aber...
Was? Ich habe doch gedrückt gehalten. Mann, ich muss wirklich vielleicht einen neuen Dings mir holen. Neue Tastatur. Hä? Ich halte doch gedrückt. Ich sehe es wirklich nicht ein. Was macht sein Burst? Okay. Sieht nicht so stark aus, um ehrlich zu sein, der Burst. Drops Damage. Oh, das heißt, man würde ihn auch noch auf HP bilden. Ich will es mal ausprobieren. Wie viel Schaden macht er? Ich kann mal in die Open World gehen. Oder ich gehe einfach zu einem... Hier. Das könnte jetzt interessant werden. Erstmal teste ich diesen normalen Damage. Adventure Time. Ich habe jetzt halt ein überhaupt nicht passendes Set, muss man sagen. Aber ja. Was hat nicht... Okay, man kriegt so eine kleine Weile. Das hat immer noch nicht gekrittet. Aber wenn es critten würde, sollte ich so in etwa bei 10k landen. 10 bis 11. 11 eher. Aber nur wenn ich ein Benny's Burst bin. Das ist natürlich nicht vieles, aber ich will jetzt mal sehen, wie es macht. Booba, get them! Teamwork is dreamwork! Water jet! Alter! Let's Ich hab light it up! eine 55er Crit Rate. Adventure Time. Everybody stand! Go! Ja, 11 genau. Nice and spicy! Jetzt. Go! Digga! Ich hab doch sowas von gedrückt gehalten. Let's light it up! Ich hab doch. Also, ich sehe das halt nicht ein. Warum kann ich es nicht gedrückt halten? Ist meine I so kaputt? Ich leg's mal kurz auf eine andere Taste. Ich mache jetzt das daraus mal Z. Nee, warte, ich mache daraus K. Jetzt muss ich natürlich kurz warten. Go! Ah. Warte, wie funktioniert es dann? Vielleicht sollte ich mir die Beschreibung anschauen. Erstmal mache ich die Audio wieder leiser. Nur auf 6 statt 8. Mach die Keybindings natürlich hier wieder auf I. Okay. Liegt's daran, dass ich... Moment. Kann ich es jetzt gedrückt halten? Nee. Warte, was dann? Hä? Jetzt verstehe ich es erst recht nicht mehr. Ich halte es doch gedrückt. Ne, ich sehe es nicht. Selbst auf K funktioniert es nicht und die Tasten sollten eigentlich alle funktionieren. Jetzt bin ich erst recht verwirrt. Jetzt funktioniert es aber. Hä? Ey, das sieht halt voll cool aus, aber es ist halt, es funktioniert gerade nicht. Das ist so dumm. Guck mal, ich kann sogar Benny halten.
There you are, eavesdropper. Water jet! Let me amuse you. Ah, Let's light it up. keine Ahnung. Was ist das? Was ist das für ein Teil? Wipe out! Hat's mit Hydro Reputation? Oh, es hat viel Hydro Reputation. Ah, es ist halt 4 Sekunden. Interessant. Once more. Das ist natürlich interessant. Es ist auf jeden Fall sehr interessant, aber wenn meine Tastatur nicht mitmacht, fliegt es unendlich weit. Go! Absolut nicht. Es ist ein 80er Burst, aber von dem, was ich gesehen habe. Das ist schon teuer. Da muss ich sagen, weiß ich nicht, ob es wert ist. Ob es so gut ist. Nice and spot. Everybody stand back. Let. Yeah! Ich habe keine Ahnung. Water jet! Okay, der hat sich überhaupt kein Halt. Let's light it. Yeah! Water jet! Viel mehr ist ja Full Dendro Damage, wo es gerade gebraucht. Oh Mann, inzwischen ist es draußen dunkel. Ich muss mal heller stellen. Also ich muss den Raum ein bisschen heller machen. Es ist... Ja, also... Hydra MC... Es sieht lustig aus auf jeden Fall. Ich will mal kurz zählen, wie viele Schüsse er insgesamt abgibt. Und dann halt noch dieser End-Strike. Wow. Wenn meine Tastatur dann aber nicht mitmacht. Ist doch der gleiche Damage. Was mich aufregt, ist, dass der Cooldown gerade so lang ist. Ich hab keinen Bock mehr, Mann. Dann spiele ich doch DMC. Ich hab keinen Bock mehr auf Hydra MC. Oh, ja, nee, doch. Ich geht's auf. Man könnte DMC in einem Hyperbloom-Team benutzen. Ja. Hydra MC in einem Hyperbloom-Team. Wo er halt einfach 4-Piece-Dings hat. Auch dann würde es... Ja, ich weiß nicht. Aber hat nicht genug Hydra Reputation. Jetzt kann ich es auf einmal erzählen. Aber jetzt habe ich halt nicht angefangen. Weil ich dachte, es wird sowieso in der Mitte wieder unterbrochen werden. Ironie, ne? Off we go. Adventure time. Nice and spicy. Wenn ich richtig gezählt habe, sind es ungefähr 20 oder 22 gewesen. 22. Kleine Drops. Und dann ein großer. 22 kleine Drops ist gar nicht mal so kacke dafür, dass es ein Skill ist. Ja. Vor allem, das wird sich ungefähr times 2 machen hier. Das heißt, es wäre actually sogar ein relativ stabiles Scaling. Dafür, dass es nur ein Elemental Skill ist. Das ist ziemlich, also schon ziemlich gut. Aber du musst es halt die ganze Zeit halten, das ist nicht so wie Ayakas Burst, der 20 mal hittet. Go! Time to act. Rain outlines your fate. Ich müsste ihm dann auch ein anderes Set geben eigentlich, aber ich werde jetzt den Hydra MC erstmal nicht benutzen. Ja, es sollte sich so... Ich fände es besser, wenn es sich so wie Ayakas Burst verhalten würde. So, wenn es einen Gegner trifft, bleibt es stehen, wenn es keinen Gegner trifft, geht's weiter. Weil so wird es einfach durch die Gegner durchgehen. Aber ich kann es mal versuchen, ich will jetzt Battery. So, ich fülle es mal kurz auf. No, my sword!
Ja, das fliegt einfach durch. Ja, das ist nicht gut. Let's light it up! Yeah. Out of the frying pan! Rain outlines your fate. Ja, es macht Spaß. Es macht Spaß. Das muss man sagen. Ah, die Teile können dich hier, die auf dem Boden sind, einfach. Das erscheint mir cool. Weil dann passt auch dieses andere Set für den Links Traveler. Stimmt, hier ist ja sein Main-Kit, der Hydro Damage bonus. Er hat sein E-Skill. Und wenn das sein Main... Ah, das heißt... Wie ist das nochmal? Das Set, das gut auf... Fische ist dann auch gut auf dem Hydro MC. Das könnte interessant sein. In der Tat sehr interessant. Was ist denn das für ein Team? Nie gesehen. Ah, es ist ein Hyperbloom. Warum habe ich das aufgebaut? Kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals gemacht habe. Aber okay. Ich würde jetzt einfach erstmal diese World Quest hier machen mit Catherine. Ich werde sowieso morgen ja wieder hierher kommen müssen, also muss ich das zumindest vorbereiten. This must be a puppet too. Yeah. Shouldn't be another possibility. Das war's. Ah, das ist kurz gewesen. Das ging sehr schnell. Dann würde ich sagen, gehe ich vielleicht auf ein paar mehr World Quests von Fontaine. Ich glaube, ich mache das mal. Kann ich noch ein bisschen Reputation farmen. Time to go. Wenn ich vielleicht noch so ein bisschen Inspiration machen will. Ich sag 7% habe ich ungefähr gemacht. Und wenn ich hier das alles zusammenzähle, bin ich bei 17 plus 18. Man muss da halt nochmal ungefähr so 10% dazu rechnen. Und da ja noch das Gebiet dazu kommt, das ist halt die Frage. Das heißt, das sind dann 90% ungefähr. Das heißt, wir sind bei 35. Ne, nicht. Ja, 35 plus 27. Was ist 35 plus 27? Das macht 42. 62 geteilt durch 3. Sagen wir mal 63 macht 21% im Schnitt. Wenn das 7% ausmacht von der Gesamtregion, heißt das ungefähr diese Region nochmal verdreifacht wird. Ja, also dass hier nochmal eine Region vielleicht hinkommt von der Größe und hier nochmal eine Region von... Ja, okay, ne. Es wird trotzdem hier noch so einen Empty-Spot lassen. Ich glaube, hier sollte so ungefähr Fontaine hinkommen. Hier wahrscheinlich so Wasser und hier auch, weil es sich so abgrenzt. Oder einfach so Land und dann kommt hier Wasser. Und dann ungefähr hier 1 und 2 Mal nochmal ungefähr die gleiche Größe von Fontaine. Oder hier entlang, ich glaube auch hier. Ja, ich weiß nicht. Aber so rein rechnerisch würde ich sagen, ungefähr kommt noch das Doppelte dazu von dem, was wir bis jetzt haben. Was vielleicht auch so gut sein kann, weil wenn wir nachdenken, das erste Mal, als Sumeru rauskam, kam, glaube ich, dieses Gebiet raus. Das Ganze hier. Danach kam nochmal 1, 2, ja, ist ein bisschen mehr, aber mehr als das Doppelte. Ein bisschen mehr als das Doppelte. Könnten wir sagen, so ungefähr kriegt man das Doppelte dann noch dazu. Bisschen mehr vielleicht auch als das Doppelte. Aber ja. Ich habe jetzt keine Lust, so eine große World Quest zu starten, sondern einfach so eine kleine. Also, das ist ja eine kleine World Quest und diese großen World Quests sind hier sogar noch solche Teile. Das sind solche riesigen World Quests wahrscheinlich. Also die so richtig lang dauern.
Smell Trade Secrets, was? Warte, das war's? Ah, ist ja entspannt. Kann ich ja mal schnell hier zur Reputation gehen. So ganz kurze Quests sind natürlich sehr entspannt. Ja. Oder? Schon mal?知道。Mhm. Das zählt scheinbar nicht als World Quest, das ist sehr schade. Ah, jetzt kann ich es auf Fontaine stellen. Sehr gut. Das ist das, was ich wollte. Das war das Hauptziel von heute. Oder eines der Hauptziele. Das andere war eigentlich erstmal Reputation freizuschalten. Jetzt muss ich mal schauen. Ich habe vergessen, dass man halt gar nicht genug hat, um die ganze Reputation freizuschalten. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich richtig viel erkunden. Ah, ja, das könnte ein Pain werden, aber ich will nicht mehr so lange weiter zocken. Das heißt, ich höre gleich auf, glaube ich. Time to go. Das war gut. Gibt's vielleicht hier noch was zu gucken? Mit den Bullen hier, die damals noch gestern erst gefahren wurden, die ich gestern gefahren habe. Sind scheinbar nicht da. Das war damals, also die sind einfach nur gespawnt für das Event wahrscheinlich. Ja. Für die Quest wahrscheinlich. Das ist der Massenfall. Gehört das noch zur? Ja, das gehört scheinbar nicht mehr zur Hydro-Domain. Oder zur Fontaine-Domain. Da hinten ist etwas, aber man kann da nicht hin. Aber das ist hinter der Barriere. Nein, 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 nein. Paimon, du hässliches Stück Scheiße. Ah, geht da nicht. Hier kann man aber schon nicht mehr trinken, oder? Genau, hier ist man... Ah. Ich sehe... Time to go. Ja, da hinten ist irgendwas, das man nicht sehen kann. Das wird bestimmt noch freigeschaltet, dass man dorthin gehen kann, aber... Jetzt halt eben noch nicht. Ah ne, das sind tote Viecher. Schade. Was sind vielleicht mal frei? Wave Raider brauche ich jetzt gar nicht. Gibt's hier irgendwas? Scheinbar nicht.
Das war der Berg. Ich glaube, ich muss mal anfangen, hier einfach ein bisschen zu erkunden. Ich glaube, am Berg herum ist bestimmt was. Da oben war mal auch ein Hydroculus, den ich eingesammelt habe. Das Roja Power. Interessant, was Kampf hier abzieht. Ich schau mal, ich versuche mal vom Berg hier oben aus mit einer besseren Aussicht runterzuschauen. Ich hoffe nicht, dass ich besonders viel erkunden werde. Morgen wird wahrscheinlich die Aufgabe dafür sein. Gestern und heute waren die Quests und heute und morgen und so werden dann mal die Tage sein, an denen halt erkundet wird. Das, was halt eigentlich das Beste ist an den neuen Regionen. Zumindest wenn es Fontaine ist. Ich finde, die Wüsten waren jetzt nicht so das Wahre. Scheiße, ich hab kein Stamina. Oh, das sind diese bösen Hydro-Eidolons. Einfach 1:1 das gleiche gemacht. My will in Das Auge müssen sie gemacht. Sie heißen jetzt Tainted with Water. Aber jetzt hat es mehr Resistance, wenn es so eine komische Schicht hat. Collecting rare and exquisite treasures. Yes, this seems suitably sophisticated. Dieses eine Ding, das mir heute Dings gezeigt hat. Frosch gezeigt hat. Vielleicht könnte ich jemand anderes trollen im Koop. Nicht mehr Archon-Quest. Ja, Frosch, ich bin durch. Weißt du, ich habe gerade eine lustige Idee. Was, wenn ich einfach jemanden random in der Welt join und dann zu dieser Stelle gehe, wo dieser Gegner ist, den du mir gezeigt hast, und frage, ob er mir helfen kann. Das wäre schon lustig, meinst du nicht? Warum declined jeder? Hey. Das sind eine Menge Anfragen, die ich gerade absende, bis ich zum ersten Mal... Ah, perfekt. Das wäre bestimmt lustig. Ich hoffe natürlich, dass der Typ, wie soll ich sagen, schon den TP-Point freigeschaltet hat. Scheiße. Hi. Could you please help me defeat an enemy? I guide you to him. Mal schauen, ne? Oh, das wird lustig. Thanks. Das wird lustig, mein Freund. Ah. Oder? Okay, no problem. Things gonna be very funny. Things gonna be very funny. Ja. Er hat auch Kokumi. Gut, wir haben 2 Kokofische. Das heißt, man könnte das sogar überleben, vielleicht. Vielleicht. Darauf liegt die Betonung. Braucht ein bisschen lange mit seinem Kasur. Renn schneller! Kasuha. Kokumi revived nicht, also nein. Ich weiß, aber ich meine, du hast ja zweimal healen. Kokumi C6 revived doch, oder nicht? Ne, das war Chichi. Oh, schneller! Oder. Ich meine aber halt, wenn du 2 Kokumis hast, wie gesagt, dann hast du doppelten Heal und es könnte dich eventuell ein bisschen retten halt. Ich meine, du bist ja sowieso nicht One-Hit, wenn du jetzt nicht gewaped wirst, so einfach. Also du bist schon bei manchen Attacken One-Hit, aber wenn du Kokumi jetzt hast
2 Kokomis. Barbara und Coxie 6 reviven. Nicht. Okay. Ne, Chichi. Erstmal ein Hydra Killers. Whirling snow. There. Down there. That fish. Whatever that is. Er ist doch so unschuldig. Er weiß nicht. Ja. Hey, Support. You dead bitch. Ah, ja. Ja. Dieses Vieh, Alter. Es macht mich so sauer. Eigentlich nicht. Es ist schon lustig. Du. Ach, er ist 57. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Er wird sich so denken, sus, Fragezeichen. Weil, naja. I've got Yenfe or Huta already built. Let's go, Huta. Time to go. Ah. And Scheiße. Es ist halt so dumm, ne? Yenfeld Trust, wie das wird funktionieren. Mach dann mal so ein AR-60. Wir go in. Der denkt, er sei so krass und hilft mal Anfänger. Okay. Oh. Was macht er? Nein, ich glaube, er denkt, es ist sus. Ich glaube, er denkt sich, warum würde er mich fragen, wenn der Adventuring 59 ist? Komm, bitte, bitte, bitte. Bitte. Yes, good drops, by the way. Respect must be given to the will of every creature. Bro, I can't promise like 1 billion chat. What do you mean? No problem. Easy. Warum greifst du mich an? Ich will, dass du Kokofisch angreifst. Rest and rebuild. Teamwork is dreamwork. Couldn't break. Scheiße. Oh Gott. Au. Ah, fucking hell, was macht der Fehler? Oh, fuck. Ich renn weg. Ich lass ihn alleine da. Sorry. Ich bin powerful. Wie not wohl. Time to go. So 5% ich spiele das. Ah, Mann, Digga, das ist zu geil. Aber er hält sich relativ gut. Also ganz ehrlich, er ist gut.
Er hält länger durch als ich, das muss das heißen. Mann, der stimmt. Au. Was ist hier? Boah, hat der Kugelfisch so hoch wie hier. Das ist bodenlos. Geht nicht auf mich, oder? Geht so auf mich. Das ist heftig. Fokus nicht mich, fokus den Fisch. Ah, geil. Ich kann die Stäbe mich nicht treffen lassen. Oh shit, das ist gefährlich. Au. Ich muss mich jetzt hier. Aber warum funktioniert das? Ja, okay, er ist an der Ecke, das heißt, er kann einen seiner härtesten Attacks hinten nicht. Das funktioniert. Scheiße. Ich bin tot. Aber warum ist er so full? Warum hat er so viel HP? Oh fuck, ich bin fast tot. Na gut, das mache ich jetzt erstmal nicht mit. Warum schießt er auf mich? Was für eine Ruhe, Mann. Das Ding soll man nicht mich fokussieren. Das ist ja Adorn my night! Time to go. Oh Mann. Das war ein bisschen disappointing. Er hat zu viel Heals gehabt. Er ist halt mit Kokofisch reingegangen. Er dürfte halt nicht mit Kokofisch reingehen. Und er hat zu gut gespielt. Warum ist er gut? Stabil und gut auch. Mann, warum ist er gut? Ja, das liegt halt eigentlich daran, dass der Typ hier an der Ledge ist. Eigentlich wäre hier oben, dann gäbe es richtig viele indodgeable Attacks. Aber halt, so können wir einfach ein bisschen Altitude ändern und dann kann man nicht getroffen werden. Das ist halt heftig. Also. Ich warte auf den Cooldown. Wie überlebt er das? Ich check's nicht. Ja, dieses Spray-Attack ist halt nur horizontal. Das heißt, er kann vertikal laufen. Er ist sicher gespannt auf die krassesten Drops. So Free 5-Star-Weapon. Ja. Komm, stirb doch mal, scheiß Huter. Versteht nicht, weshalb seine Huter überhaupt nicht stören. Ich muss mich auch so verarscht fühlen, dass ich hier einfach nur zuschaue. A lapse in judgment. Oh. Ich glaube, er hat keinen Bock mehr. What the fuck, wie ist er noch am Leben? Er schwitzt um sein Leben, aber wirklich so. Bro denkt, er spielt, was weiß ich was. Er spielt um sein Leben. Aber ey, langsam, aber sicher geht's runter. Ja, Huta ist eigentlich ja voll gut wegen unendlich Hydro Aura. Mann, was ist ja da unten? Ich versteh's nicht. Bei mir ist er nie nach unten gelaufen. Bei mir ist er einfach an der gleichen Stelle stehen geblieben.
Ich glaube sogar, er gewinnt am Ende noch, ne? Das ist Kacke. Mein Troll hat nicht funktioniert. Welche Waffe hat er eigentlich? Das ist Homer? Dragon's Bane. Holy shit, da hat er actually voll. Ja, Dinge. Hat viel Crit, das muss man ihm lassen. Interessant. Hallo Provianter. Was geht? Schon gerade so, wie jemand kämpft. Tatakai. Mann, das ist nicht lustig. Seine Kokofisch viel zu viel. Ich würde sagen, er soll sowas wie Chinchio nehmen. Ja, hier nicht mit. New strategy needed. Das Ding geht zurück. Es geht zurück. He said no problem. He still live. Time to go. Oh Mann. Man hat sich zu weit entfernt. Ey, er ist... Ich weiß nicht. Ich glaube, dem geht's nicht gut. Alter. Also wenn er jetzt wirklich weiterkämpft. Wenn er wirklich weiterkämpft. Bitte mich bannen. Also oder zumindest aus der Welt werfen. By the way, he dropped 5-star weapon. Okay, ich lasse. I went too far from the spawn place. Sad. Again. Oh Mann. Geh zum nächsten Opfer. If you want. Let's go. Ja, okay, komm, dann mache ich aber auch was Richtiges mal. Spiel statt Bandit. Soll ich das gleiche machen? Oder ich mach so. Wo ist Diona? Will der jetzt noch zuschauen? Open Tube nicht, ja. Existiert scheinbar nicht. Oh. Wait, never mind. Ja, jetzt fokussiert es halt leider mich. Was ich nicht gut finde. Mach mal deinen Kokofisch. Ich geh gleich zu. Warum nimmt er das noch so ernst? Er hat ja gesagt, ich will too far. Hat sich nicht irgendwie aufgelöst. Das finde ich ein bisschen sass.
geht jetzt sogar, jetzt wo ich seine Attack-Patterns nicht kenne. Ja. Er nimmt sogar gut Schaden. Okay, nimmt jetzt nicht unendlich Schaden, aber er nimmt sogar okay Schaden. Oh. Ja, schade, ich wollte eigentlich auch was drüber sagen, dass der Cooldown ist. Komm, das ist ein bisschen blöd. Holy shit. Boah, what the fuck, das ist einfach bodenlos. Der Fokus mich immer. Macht trotzdem keinen Schaden. Aber warum target es nicht wieder nicht? Warum target es nicht wieder? Ich weiß gar nicht. Fast gestorben. Let me have a go. Win it! Go! Abstand halten. Keller Loot incoming, ja, das ist heftig. Soll ich einfach leaven im letzten Moment? Wenn nicht, ich glaube, dann wäre es in der Welt immer noch so. Das ist Loot. No? Equal to 5-Star. Jupp. Der Typ ist chill. Der sieht sehr chill aus. Aber ich muss eins sagen. Silly jerk. Mann, der Typ ist nicht mentally stable. Ja, Digga, das ist ganz komisch, was bei dem abgeht. Das ist zu chill. Toodaloo. Ja, nice, ey. Schade. Sehr, sehr schade. Nix. Mann, Mann, was ist das? Das ist voll weird. Das gehört sich nicht, Mann. Okay. Ja, ich glaube Kokofisch und Huthaus einfach ein fast unsterbliches Duo, so. Jetzt zum nächsten, das ist jetzt, ich muss einen gescheit getrollt bekommen. Please help me defeating the enemy. Help. Just. Was hat mir eigentlich... Ah, okay.
Erst ein Adventure unter mir. Ah, okay, ich sehe schon. There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. Anyway. It's a long way to Ba Sing Se. Mann, das wird gar nicht lustig. Kommt nicht mit. Das wird ein bisschen dauern. Oh no, Animo Main. Soll ich den einfach skippen und einfach zum nächsten gehen? Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob es sich jetzt lohnt, so lange zu laufen. Vor allem, der kommt scheinbar nicht mal mit. Wenn er nicht mitkommt, dann würde ich vielleicht einfach gleich zum nächsten gehen. Bewegt sich nicht mehr. Vielleicht gehe ich auch einfach. Ich habe langsam keinen Bock mehr auf den. Ich hab's eigentlich eher gut für ihn. Ah, jetzt kommt er. Man muss sagen, es sieht trotzdem ultra geil aus, Fontaine. Ah ja, das kann ein bisschen dauern. Right behind you. Right behind me. Das ist ein bisschen... a bit of a stretch. Hä, warum ist das Licht von meinem Dings aus? Ah. Hä? Warum kann ich nicht mehr WASD drücken? Fuck. WASD funktioniert nicht mehr. A blade embraces its duty. Moment. As a jeweler cherishes their gems. Hä? Moment. WASD funktioniert nicht mehr. Sie sind bei mir jetzt auf die Pfeiltasten gelegt. Und das sollte nicht sein. A blade embraces its duty.
as a jeweler cherishes their gems. Digga, das ist so verwirrend zu schreiben damit. Hä? Oh mein Gott. Das heißt, wenn ich sowas mache, So this is a zum day Beispiel, in the life of the dann kann ich traveler. jetzt... Ich drücke gerade A und jetzt I'm D. learning more about you all the time. Und das ist rechter und das ist linker. Naja, damit kann ich nicht spielen. Ich glaube, ich muss mal kurz mein Keyboard neu einpluggen. Einen Moment, das dauert ein bisschen. Ich habe halt viele Sachen am PC. You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. If someone can't handle it, maybe that's their problem. Hallo? A blade embraces Kann ich its auch wieder duty, reinstecken? as a jeweler cherishes their gems. Okay, Workscan. Du hast safe was gedrückt, irgendein Hotkey, ja, aber ich weiß nicht was genau. Oh Mann, das ist ein langer Weg fürs Trollen. Das muss ich sagen. Oh, das ist wirklich ein langer Weg. Another test subject. Bitte greif nicht diese Teile an. Er kämpft gegen die Teile, ne? Nein, tatsächlich nicht. Überlegt? Oder bin ich das? Er weiß auch nicht, was TP-Points heißen. Glaube ich. Ah, Mann, das dauert ein bisschen. Das kenne ich noch selbst gar nicht, das hier. Oder? Ah, doch, das war die A-Conquest. Dann kommt hier halt nur einmal her. Macht hier aber literally doch gar nichts. Oh ja, das wird ein bisschen dauern. Ich hoffe, er weiß, dass er jetzt im Wasser schwimmen kann. Ich zeige ihm mal, dass er es kann. Ich hoffe, er weiß, dass er es kann. Und wie es funktioniert, ja, er weiß. Man kann doch so nach außen und dann rausspringen. Nee, kann das nur links? Nur der nicht? Ich will es mal ausprobieren. Lynette. Moment. Ich bring mal statt Ayaka, ich meine statt Kokomi bringe ich mal Lynette rein. War das, weil es Lynettes Fähigkeit ist? Ah, tatsächlich ist Lynettes Fähigkeit. Oh, das ist geil. Abend, hallo, hallo, willkommen im Stream. Ich bin gerade imstande, etwas ganz Lustiges zu machen. Wie geht's euch? Mir geht's. Ich weiß nicht, geht. Ja, wie geht's denn dir selbst? Mir es geht eigentlich gut, aber gerade eben ist ein Plan von mir gescheitert, das heißt, das war schade. Unter Wasser ist mal schneller, oder? Als über dem Wasser. Schade, kann man so nach unten und dann direkt nach oben? Ah, ja gut. Ey, das ist cool, finde ich. Jetzt switch ich mal kurz zu Caso, das ist. Skate hatte gerade
Rank mit Pikolin überzeugt, erst Runde alle Gegner am Hacken. Geh mal ein bisschen nordwestlich vom nördlichsten Waypoint, aber sonst gut. Warte. Achso, ja, sonst gut ist nice. Ja, warte. Geh mal ein bisschen nordwestlich von. Ach so. Ja, ja. Da will ich auch hin, das ist gerade was Wichtiges. Ich muss gerade Leuten was zeigen, das ist halt. Time to go. Ja. Voll. Wo ist er? Ich hätte vielleicht außen rumlaufen sollen, anstelle davon reinzukommen hier. Das ist ein Umweg, den ich hier gerade mache. Aber jeden Umweg nehme ich doch natürlich hier für diese wichtige Mission. Wo ist er denn? Braucht ein bisschen lange. Kann bei euch mitmachen? Das ist gerade... Ich bin gerade bei jemand anderem dabei. Ich bin gerade gar nicht bei Dings. Du kannst gern zuschauen. Oder du kannst selbst bei dir in der Welt mitmachen. Aber jetzt gerade, das ist wichtig. Und ich weiß nicht, ob der andere dich noch reinlässt. Vielleicht würde er dich schon reinlassen, aber das ist gerade, you know, wichtig. Time to go. Wo ist er? Oder du kannst mir auch deine UID schicken. I had to reconnect. I see. Time to go. Kannst ja nachher mit Akeno den Boss machen. Okay, soll ich erst den hier machen oder erst mit Akeno? Weil ich glaube, die Überraschung ist dann nicht mehr so gut, wenn er es jetzt schon hier sieht und dann selbst mal macht. Das ist voll kacke. Genau. Ich brauche hier übrigens ein paar Sachen. Da habe ich die Leute jetzt umsonst, den Typen hier umsonst hergeleitet. Ja, stimmt. Aber ich glaube, es wäre worth it vielleicht. Schalte ich ihm damit eine Chest frei. Time to go. Ja. Also kannst du mir dann deine UID reinschicken, Akeno? Oder habe ich die schon? Holy shit, viele Leute sind online, aber es macht Sinn. Imagine your main is 4'9". Okay, gut, perfekt, dann würde ich dir joinen. Der muss sich so verarscht fühlen. Actually, sorry. I just realized I had something else to do. But thanks anyways. Ey, der tut mir ein bisschen leid. Der Arme. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Ja, Mann, es tut mir ein bisschen leid. Kannst du noch weiterhelfen? Nee, ach, ist egal. Warte, ich zeig dir was. Das ist so das musst du selbst erleben, das darfst du gar nicht zuschauen, das ist heftig. My parents lost 50-50 when they had me. Oh no. Warte, du bist AR6, das heißt, wär's, wenn du DPS machst. Wir müssen da noch etwas angreifen. So long as the audience thinks that's... Muss einfach nur mir folgen. Warte, ich mache einen Support, indem ich Band und Kasor benutze. Und, keine Ahnung, was ist ein gutes Team?
Oder soll ich Chincho nehmen? Was ist da für ein Pin? Keine Ahnung. Oh, du hast Linne, geil. Linne ist cool. Let's go. Ah, dann hätte ich vielleicht noch einen... Let's go. Scheiße. Again. Why don't you let me Ow. take the stage? Ich brauche auch Heal. Ich bin One-Hit. Ah! Peter spielt der Hydro auch. So many regrets. Ja. Schade, ne? Ich muss mal kurz warten, bis mein Kaso voll ist. Ja, bis ich mein Kaso voll greifen kann. Digga! Warum ist der Cooler so lang? Das geht auch. Drop the curtains. Adventure time. Off we go. Hab ne Ede. Was meinst du mit Ede? Idee. Ach so. Adventure time. Stimmt, der kann nicht vertikal schießen. Das ist eine Höhle. Warum funktioniert es bei allen nicht, bis auf bei mir? Mann, jetzt fühle ich mich voll kacke. Nido Bloom. Ich habe keinen Danger Character, keinen gescheiten. Sieht voll geil aus hier gerade. Dieser Benny Burst. Ich will mal kurz meinen Band holen. Hast du einen Hydro Healer? Ja, ich hab Nido. Ich meine nicht Nido, ich hab Kokoma. Und lass mal sagen Chincho. Fast, das kommt gut. Time to act. Let me lead you. Hold the line. Make yourself a move. This dance is for you. Here. I'll stand in for you. Ich muss mir ich auch noch hoch hier. Ich habe aber keinen gescheiten Dendro, das ist das Problem. Ich weiß nicht, was das ist. Muss nicht gut sein. Okay. Dann gehe ich mal kurz switchen. Body and mind. Time to act. Digga, was verfolgt mich das Ding? Ich hab nichts gemacht.
kann ihm literally nicht mal Schaden zufügen. Was wollt ihr Kram hier? Hm? Was? Sieht düster aus, ja. Mann. Ja, die Strat ist eigentlich Kutau. Aber okay, dann mache ich Shadatinchu. Oh, ich habe Hydro MC, stimmt. Ja, jetzt habe ich erst recht kein Gescheit mehr. Jetzt habe ich Tainari. Body and mind. Können auch Hutau. Okay. Dann nochmal Hutau. Kannst du Kokomi nehmen und ich nehme Diona? Oder... Scheiße, mein Diona ist ja fast tot. Das ist ja heftig. Let's go, shake it and stir. Ha, I'm here. Time to go. Warum ist das? Now disappear. Warum habe ich diesen Kackbogen? Das ist voll scheiße. Ich sehe jetzt erst, dass ich den falsch benutze. Oh. Voila! Ah. Gut, scheinbar funktioniert das nicht ganz. Mann, ich wollte eigentlich bei jemand anderem rein. Das funktioniert, aber es funktioniert nicht. Ich hätte die Waffe nicht switchen sollen. My show mustn't fail. So, heftiger Drop, ne? Nicht meine Kiste. Jo. So ein geiler Drop. Kaptan, ob du es gehört hast und du noch da bist. Ich würde dann leaven. Und ich muss eigentlich jemand anderes mal trollen. Ich muss mal jemanden finden, bei dem es funktioniert. Das hat immer noch nicht funktioniert bis jetzt. Das muss nur einmal funktionieren, come on.
einen, bei dem es funktioniert. Ich will... Hat das überhaupt freigeschaltet? Nope. Okay, ich bin wieder raus. Nee, bei dem mache ich nicht mit. Frosch, bist du eigentlich noch da? Ja, gut, okay. Wie ist jeder an die Kleinen? Ich muss immer noch auf einen Gegner... nicht Gegner, auf einen Spieler warten, bei dem es funktioniert. Das ist ja wirklich bodenlos. Hi. A blade. Oh, er sieht aus wie jemand, der gut committet. Okay. Links. Er hat nicht mal den TP-Point. Fuck. Ich glaube, das ist näher. Was ist das? Cortana Sword of Gorge. Sind das die Schiffe? Schiffe? Niemals. Whirling snow. Was macht der? What the shit? Come on. Fight die mal. Was sind das überhaupt für Dinger? Ich habe nicht mal eine Ahnung, was das ist. Die zwei Teile von vorhin. Wir müssen erstmal kurz diesen komischen Wal dort besiegen. Das ist wichtig. Droppt mir nicht mal was. Gefühlt. Gut, er weiß zumindest, was ein TP-Point ist. Im Vergleich zu dem Psycho von vorhin. I heard he good drops. Viviana verlegt. Ich habe bemerkt jetzt, dass was off ist. Wo ist der Typ? Oh. Wow. Hä? Achso, er hat seinen Burst aktiviert, deshalb. Ja! Bitte, 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 nein!
Komm, er war fast tot. Er war fast tot. Nein. Er hat sich hinterm Stein versteckt. Du Pussy. Nein. 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 Take flight. Get back if you want to survive. Allow me. Ich mach hier meinen eigenen Healpool. Nein, 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 bitte, bitte. Fish Duration auf ab, schnell. Fuck, mein Hacker stirbt jetzt fast. Ich glaube, der Typ bemerkt, dass hier was faul ist. Au, schade. A rash maneuver. Rest and rebuild. Hat er noch nicht Schau? Oder ist er tot? Nee, er hat sich hier... Ja, er ist tot! Ja! Hold the line. My apologies. Oh, er hat den Rauch hergeholt. Er weiß, wie es geht. 49.000 Mann, halt heftiger Schaden. There is no escape. Das ist mein Wort. Oh, weg. Also ich weiß jetzt mehr über die Viecher. Ja. Sag mal. Ja, das ist sogenannte Fontaine-Legende. Gibt's mehr? Es gibt 8 Stück von den Bastarden. Okay, es kommen auch noch wahrscheinlich 6 weitere Sub-Gebiete. Ich glaube, das sind die ersten. Das sind die 22, die es derzeit hier. Aber 6 auf der Underwater-Boss-Fight. Das ist cool. Aber Underwater-Boss-Fights können halt nicht so viel schwer sein. Der rennt weg mit seiner Ride. Allow me. My apologies. Wo ist seine Ride hier? Nein! Also. Und Vivian auf der Late ist auch schon der schwerste, aber das muss ich ja nicht sagen. Ja, gut. Ich hätte mir gewünscht, dass es noch so einen gibt, der schwerer wird, also wirklich schwer ist. Dann könnte man noch andere Leute auch herlösen. Maybe kommt. Warte mal.
was vom Boss schon. Komm. Noch 4 XP. Das ist aber nice, dass wir keine Angst hatten, die Ruhe zu packen. Ich find's auch lustig. Ich kann Leute damit überzeugen. Das ist mir das Wichtigste eigentlich. Shine down. Die Shotgun ist aber schon wirklich gut. Oh, scheiße. Digga, diesmal hat er nicht mal einen Forster gedroppt. Right. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Keine Ahnung. Ich spam Emojis. Ah, Mann. One climb. Zumindest habe ich es geschafft, ihn einmal zu killen. To survive hardship, you must prepare for hardship. Silly Billy, Hold the line! Ah, Mann, das wird lustig. Wobei, das ist halt voll schwach, das Viech hier. Das ist gesagt, Vivian of the Lake ist mit Abstand das stärkste. This one much stronger. Ich mach's jetzt einfach die gleiche Taktik so wie du, Frosch. Ich sag auch careful, this one much stronger. Von mir gestohlen. Ja. Hast ein Patent drauf? Muss ich dir jetzt was zahlen? Dass ich diese Line benutzen darf? Okay. Wir hatten ein bisschen weniger gespielt. Aber nicht so viel. Ja, keine Ahnung. Ja doch, der hat schon weniger. Ja, eine kann man auf jeden Fall deutlich mehr. Und macht weniger Schaden. Muss man auch noch sagen. Weniger Schaden, weniger HP. Das heißt, das wird auch nicht schwach, aber deutlich schwächer. Shine down! Allow me! Torn to oblivion! Whirling snow! Higher! Hands on fire! There is no escape! My opponent!
Rest and rebuild. Ich kann nicht sehen, das ist super Konvergenz. Illusion shattered. Now you shall perish. Take flight. Ich hab das Gefühl, Hutauge hat hier was überlebt. Whirling snow. Time to go. Leider, Froschboleli, du willst mal 10 HP gehabt? Take flight. Embrace this. Shine down. My opponent. Ich glaube, es ist ja voll einfach, also die Zahlen sind ja voll weniger eigentlich. Ja, einfach ganz simples Addieren. Was will ich irgendwie? Ist etwas laut. Willst du hier nicht die HP mal ausrechnen? Das ist ja simples Addieren, weißt du? Ist ja nicht schwer. Es sind voll wenige Zahlen nur. Krass. Oh Gott. I'm proud. Das ist so dumm. Er hat aber nicht Character Showcase gezeigt, ja. Schade. So, hat hier eine 5-Star. Actually, and I beat him in my world. Drop me primordial. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly Trust me, die hatte ich nicht davor. Die hatte ich. Drop Trust 1%. When the sun's out, bathe in sunlight. But when the moon's out, bathe in moonlight. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Da kennt jemand Toyo nicht gut. Er glaubt even a bigger damn. Wenn er das jetzt wirklich glaubt. Welche Materials braucht eigentlich Primordial nochmal? Oh, das ist ein Dropship. Toodaloo. Like 200. Like twice. A blade embraces its duty. Trust me. Billy churl, Billy churl, silly Billy, Vielleicht noch gut wird. Bitte sag mir nicht, er glaubt mir das ernsthaft. Ja, das wäre so lustig. Just kill these two. Wanna come over for tea? Ja, ich bin gottlos. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. Three clients. Alter,
umbringen, glaubt mir das ehrlich. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Moment. Das ist jetzt wirklich los, aber thank you. Okay, ich muss Stream beenden. Ciao, ciao. Mein Vater ist sauer. Also ja, dann.